Die Fliegen stört mich. Die Fliegen stört mich jetzt schon. Grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bohlen. Ihr hört Lieder aus früheren Zeit und manche Hoden sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backe spielen wir nach dem Werner Schall. Die Quetsche klingt ein super fein, die Kontrabombe hinten rein. Und das Gesange klingt jetzt auch schon recht human. Drum Leidl, grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird heute mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bohlen. Ihr hört heute Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Grüß euch, servus, küss die Hand. Habe die Ehre zu einer neuen Runden Babelatschen. Diesmal wieder aus der Klause, Klaus aus Botschenau in der buckligen Welt, wo der Patrick mein Gast ist, wie ja schon bekannt. Danke. Meistens eigentlich, oder? Eigentlich schon. Also er ist selten bei mir nicht zu Gast, wenn er zu Gast ist. Wenn ich da bin, bin ich da. Ne? Das ist ganz einfach. Wenn er da ist, ist er da. So wie auch unsere Fans da sind. Schau es an. Ein großartiges Aufgebot der Elite. Der Elite kommen wir. Aber zunächst müssen wir natürlich, weil ihr seht schon vollkommen, das hat es noch nie gegeben. Also, oh ja, der Bruder war mal bei uns Gast. Was, das ist keine Premiere? Das erste Mal, dass eine Dame da ist. Okay. Das erste Mal, dass eine Dame. Das erste Mal, dass in unserer Runde eine Dame ist, das ist absolute Premiere. Ja. Und ja, Vicky. Ne? Sollen wir Vicky? Genau. Oder sollen wir den Namen komplett aussprechen? Na, bitte nicht. Vicky. Willkommen. Ja. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Herbert Weißböck, habe die Ehre. Herbert, servus, grüß dich Gott. Franz M., Günther Erich Russell, Hubert Hinkofer, Harry Schneller, Fonte, Marinos Herzl, Brigitta Steurer, Maike, alle möglichen sind dabei. Die Dunja ist dabei mit den roten Achteln. Und warum wir die Wiki heute dabei haben, ist natürlich zum einen, um einfach mehr männliches Publikum anzuziehen. Das ist der einzige Grund, kein anderer. Es ist natürlich ein Blödsinn, weil wir haben fast ein männliches Publikum. Aber bis auf ein paar herausragend leibende Damen, die dabei sind. Aber nein, es gibt einen ganz anderen Grund, Ja. aber das werden wir dann noch ansprechen. Zunächst aber, Patrick, walte deines Amtes. Na, Wir selbstverständlich. müssen von unserem Winzer Dauertester eine Flasche öffnen. Aber gerne wieder. Winzer Dauertester, momentan Ausblick Wien. Ich wird im August sie noch ausgehen, wahrscheinlich, weil wir noch nicht ausgetrunken haben, aber schauen wir mal. Schauen wir was. Weingut Dr. Höfler, alte Reben, Ried, Vorderleiten, grüner Veltliner. Den haben wir schon getrunken, also die alle schon geschaut. Zugeschaut haben wir mal, die wissen, was los ist. Die haben wir alle schon getrunken. Ja, ich mache ihm einfach. Ja, deswegen haben wir die eigentlich da. Also, die Gläser. Du bist so lieb, ja, dankeschön. Kork oder kann. Danke, das ist Das sagt sehr er immer. nett. Kork oder kann, sagt er immer. So. Wunderbar. Das sind sehr Das berühmte Unbottling, das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gesagt, dass das eigentlich unsere Rubrik Unbottling ist. Auch wenn es schon unser Winzer Dauertester ist. Du kennst das Unboxing, wirklich? Schon, nicht? Unboxing-Videos sind ja, und wir haben gesagt, wir machen natürlich ein Unbottling. Das hat ja viel mehr Reiz, oder? Ja. So wie der Begriff gefallen ist jetzt letztens beim Kurkonzert, weil man gesagt hat, man muss den Meterabstand halten, also das ist auf dem Bangel ist so gestanden, auf den Babyelefanten achten. Und wir haben gesagt, nein, das ist der Abstand zur nächsten gehört ausdoppelt, wegen unserem Dopplermeter. 9 Doppler sind genau 1 Meter, das heißt, gehört ausdoppelt. Genau Das nachgemessen, entspricht. ja. So, also bevor wir dich genauer vorstellen, einmal sehr zum Wohl, meine Herrschaften, Prost, schön, dass ihr dabei seid. Prost. Prost. Sehr zum Wohle. Ich freue mich riesig. Prost. Ich mich auch. Vielen Dank. Ja, das wirst du noch sehen. Höfler. Ausgezeichnet wieder. Alles gut. Das ist gut, aber da kommt mir jetzt warm vor. Der war das eingekühlt. Das ist aber gut. Schau, wie das Glasl auch rennt. Ist das nah? Wir müssen, Das ist, weil du näher am Ofen sitzt, glaube ich. müssen schneller trinken. Ja, wir haben nämlich eingekatzt. Ich habe eingekatzt in den Kuchelherd.
weil wir sind so feuchtlaut kalt war. Und wir sind ja Memmen, der Patrick und ich. Der Patrick jetzt schaut es heute für mich besonders leibend aus, weil da exakt in der Falllinie... Genau, natürlich. Die Kamera natürlich auf mich gerichtet Ein ist. Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Ich sehe halt etwas schlechter. in der Michael Nähe. Karol, Landtalstromer, Fritz Stadtguss, der Fritzl aus Deutschland. Ja, herrlich. Schule 67 Production. Ja. Müssen sich die zwei halt benehmen, fragt der Harry Schneider-Fonte. Ja, schon, ne? Natürlich, klar. selbstverständlich. Tun Damenbesuch. Sie das sonst nicht? Haare. Richtig Einwand, richtig Einwand. Was haben wir denn? Vicky und die starken Männer, sagt Andreas Christina. Das ist natürlich auch. Allerdings, Vicky kommt ja von Victoria, also mit V. Ich habe mir das schlau gemacht, ich bin ja vorbereitet. Und jetzt, ich habe sogar schickst du mir, hängen schon wieder im Instagram. Ne, da hat's was. Das wird immer wieder sein. Ne? Wenn wir das Instagram heute ausfallen lassen, ne? Müssen, oder? Schaut, und deswegen ist gut, dass ich heute dabei bin, weil bei uns geht nur das auf Instagram und das auf YouTube nicht. Ja, erste Reihe fußfrei. Das ist der erste Retter. Ja, optimal. Ja. Optimal das Ganze gelöst. Also der Punkt ist folgender. Christoph Ackersee, aber das grüßt dich. Wir haben gestern unser Kurkonzert in Botschenau gehabt Genau. und die Vicky arbeitet nebstbei in der Gemeinde und hat dafür gesorgt, dass wir einen Schlüssel kriegen zum Kühlschrank hinter der Bühne. Wichtiger Job, ganz wichtiger Job. Der wichtigste. Ja, Der danke, wichtigste. Danke. Und du hast ja nicht lang gestritten mit uns, also gar nicht eigentlich. Im Sinne von, dass du den Schlüssel geben und gesagt, viel Spaß. Und auf jeden Fall sind wir dann ins Reden gekommen, also das war schon das letzte Mal da natürlich. Und jetzt haben wir dann gesagt, spontanerweise, und gesagt, erst wir machen heute die Sendung da. Und nachdem die Vicky jetzt nicht unbedingt jetzt diesen Gemeindejob, dass das jetzt das Wichtige ist, warum wir jetzt da zusammensitzen, sondern eigentlich die Hauptprofession, der sie nachgeht, gemeinsam mit heute leider verhinderten, aber aus genau diesen Gründen verhinderten, na Mann nicht, Freund, Lebensgefährte mit Manfred, den wir sicher noch herholen einmal, denn der wird uns nicht auskommen. Na sicher nicht. Haben wir gesagt, das wird eigentlich total leibend, sei doch dabei. Hast Lust, kommst her zur Sendung, dann brauche ich nicht immer mit dem Patrick allein da das machen, gibt es einmal irgendwie was Nettes. Und nachdem sie dann gemeint hat, sie kennt ja eine Jausen mitbringen, nämlich vom Hof, das ist schon ein Hinweis, worum es gehen könnte. Naja, da sind wir natürlich feinfarmig gewesen, der Patrick, und so passt, wir haben den Wein, wir bringst die Jausen. Naja. Der Manfred leider ausgefallen, weil der muss eben noch arbeiten. Aber warum? Am besten ist, du stellst dich selber vor. Ich mache vorher Einblendung. Ich mache eine Einblendung. Oh. Ja, da. Zack, zack. Das Siehst sieht- du, Marvihof und Facebook und Instagram. Das siehst du, habe ich schon Perfekt, vielen vorbereitet. Dank. Also kurz gefasst, wir haben einen Rinderbetrieb hier in der Burgking Welt und zwar eigentlich genau am Hügel gegenüber vom Klausi. Das heißt, wir wissen eigentlich auch immer, was er macht, Ja, aber Mehr. unglücklich. mehr oder weniger. Mit Direktvermarktung und deswegen haben wir heute auch was mitgebracht, was ihr noch nicht gekostet habt, um ehrlich zu sein jetzt. Wir haben gerade auf die Sendung. Jetzt kommen wir endlich zum Punkt. Also wir vermarkten eigentlich in erster Linie Rindfleisch, aber wir haben auch so ein paar spezielle Schmankerl und da haben wir euch zum Beispiel heute ein Bündnerfleisch mitgebracht. Ja, das freut mich schon sehr, danke. Was ist ein Bündnerfleisch? Wird nicht jeder kennen. Ein Bündnerfleisch ist im Prinzip ähnlich wie ein Speck gemacht, das heißt ein eingesalzen, eingetrocknetes Rindfleisch, das dann auch noch geräuchert wird. Braucht relativ lang, ist total zart und lecker. Ja, das werden wir gleich verkosten. Und ich meine, das ist ja das Leibende, darum haben wir gesagt, da muss man dabei sein, weil das ist uns damals, beim letzten Mal, wie wir uns da gesehen haben, Das Vor- wäre so vor ewig ein paar her. Wochen. Ja, genau. Nein. ja, damals, wenn mein Großvater die noch Kita war. Ich meine, ich kenne die Wiki, da war es so. Ja, Genau. Das war noch ein Gaskrieg. Vor 110 Jahren, nicht? nein, aber das Als ob es gestern wäre. also, ja, genau. Und da haben wir gesagt, das ist doch leibend. Also, wenn so junge Leute wie es zwar sowas macht, ich meine, wir kommen dann sicher dann noch viel zum Plaudern, was eben die Besonderheiten sind, weil es ja eben nicht darum geht, also das ist jetzt kein Massenbetrieb und nichts Großes im Sinne von, was weiß ich was, sondern richtig das, was wir einmal gern haben, Genau. also, wo du klein, fein, leibend eigentlich noch mit der Natur und mit der Kultur vertraut wirst, weil es ist ja auch viel Kultur dabei, wenn wir, heute haben wir schon vom Gerben geredet, also da kommen wir ja auch noch zum Reden. Kommen wir noch dazu, ja. Also jetzt gleich einmal vorweg, Marvihof kommt von Manfred und Vicky. Genau. Ja, Marvihof. Relativ leicht zu merken. Und wer nämlich zum Marvihof kommt, der hat dann nicht weit zu mir rauf.
Zum Optimal. Beispiel. Optimal. Also Absolut für die. optimal. Der Michi Karl, Vicky, bitte lauter reden. Oh, Nein, Entschuldigung. Keine Ahnung. Ja, ich habe ein bisschen lauter. Der Michael, na gut, ist auch schon älter, ist auch schon tierisch. Das stimmt. Karl hört auch schon ein bisschen schlecht. Ne? Das Ja. ist übrigens ein Koch, ist das der Michi, ne? Ein ganz guter Koch. Ja, stimmt. Und sein Hobby ist steirische Harmonika spielen. Und das gut Wirklich? auch noch. Ja. Absolut. Der Harry Schneller-Fonte hat schon gemeint, ob es ein Kuhkonzert war. Nein, Kurkonzert. Cool. So, und die Brigitta nimmt natürlich Bezug auf den Wein. Zu Recht. Das ist ein sehr gutes Tröpferl. Dr. Höfler hat aber noch einige andere sehr gute Weine. Seine Weingärten befinden sich in den besten Lagen des Bisamsbergs. Also die Weintrauben, die rote Weintrauben-Emojis, aber in weiß, hat es dann hingeschrieben. Das ist Detailliebe. Ja, natürlich hat er andere Weine, wir werden auch noch andere trinken und da glaubst du, wir kommen mit einem Botellerl aus. Das wollte er nicht. Das Lustige ist ja, oder das Schöne ist, ich brauche heute auch nicht mit dem Auto fahren. Ne? Das, wie sonst immer. Sonst bin ich mit dem Auto fahren. Ich zunzel einen Achtel und dann einen zweiten und dann. Sonst machen wir die Sendung aus Wien Ja. und ich bin im Weihviertel daheim in Eiwestal und das ist schon ein Praterweg. Ne? Und da schlaft er bei mir. Ja, also alles nach der Landtalstromer gönnen uns das. Nach wie viel Glaseln singt die Vicky? Meint der Harry Schneller-Fonte. Das wissen Ja, wir die schauen wir noch. Das werden wir ausdoppeln. Das werden wir ausdoppeln. Nein, Das will keiner hören. aber nein, das wissen wir noch nicht. Da, das Instagram hat es schon wieder hingeschmissen. Warum hat es, wisst ihr das? Warum das Instagram schon wieder nicht funktioniert Vielleicht hat? wisst ihr es. Weil es ist das gleiche Internet wie da. Ich meine, da hat es ein Trinkspiel irgendwann gegeben. Irgendjemand hat das gemacht, immer wenn der Patrick dann Kommentare liest, müssen sie was trinken. Der Markus Pristonik, Ja. die Familie Pristonik schaut zu, da haben wir bei der Hochzeit gespielt. Ja, und das haben sie dann wieder eingestellt. Das gesagt, Weil die waren um 8:30 weg, oder? nichts mehr mitgebracht. Bündnerfleisch, Spezialität aus dem Schweizer Kanton Graubünden. Herbert Weißböck, ja. Ja, dort kommt das ursprünglich her. Ja. Schau, und der Fritzl, Das- Fritz-Status. Bündnerfleisch! Manche Leute kennen sich an das sicher noch erinnern. Der Patrick, ja, wir haben ihn alle gern. Der Fritzl trinkt einen Wiener gemischten Satz. Das ist an sich jetzt nichts Besonderes, aber der Fritzl sitzt am Neckar in Deutschland. Oder? Am Neckar. Oder in der Nähe vom Neckar auf jeden Fall, soweit ich mich erinnere. Bald gras ich am Neckar, bald gras ich am Rhein. Ist ja wurscht eigentlich. Ja, der Andreas Christina. Na, alle dabei. Ihr braucht das Winzergramm, sagt der Harry Schneller. Was ist das Winzergramm? Wildkette ist auch dabei. Das Winzergramm. Du pass auf, wir machen jetzt noch einen gewaltigen Schluck, dann werden wir ein erstes einmal zu. Affliegen ist da. Verstehst? Affliegen. Aber lästig. Nein, das ist der zweite. Wo sind die her, Fame? Ich weiß nicht. Entschuldigung, wir müssen abbrechen. Wir müssen. Können leider nicht werden. Aber es war sehr nett. Das war sehr lieb. Das ist schön, dass du warst. Wir machen jetzt noch eine Stunde sehr rein. gefreut. Sehr zum Wohl, ja. Prost einmal. Und wenn wir jetzt da kosten, jetzt werden wir mal kosten und dann spielen wir ein Liedlein. Ja, der Markus Pistoli sind schon dabei. Das Trinkspiel ist mit dem Laufen. Jawohl, und Prost. Aber warum das Instagram, das ärgert mich. Also ich koste jetzt, ich greife mit den Fingern daher. Der Fritzl hat warte mal, Und der Harry Schneller-Fonte hat einen gemischten Satz in Arbeit gerade. Ja, Fritzl und 50 Meter weiter ist der Neckar. Ja, dann werden wir uns einmal das Ist gut, gell? Benimm der Tomaten. Das ist nicht schlecht. Willst du nicht auch was essen? Man muss nicht, aber Nein, Ich lasse mal euch. ich brauche ein bisschen an Butter. du lässt einmal uns. Ich brauche ein bisschen an Butter, wie man sagt. Ne? Wirklich gut. Ein bisschen an, aber nur. Ne? Ganz fein, ganz saftig lustigerweise, obwohl es ja eigentlich ein Ja. trockenes Fleisch ist. Reinhard Travel Gentle ist dabei zum Wohl. Yes, servus. Unser lieber Freund aus Chile, der sitzt in Chile fest. Wirklich? Ja, der macht eine Dank Corona ist er Motorradtour in Chile. vom südlichsten Eck Südamerikas bis nach Alaska. Und in Chile hat ihm der Corona erwischt, also nicht er, sondern die ganze Geschichte. Und jetzt sitzt er schon ein paar Monate in Chile fest. Aber dank zum Beispiel der Pavlatschen Fühlt er sich wie zu Hause. ist da ein Schneidwurz Glück gehabt. vollkommen mit der heimischen Kultur abgeführt. Rudolfo Corpesso,
Erinnerung an Patrick, ich möchte so gern fliegen, aber nicht über die Stirn. Herr Neuserburm. Oi, da hat sich schon wieder was einfallen lassen wahrscheinlich. Landtalstromer, ein Pils aus der Eifel. Wie schmeckt dir der Wein? Vicky? Bist du Sehr Weintrinkerin? Nein. Trinkst du sonst grundsätzlich, also wie soll ich sagen, trinkst du Alkohol? Das ist immer so deppert, weil ich sage immer, wenn man Milch trinkt, sagt man auch nicht, du trinkst Kalzium. Sagt man ja auch nicht? Aber also, Hat noch keiner zu mir gesagt, nein. ja. Aber Aber- trinkst du gern grundsätzlich oder weniger gern? Ich trinke gern einen Wein, aber fast nie. Weil wir einfach zu Hause fast nie einen haben und damit ergibt sich das eigentlich nicht. Also uns fehlen einfach die Gelegenheiten. Weil wir so selten bei dir eingeladen sind. Ja, nein, das Ja. wollen wir ändern. Das wollen wir ändern. Wollte ich jetzt nur kurz anmerken. Ja. Ich trinke zum Beispiel nicht gern einen Wein, aber oft. Im Du Gegensatz. musst ja quasi. Naja, es ist halt, ich denke mir halt, das gehört sich. Das gehört einfach dazu bei uns, weißt du? Das gehört sich. Wenn man Das nichts ist der trinkt, Beruf. das ist einfach. Das gehört sich, was soll man machen? Aber es schmeckt, also du trinkst schon gerne Wein. Ja. Trinkst du Bier auch? Nein. Nein, magst du gar nicht, ne? Nein. Das mag meine Freundin auch nicht. Bier magst du gar nicht. Meine Nein, auch, Munkelein. ja. Mit Bier kannst du nicht. Wein kannst du hinstellen. Wein kannst wurscht, aber beim Bier. Und meine ist eine typische Grundsätzlich? Dreiviertlerin auch. Wenig. Ja, wenig. Also- Ja. Rauchst du? Nein. Alter, Trinkst du einen Kaffee? Ja. naja, gut, Okay. immerhin. Trinkst du einen Tee? Ja. Okay. Na, Nein, schau. Geht doch, es geht doch. Was für eine wilde Hen, sie trinkt Tee. Na gut, aber ja. Vicky, habt ihr auch getrocknetes Rindfleisch? Das ist ja das. Mein Schatz hat schon wieder eine irre kulinarische Idee. Ja, das ist ja getrocknetes Rindfleisch. Im Prinzip ja. Ja. Also das ist halt eingesalzen. Man kann es schon auch noch wirklich trocknen. Das Luftgetrocknete ist das dann? Oder sowas? Das ist ja auch luftgetrocknet und wir räuchern es auch noch ganz leicht. Aber man Das- kennt das noch länger trocknen, ne? Wobei, Ja, wobei wir da einfach noch nicht die Räumlichkeiten dafür haben. Das ist alles ein bisschen... Aber es ist ja erst was. im, Ja, eben. im Aufbau. Aber ihr es habt ja wird, sogar es wird. jetzt einen Schlachtraum auch selber gemacht, ne? Wir sind dabei. Was heißt der? Wir sind dabei. Also es steht jetzt der Rohbau und wird ja, leider erst Ende nächsten Jahres fertig, dann eben noch, wenn wir eine Wasserleitung und sowas bekommen. Und du hast ihm gesagt, weil, wenn jetzt die Rinder bei euch eigentlich ein recht angenehmes Leben haben, die sind ja alle im Freien und so weiter und was weiß ich Das was alles. Schönste, das wir ihnen bieten Ja. können. Ja. Und dann am Schluss werden sie noch transportiert. Und Genau. das ist eigentlich, das hat euch gestört, ne? Jetzt habt's gesagt. Das stört uns massiv, obwohl es bei uns jetzt nur gute 10 Minuten, also 10, 15 Minuten Transport sind, weil wir in Kirschlag, also im Nebenort, schlachten lassen. Aber es ist trotzdem einfach für das Tier ein völlig unnötiger Stress, weil für uns eigentlich das Ziel war, dass das Tier ein möglichst schönes Leben hat, also das schönste Leben, das wir ihm eben bieten können. Ja. Und nachdem wir sonst nicht viele Hobbys haben, haben wir gesagt, dann investieren wir auch noch in einen Schlachtraum. das finde ich super. Das finde ich großartig. Das ist genau das, wo ich mein Fleisch haben will. Das hören wir natürlich gern. Nein, es ist Ja, so. nein, also da wird sicher, und das klingt schon mal sehr gut. Was Also jetzt wird sage ich nämlich dann einen Rinderbauern, Was auch, der ist zwar weit weg aus dem Weinviertel bei mir, weil Schweinebauern haben in der Familie quasi die Großcousine von meiner Frau, die Strohschweine haben, die Berti, die Wiesingers. Also da haben wir schon was und von Jagern und so weiter auch genug versorgt sind mit Wildschwein, Reh, Hirsch, Fasan, na und so weiter und so fort. Was halt so kreucht und fleucht, oder? ja, Genau. aber ich finde das super und ich sehe da oben. Leider, wir haben es jetzt schon finster, aber ich werde es irgendwann mal beim schönen Wetter, außerdem schützt wie aus Küben. Ja. Aber Super, oder? wenn ich wieder mal schönes Wetter habe, mache ich ein schönes Foto und mache das, werde das auf Instagram, Facebook und überall werde das präsentieren und sagen, so, schaut da unten, also da drüben. Ein bisschen Er oben. sagt immer dort unten, weil er so groß ist. Es ist ein Also Stickel. stimmt. Es ist ein Es ist Stickel. ein Jetzt auch schon auf. Ja, Es schaut aus wir wie- zwei schauen Es rauf. schaut aus, wie wenn es ein Stickel weiter unten war, so um 100 Meter tiefer war, ist da. Ja, der Andreas Christina sagt vollkommen richtig, das heißt, wenn ich den Klausi mal besuche, muss ich mein Topcase mit Kühltasche mitnehmen. Ja, Na, was denn? Natürlich, weil erstens aus den Gründen, weil du schon mal was mitbringst. Du wirst nicht mit leeren Händen kommen. Ja. Siehst du, der Ball sitzt, sagt, der Schnapsal geht immer. Also damit ist ganz klar. Ja. Und der Marinus Herzer sagt, auf diese Denunzierung vom Bier brauche ich jetzt erst einmal eins. Recht hast, hat er an seine. Und die Daniela Schlögl sitzt beim Gespritzten. Herrliche, super Auch Sache. wunderbar. Der Landtag ist das heute Abend eine Ausfragerunde. Nein, ich meine, ja, aber man ist halt interessiert, nicht wahr? Ich will euch einmal ein bisschen Kultur bringen. Ist ja nicht über, ne? Das gehört sich einmal. Nur dazu, wenn es die Nachbarn sind. Ne? Ja. Es ist, Ja, jetzt spielen wir wieder was. Was einmal, jetzt muss ich da schauen.
Ja, die schauen mit, weißt. Außerdem kann die Familie Bristonik wieder einen Schluck. Der Marco sagt, da bekommt man ja Hunger, wenn man euch zuhört. Verstehe. Wir spielen jetzt einmal ein Lied. Wiener Lieder für dich irgendwie ein Thema oder nie wirklich gewesen? Oder? Naja, ich bin ursprünglich aus Wien, also Das will die Herren. Das ist eine Zugelaste. absolut. Ja. Wie mir auch, ne? Ja. Also 14. glaube ich. Ja? 14. ganz Eine draußen. nobliche. Eine nobliche. Ja. Die Oma ist aus dem 16. Ja, also, Jawohl! also Jawohl, Otterkring, Party auf das, trinken wir einen Ich Schluck. kenne ja fast niemanden, den ich treffe, wo nicht zumindest ein Verwandtschaftsteil irgendwie einmal in Otterkring gelebt Ja, hat, ist so. aus Otterkring stammt oder Gibt's auch irgendwas. gar nicht, das oder? ist ganz lustig. Das ist wirklich lustig. Auf das trinken wir. Auf die Oma aus Otterkring. Du, die Ja, Daniela Oma, Schlögl hat nämlich eine Frage auch. Ja, ja. Die Daniela Schlögl, welche Rasse habt ihr? ganz Weil eine unterschiedlich. Freundin in Oberösterreich möchte es nämlich auch so machen. Wir haben ganz unterschiedliche Rassen, weil wir unsere Tiere nicht nach Rasse, sondern nach Charakter ausgesucht haben. Das heißt, wir haben in erster Linie Kreuzungen und belegen hauptsächlich mit einem Angus-Stier, weil der einfach von der Fleischqualität her gut passt, weil der sehr leichte Abkalbungen macht und weil die Kälber sehr, sehr vital sind. Das war für uns immer ganz wichtig. Gut. Und weil es auch total umgänglich und niedlich Was ist. heißt Abkalbung? Wenn das Kalb zur Welt kommt, spricht man von Abkalbung. Und da kommt es eben ganz drauf an, das kann man sehr stark mit dem Stier, den man aussucht, beeinflussen, weil einfach manche Stiere halt relativ große Kälber machen und andere halt eher kleinere, die halt dann auch nicht ganz so viel Fleisch ansetzen, was jetzt für uns nicht der ausschlaggebende Punkt war. Weil wir gesagt haben, wir arbeiten noch rein grünlandbasiert, das heißt, sie kriegen kein Kraftfutter, weil das in unseren Augen keinen Sinn Vom macht. Kraft von dem Land? Kein Kraftfutter von der Kraft vom Land? Nein, Nichts kein Vertikale und so? Nein, nur als Lockfuttermittel, wenn wir eben mit ihnen zum Beispiel üben, dass sie auf den Hänger raufgehen. Aber ansonsten nicht, weil wir der Meinung sind, wenn ein Rind Körntel fressen sollte, hätte es einen Schnabel. Also, Sag ich beim Menschen Schöne genauso. Aussage. Sag ich Ist beim das Menschen Schöne genauso. Aussage, aber ja, die gefällt mir auch. Gefällt mir. Sag das einmal einem Veganer. Ein grüner Veganer. Alter, was Kernl. Nein, gut, da reden wir nicht drüber. Du bist ja keine Veganerin, ne? Kann nicht schwer sein. Ne? Weil hätte er sein können. Das Noch geht nichts sich nicht trinkst, aus. nichts rauchst und gar nichts. Das ist ein Wahnsinn. Aber. Ich weiß schon, was wir machen jetzt. Nein, wir spielen. Spitzel. Oder? Ich habe einen Wunsch. Aus Wunsch, den habe ich nicht mitgekriegt jetzt, ja, bitte. Ich habe einen Wunsch, die Brigitte Scheurer bringt nämlich, weil nachdem wir jetzt gesagt haben, der Oma ist aus Otterkring, ein altes Otterkring-Lied. Alt Otterkring war vor ca. 50 Jahren. Gut, ja. Das machen wir. Uraltes Lied, das spielen wir Also jetzt. so alt, ja. Naja, 50er, 60er Jahre. naja, Richard Czapek. Uralt, ja. könnte der Oma sein. Die Hilde Czapek, ja. Ja, die jetzt habe ich gedacht. Alter, oder ich? Bertha F? Nein. Alt Otterkring war vor ca. 50 Jahren eine Ortschaft mit ganz kleinen Gassen. Das Kircherl war klein, der Brunnen aus Stein, der Weide ist kaum worden von Fassern. Schon als Birscherl war ich bei der Zehner Marie, hab festudelt und Post und manches Trepferl vernascht. Hat die Stimmung sich geholt, haben's die Tisch zusammengeschaut. Den Alt Otterkring ist mein Paradies. Neulich hab ich in ein Album Bildern gesehen von 90er Jahren. Darüber stand ein kleines Sprücherl, Alt Otterkring, wie es früher war. Da erfasst mich eine Wehmut, schön muss damals gewesen sein. Und mir fallen dabei die Worte von meinem lieben Vater ein. Alt Otterkring war vor 150 Jahren eine Ortschaft mit ganz kleinen Gassen. Das Kircherl war klein und der Brunnen aus Stein. Mein Vater auch. Der Weide ist geworden von Fassern. Schon als Birscherl war ich bei der Zehner Marie, hab festudelt und Post und manches Trepferl vernascht. Hat
die Stimmung sich kommt, haben's die Tisch zusammen schon, den all dort krieg ist mein Paradies. Jawohl. Die Gitarre ist leicht Die verstimmt. ist verstimmt. Danke für den Applaus. Die Achteln fallen rein da von euch. Die Achteln von einem, die roten Achteln. Du kennst das, du hast ja den Dankeschön. Applaus schon ein paar Mal geschaut, gell? Ja. Also du kennst das auch mit den roten Achteln. Das ist unser Emoji. Unser Emoji für Leibwand. Bitte von der Weil es Wildcat weiß kommen. nicht gibt. Ja, was kommt von der Welt? Von der Wildcat kommen die Sektschalen. Das geht natürlich Ja, auch. ja, Das es gibt ist schon wunderbar. Noblesse oblige, Noblesse oblige. Also, wenn ich das jetzt so mache, ich werde das Mikrofon da einfach ein bisschen mehr zu dir stellen, dann hört man dich besser und dann sind wir bei der Musik nicht so Das laut. ist ein Mittelding erwischen zwischen Reden und Spülen. Ne? Best war der Patrick redet nichts, aber das nutzt nicht, das hilft nicht. Schönen guten Abend, die Damen und die Herren im Fernschau. Gerald Spörk, schau da was an. Guten Abend, Retour. Was, der Bernarus Mutter, glaube ich, auch schon wieder dabei. Sehr große Freude. Wo ist er, wo ist er? Da, grüß euch. War noch am Telefon mit dem Töchterchen, sehr gesprächig. Du oder die Tochter? Ich weiß nicht, das ist immer so eine Sache. Aber herrlich. Na, wir haben immer da tolles Publikum, muss ich sagen. Wir freuen uns immer. Roman Buchter ist auch da. Servus Roman, grüß dich. Wird das eine XXL-Ausgabe? Fragt er. Nein, ich glaube nicht. Also, Es kann schon sein, dass es wieder länger dauert. es könnte ein bisschen länger dauern als vielleicht Aber- 1,5 Stunden oder so, aber Warst du dabei bei der XXL-Ausgabe? Nein. Nein, Gott sei Dank. über 6 Stunden. Das war 6,5 Stunden. von da war. Das war das letzte Mal, wie wir da waren. Ja. Nach dem, super. wir haben auch ein Kurkonzert gehabt und am Montag ist die dann da entstanden. Ja. 20.15 Du schau. Uhr bis um 2 Uhr irgendwas. Der Marius Herzl, der denkt an uns, weil er eindeutig ein Social Media Genie, weil er sagt, Leidl, haut einmal die Daumen auf für den Algorithmus. Genau, das täte ich euch auch bitten. Da, da gibt es ja unten rechts dann irgendwo die Daumen hoch, ich könnte ja Daumen runter auch, wenn es wollt, nicht? Aber Daumen hoch wäre natürlich besonders erwünscht. Haut's auf, dann hilft uns das. Haut's Und auf, mit- ich schmier dafür ein Butterbrot jetzt für mich. Der Recht Patrick, hast. der Patrick ist immer beim Essen. Das ist auch Fleisch. Du hast es mitgebracht, du darfst dir auch Sticker essen. Aber nur ein Sticker. Was heißt der Stickerl? Ja. Aber ist wirklich gut. Du hast es nicht so mit dem Brot, gell? Ich normalerweise nicht. Ist eigentlich alles. Ui, Paprika. Ich war sogar 2 Jahre lang Vegetarier. Wissen die meisten nicht. Wie kommt's? Warte, ich muss natürlich Fleisch auch essen. Du warst sogar mal kurze Zeit wirklich vegan unterwegs. Nein, sogar mal. nein. Ganz kurz hast du gesagt, willst du das probieren? Ja, ohne ja, Käse, ohne Ei und so weiter. Ich kann mich erinnern. Ja, das waren 3 Tage. Ja, nein, das war nur so ein Test. Also nur mal schauen. Ja, Vegetarier habe ich tatsächlich 2 Jahre durchgemacht. Das ist allerdings eine Zeit her. Und da war das gar nicht so leicht. Warte, ich muss ihn halt schon. Ich habe den vorhin eingeblendet. Mit seiner Meldung, mein Wein ist rein, gespritzt bin ich. Und normal stellt sich das automatisch ab, jetzt habe ich nicht sicher, gerade das steht noch immer drin. Das muss ich ausschalten, weil. Ja, das ist tatsächlich so. Nein, ich habe das damals probiert, ich wollte mitreden. Bei der ganzen Geschichte und habe gesagt, pass auf, probier es mal, fleischlos ist ja kann man mal testen. Und das habe ich gemacht und dann habe ich mir gedacht, naja, ist nicht schlecht, ich werde es aber länger probieren, damit ich wirklich mitreden kann. Und es war eigentlich wirklich eine Herausforderung, allein deswegen, weil zu dem Zeitpunkt hat es wirklich irgendwo, also gerade am Land, Ich bin mir nicht sicher. Vorsichtig probieren, aber ich glaube, sie sind nicht allzu scharf. oh ja, dann eine Chili. Ja, auf jeden Fall war das dann. Das geht, man muss noch keiner. Erzähl weiter. Das Messer schneidet Luft. Was soll ich sagen? Ist Und nicht scharf, der oder? Patrick, was zum Essen hat, ist sowieso alles leibend. Ne? Also ich bin der sölligste Mensch, weißt du? Ja. Das ist- Und dabei glauben die Leute bei mir, weil ich platt bin. Aber das ist ja nur, ich bin ja im Unterschied zum Patrick deswegen so platt, weil ich klar bin. Das ist nur untergroß. Ja, ja genau. Aber wir haben ja die gleiche Ding, ne? Nur er ist auszahlt. Nach oben hin. Ja. Wir haben ungefähr das gleiche Gewicht da. Also Bei dir ist wurscht, du bist ja mehr Bannerbuquet. Bei dir ist ja das eher isst du viel? Isst du viel? Nein. Oh, denke ich mir. Ich schon. Das sieht man. Patrick auch, da frisst überhaupt nicht eine. Jetzt sieht das immer schwarz an, aber du bist ein lebendes Beispiel dafür, dass Schwarz nicht schlank macht. Sag ich auch. Ich muss schauen. Mahlzeit, Burma. Jawohl.
Also das heißt, du warst 2 Jahre Vegetarier. Ja, es ist nicht so ein spannendes Thema, aber es war halt interessant. Also ich habe das schon, und wie ich mich dann entschieden habe, dass ich wieder Fleisch essen werde, hat es aber dann noch 2 Wochen gedauert, bis ich dann Fleisch... Also das Bewusstsein für die Qualität vom Lebensmittel ist enorm gestiegen. Der Rest war für mich das ein politisches, also ein ideologisches Hickhack. Und das ist, du hast mit keinem Menschen normal reden können, also speziell nicht mit Veganern oder Vegetariern über dieses Thema. Es war wirklich, das war nur eine Hin- und Her-Hauerei. Und ich habe gedacht, nein, das interessiert mich nicht. Also das Leibende ist, dass ich wirklich eine besonders tolle Entwicklung gemacht habe im Sinne des Bewusstseins fürs Essen. Aber der Rest, da habe ich mir gedacht, nein, das ist das. Und ich esse gern Fleisch und so, aber eben, also ich esse sehr gern Fleisch und ich will es auch wirklich gern. Und ich will tierische Produkte wie Eier, Milch, Joghurt, Topfen, Rahm, also Butter. Also das, ja, bei mir ist ohne tierischen irgendwie schwer. Und eben Fleisch im Besonderen. Aber eben dieses Bewusstsein hat sich entwickelt und ich habe erkannt, ohne Fleisch geht es grundsätzlich auch. Also ich überlebe das. Aber Leibender ist schon mit. Und abgenommen hast du auch nichts. Nein, gut, ich habe nur Kaiserschmarrn und solche Sachen gegessen. Das ist vegetarisch, ja. Das ist Ja, die Daniela Schlegel sagt, das ist die Eisdiät. Ja, die Wampen ist dazu passend. Patrick, wir spielen die Wampen. Jawohl. Der Christoph Acker sagt, der Klaus, du isst doch nicht viel, nur gescheit. Richtig. Was? Du nicht Androsch. Ui, der Dings ist krank. Der Dings, ja. Spielt ein Lied für unsere Puppe. Die kämpft gerade sehr. Bauch, Speicheldrüse, am Mittwoch wissen wir mehr. Sie liebt die Musik, also egal was, spielt's einfach bitte. Machen wir. Dunja, jetzt spielen wir mal original die Wampen. Und ja, das passt ja so. Wenn der Patrick einmal gegessen hat, man muss ja wieder Zeit lassen. Muss man Kann ich mir vorhin noch ein Stückchen? Ja, gar wenig gewesen. So. Lass nicht stehen, weil, gell, und nicht kalt werden lassen, weil auch nicht warm werden lassen, weil jetzt kommt dann das nächste. Gemischter Sauce oder Chardonnay? Was wird der nächste sein? Gemischten Satz. Hätte ich auch gesagt. Gute Wahl. Oder wie es der Patrick sagt, Flüssignahrung wie auf der Intensivstation, sagt der Rudi Korbes. Das Harmonie, aber auch mit grüner Mödeliner, das vielleicht. Für Michi Kara und für mich wieder. Ja. Pass auf, die Wampen ist jetzt natürlich passend zum Gespräch über Essen. Ehrlich, du isst nicht viel. Du isst Ich bin dabei, ich bin dabei. Schau mal, da ist was, bitte isst was. Ich will das nicht, dass du dann hast. Schaut euch das an. Schaut das an, die Nicht, zwei. der Gott, die zwei fressen alles weg. Schaut das an, der Haring da daneben. Nicht? Ich habe kein Problem damit, aber es ist. Ja. Gerald Spörk, Sixpack im Speckmantel. Jawohl. Das ist ja kein Waschbrettbauch bei uns, das ist mehr Waschbärbauch. Aber Ja. macht nichts. Oder wie die Karin sagt, ein Feinkostgewölbe. Okay, das habe ich noch nie gehört. Wenn die Leute in Grenzen besoffen sind, da tanzen sie renovieren. Da fangen sie gleich zum Aufstehen an, zum Schwiedeln und zum Lieren. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind sie arme Hund. Ich sage ihnen gleich, was ich hab, und das hat seinen Grund. Ich hab ein Mutztraumwampen, den zeige ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätte, wär ich schon Millionär. Ich hab ein Mutztraumwampen, ja die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätte, hätte ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jagd draußen im Wald, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal und noch viel mehr, gib ihm meine Wampen her. Wenn ich dann aufs Finanzamt gehe, da trifft mich der Schlag. Da legst du doch ein Zettel hin, bitte mit 45 Fragen. Vermögen, Erbe, Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Aber ich drücke fest mit Bleistift auf und schreib aufs Formular. Was soll ich noch? Pass auf. Ich hab ein Mutztraumwampen, den zeige ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätte, ich schon Millionär. Ich hab ein Mutztraumwampen, die kostet ein Schippe Geld.
Und wenn ich nicht die Wampen hätte ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jocken aus dem Wald, ein Weibel, das mir gefällt, aber nicht einmal und noch viel mehr, gib ich mein Wampen her. Ich bin noch immer verstimmt, fällt mir gerade ein. Ja, ich vergessen am Stimmen zu das fällt nur im Publikum und mir auf, dir eh nicht, das ist eh wurscht. Wir haben 51 Zuschauer, das ist schön, das gefällt mir. Ja, große Freude. Große Freude. Na klar, natürlich. Nicht? Einmal ein charmantes Gesicht und nicht die 2 Ballerwatschen. Und der Onkel Ramirez ist schon da, ja, was ist denn da los? Kaum singen sie von einer Wampen, ist der Onkel schon da. Ja, Servus, Onkel. Das war ein Stichwort, sagt Bike Passionista. Super, schön, dass ihr seid. Das gefällt mir. Wiki ist noch was, sagt der Christoph Acker. Schlecht schaust du aus, das die Oma sagen. Zu mir hat es schon lange nicht mehr gesagt. Ja, genau. Zu mir sagt es jedes Mal. Wirklich wahr? Ja, es ist eine Katastrophe. Du hast noch eine Oma, das ist schön. Bei mir Zwei, sind beide nämlich schon leider gegangen. Ja. Wirklich? Ja, ne, bei Die mir letzte vor 4 Jahren, ja, die zweite. Na, meine ist über 90. Das sind sie beide wohl auch. Also, Ja. ja. das ist Mit einem Stock und. Nein, ganz liebe Leute. Nein, eh ganz lieb, aber ist einmal was. Und immer so. Und das sagen sie wirklich zu dir, ist einmal was? Ja. So. Ja. Ich weiß Schlecht, nicht, das schlecht hab ich- schaust du aus. In meiner Familie hat noch keiner zu mir gesagt. Ich bin auf die Welt gekommen und die haben gesagt, nö, schaut nicht schlecht aus. Das war das Erste, was ich gehört habe. Ja, dann wird schon passen. Gibt Ja, den schon, Wurm ja. nicht so viel zum Essen. Ja, lass das so Bei sagen. meinem Bruder auch. Ich habe immer gekriegt, ich war eine mit Saudier. Also, Du warst dünn, das weiß ich noch, ja. Mit Saudier. Der Bruder war aber, Wow. ja, aber auch, also wir haben zumindest... Der Bruder war immer etwas der Runde. Ja, er war ein bisschen, ja, wenn er kleiner ist. Mein Chris. Ja. Und Aber ich war, du warst immer ich schlank. war mit 15 Jahren 1,86 so wie heute und habe da gehabt 69 Kilo oder so. Das war Mit Patrick bin ich mit Schwimmen zusammengekommen, war dünn sowieso wie immer, also das war damals so. so lange Haare gehabt. Später und hat wirklich bis zum Hintern lange schwarze Haare gehabt. Meistens, Ja, ein wieder Diesel, Winnetou. meistens ein Diesel-Leiberl an, Ja, das weiß ich nicht mehr. Aber die lange... Jeansjacken oder Ja. Lederjacken. Ihr kennt euch woher? Aus Ottergring, Naja, aus der Schule. aus der Schule. Ottergänger Landjugend. Ottergringer Landjugend, sagen wir so. Ja, Ottergänger Landjugend. Nein, wir kennen uns. Ach so, Ja, Landjugend, ja. in Ottergänger kennt man sie. Also war das damals auf jeden Fall noch so. Da hat man sie kennt. Also so im Großen und Ganzen. Ich meine, wir sind 2 Jahre auseinander. Also so die so, ja, Jahrgang plus minus 2 Jahre, nicht? Man hat sie einfach kennt. Ja. Und sein, naja, dann als Jugendlicher. Als Schüler, also als... Ich kann mich noch erinnern, ich in der Unterstufe im Gymnasium, er bereits in der Oberstufe gerade. Wo ist der Ja, er hat mich Rotzburg? verarscht oder nicht. Wo ist der Rotzburg? Ja, ich nie. Gemein war er zu mir direkt. Nur weil ich 2,5 Jahre jünger bin als er. Ein paar Jahre später, sprich 3 Jahre später, da wird das war ich bereits ein bisschen größer als er. Ein bisschen ist gut. Habe ich aufgeschaut. Aber schon mit Vollmund, es ist eigentlich Das schlecht. spricht man nicht. Das ist eigentlich, bei einer Sendung Essen ist eigentlich schwierig. Dass Also- man das ästhetisch noch rüberbringt. Ne, es steht, oder Macht man dass man die Kontenance bewahrt oder die Etikett einhält. Schwierig. Allerdings als Heiligenmusiker und wie man uns schon kennt als 16er Bub, haben wir die Etikett noch nie eingehalten. Also passt perfekt. Passt. Ja, und der Onkel mir sagt, der Viersatz jetzt fesche Burschen. Der Das sind unsere Haare. Philipp Pancicis Leibern da. Was? Musst nur quer über die Straße? Wer über die Straße geht, sonst hätten wir ihn übersehen. Ja. Es war so damals, ja. Ja, wirklich, ja. War wirklich so. Das war ganz easy. Dabei habe ich gegessen mit 15. Die Oma hat an die Backen und da habe ich die Kugel von mir gehört. Wir haben Nacht mehr gegessen, dann habe ich mir noch 2 Butterbrot geschnitten, weil ich noch mehr gehabt habe. Nichts tut nicht mehr. Ich hab schon. Mit Also 15 Jahren. Ich hab 16 hab immer gegessen. Ich hab immer gegessen. Also, Gesehen hat man es. ja. Ja, seitdem ich kenne und das ist ja schon lang. Das ist Ich über mach ein zwar einen Hunger. Vierteljahrhundert. Der Haarschneider sagt, ich mach zwar einen Hunger. Naja, hol dir was zum Essen. Ja, das Patrick ist größer sein ist dir geblieben, sagt die Dunja. Das stimmt. Das Der wird ist wirklich ordentlich so blatt da. worden. Der ist ein Wahnsinn. Der ist ordentlich blatt worden. 105 Kilo, oder? In der Zwischenzeit, aber Na, wacker, ne, schwere Knochen, haben sie bei mir Ja, immer ja, gesagt, das schwere ist- Knochen. Schwere Knochen. Nein, das ist nichts. nein, nicht wirklich. Jetzt hätte man dir gerade eine Ausrede gegeben. No. Ja.
Nein, es ist ein Wahnsinn. Matthias Mariacher. Na schau. Na, aber jetzt geht's zu. Müssen wir wieder was spielen? Warte, ich muss die Gitarre stimmen. Wir müssen wieder spielen. Wir müssen mehr spielen. Wir müssen mehr spielen. Das ist ein Anspruch jetzt. Ja. Ja. Also bei Wiener Lied, wir haben mal darüber geredet. Grundsätzlich gefällt dir das? Ich meine, Ja. jetzt kannst du schon nichts anderes sagen, aber. Ja, sicher. Ich bin für ein ehrliches Wort offen. Ja, aber sag nichts. Ah, sag's richtig, gell? Das ist jetzt auch nicht abgeredet vorher oder so. Ja, Wir haben uns sicher gar nichts gefällt mir's. abgesprochen vorher, oder? Eben. Na sicher gefällt mir das Wiener Lied. Wir waren ja auch zum Beispiel, also das war mir nicht bewusst, aber wir haben euch einmal in der Zehnermarie gesehen, weil die Schwester von meiner Oma, die ist leider mittlerweile auch verstorben, hat in der Odoaker-Gasse gewohnt. Das Ja. die ist ja gleich da hinten Ja, ja. hinauf. Da waren wir total oft in der Zehnermarie. Echt, Da wart ihr auch mal dort. Hat sie uns gehört? Ja gut, ich kann mir nicht alle merken, die da im Publikum sitzen. Ja, Ein Manko. wahrscheinlich ein wird es laut da gewesen sein. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Oder wir. Könnt ihr nicht ein bisschen leiser spielen, man kann sich gar nicht unterhalten. Das könnte schon gewesen sein. Ja? Nein, ich hoffe doch nicht. Ich hoffe Mach doch nicht. einmal eine Ja, ich Stimmungsmusik. mache Stimmung. Aber ich habe eine leere Batterie im Stimmgerät und das wirkt sich so aus, dass Ah, es da muss ich total da- ein dunkles Display ist jetzt sicher nichts. Da muss ich was aufklären, was nämlich Haché heißt. Wer weiß nicht, was ein Haché ist. Der Onkel Ramirez geht jetzt gleich Haché mit Brokkoli und Hörnchen wärmen für die Figur. Und Bike Passionista fragt Haché Fragezeichen. Agrests Faschiertes ist das. Mit ein bisschen Zwiebel und ein bisschen Gewürzen. So Haché-Fleckerl. Haché-Fleckerl, Haché-Hörnchen. Ja, gut. Agrests Faschiertes. Also quasi wie wenn man ein Sugo kocht, quasi so. Also Pasta Asciutta kocht. Ne? Nur nicht der Mann. Nur ohne, dass man die Paradeiser dazu gibt. Ne? Also, ja. So Dafür ungefähr. Majoran. So ungefähr. Dafür kein Majoran. Dafür Ja. kann Majoran hinein. Und nicht zu wenig, nämlich. Genau. Also das ist Haché. Ist das ein Wiener Wort? Haché weiß ich gar nicht, wo das herkommt eigentlich. Nein, Aber nein. das weiß der Michael Kara vielleicht. Aber mir hat das zum Beispiel Das nicht war gesagt, nicht bei mir in der Familie der haben wir gesagt, Koch Hörnchen und mit Faschierten oder sowas. Ich Wirklich? habe nie gesagt Haché. Ich habe immer Haché-Hörnchen auch gehabt. Ja. Wirklich, wahr? Wir haben immer Haché-Fleckerl gehabt. Eben bei der... Ja. Später haben wir dann immer gesagt, Wurfnudeln. Schaut da der Wolfsberg Man isst ja und das dann auch so, man kann ja nicht aufhören. Nein, das geht nicht. Das ist Der Wolfsberg und du ist schon beim Siersen, ein Zaunerstollen. Ja, das habe ich auch gern. In Zaunerstollen liebe ich heiß, obwohl in Zaun in Bad Ich hab Ischl, letztes was Jahr jetzt einen schon durch was da? Zaunerstollen gegessen. Der berühmte Zauner in Bad Ischl, also letztes Jahr waren wir dort wieder. Also für mich, das war eine Touristenschleider mit äußerst schlechter Qualität. Wirklich ganz schlecht. Aber dieser Zaunerstollen, den liebe ich. Big Sears? Ist das der mit den Fruchtstückeln drinnen? Nein, im Prinzip ist das ein Nougat-Creme mit ein bisschen so So, okay, na gut, dann... Knuspernüsschen drin und das ist im Prinzip kein Stollen, kein Teig, sondern das ist eigentlich eine Creme. Also eine sehr massive Geschichte. Also da kriegt man nur so ein dünnes Schnittel. Das reicht, Mehr aber, geht eh nicht. das reicht aber dann. Ja, das ist Aha. Na, das weiß ich jetzt gar nicht. Was siehst du, die Bike-Passionista, die Heidi, sagt verständlicherweise, dass sie das schon weiß mit Haché, aber es entzieht sich ihrem Verständnis, warum als Österreicher nicht faschiert dazu sagt. ein Faschiert ist das Grundprodukt. Und aus dem Faschierten wird dann das Haché nach dem Rezept. Ne? Ja, man sagt wirklich Haché oft, ja. Aber ein bisschen gebe ich der Heidi auch recht. Mir ist auch immer vorgekommen, bei uns ist wirklich nie gesagt worden. Bei uns war nie Haché. Das ist lustig, sogar in Deutschland sagt man, in Hessen zum Beispiel auch. Ja, sogar in Deutschland sagt man, ja sicher, In Hessen nämlich sagt man gleich Haché. eine Tomate. Was? Sogar in Deutschland sagt man Tomate. Da sagt man Haché. So Tomaten? Nein, zum Faschierten. Das Abroder. Hast du einen eigenen Garten? Nein, vom Bio-Hortus Teppisch Von wo? in Neudörfel. Das ist ein Bio-Gemüseverkauf. Die sind super. Kennst du das gar nicht? Ist das bei uns in der Nähe? In Neudörfel, bei Wiener Wo ist Neustadt. Dort. Und So das ist ein Bad, total super. Es ist ja blöd, wenn ich meinen SUV anwerfen muss, um nach Neudörfel zu fahren und beim Biobauern Paradeiser zu kaufen. Ja, aber wenn du es mir sagst, ich fahre nämlich und ich nehme für 8, 9 Leute was mit, damit zahlt sich nämlich dann mehr aus. Na, jetzt kommen wir ins Reden.
Jetzt kommen wir ins Reden. Ich nehme mit einem Paradeiser, dass die Leute sagen können, schau, der Klausi Ist was Gemüse. Gesundes. Wenn wir noch ein Butterbrot nehmen. Ja? Nein, ich brauche jetzt was anderes. Geht's? Gibst du? Ja, danke dir, danke. Ui. Ja, schau, der Gerald Spörk hat schon gleich die Wikipedia-Seiten aufgemacht, was Haché ist. Und? Aus Haché werden warme Gerichte aus gekochtem oder gebratenem Hackfleisch oder klein geschnittenem Fleisch oder Fisch in passender Sauce bezeichnet. Fisch? Okay. Ja, das ist Das aber. ist mir neu. Das habe ich noch nicht gehört. Ne? Ja, da bin ich auch ganz bei der Heide. Wir sagen faschiert und aus. Nee, du sagst ja, du sagst ja Sugar und nicht faschiert, ne? Ja, naja, wenn ich einen Sugar mache, Mach ja Haché. sonst sage ich Bolognese. Nicht etwa Bolognese, sondern Bolognese. Das ist ja. Ganz was anderes. Der Wolfsbeikontur bringt mich natürlich komplett wieder runter vom Öko-Zerstörer und sagt, dann nimmst du halt deine Honda. Das ist total diplomatisch von dir. Ja. Zum Biobauern fährt man mit Tesla. Super Idee. Mariandel spricht Französisch. Ja, na gut, Leute, wir müssen wieder mal spielen. Das sehe ich schon, weil ihr haut euch da in die Haché-Diskussion ordentlich rein. Aha, Hast du die das tun jetzt ja andere gestimmt? sagt. Was? Hast du jetzt schon gestimmt? Habe ich schon gestimmt. Ich habe schon Ja, gestimmt. schon, ja. Während ihr da geredet habt, also der Über Patrick irgendwas Haché Gescheites und so geredet geredet hat. Okay. Und die Tune sagt, der Kuchen mit kantierten Früchten ist der Panettone. Die Aus Italien. Panettone, ja. Was du das gemeint hast. Ist auch was, ich liebe das. Wirklich? Nein, das geht gar Panettone nicht. auch, ja. Nein, Nein, das mit diesen... ich mag mit das die- ohne die Früchte. Ohne Ja, kantierte Früchte das ist mit gut. diesen Fruchtstücken und... Das mag ich Nein, nicht. wah, Das mag ich auch nicht. Die das kann- ist wie wenn's beim Fleisch auf den Flachsen beißt. Das ist... Nein. Ja gut, ganz so schlimm würde ich es jetzt nicht sagen, aber ich verstehe. Wie ist es mit Rosinen? Im Kuchen? Rosinen, ja. Echt? Ja? Nein? Du wirst lachen, doch, Rosinen, Nein. ja. Und Sag ein nicht ja. ein Kaiserschmarrn ohne Rosinen geht Hör nicht. auf. Da Hör auf. müssen Rosinen rein, oder? Geh. Ja. Ja, danke. Aber Ich gehe aber noch zusammen, nimm die Butterdose und schlechte. Leider, Das ist ja Wahnsinn. bei mir daheim mache ich nicht mehr ohne. Weil die Elisabeth mag gar keine Ja, aber Rosinen. die Lise weiß ja, was gut ist. Das ist ja ein Wahnsinn. Aber ich kann es ja so das essen. ist Ja, eben. Nein, man Rosinen- kann ich es liebe ja Rosinen, nachher noch aber nicht drüber im Kuchen. streuen, das geht ja schon. Nicht im Kuchen. Ich mag es nicht im Kuchen. Aber besser ist, wenn das schon im Teig drinnen ist. sicher, Nein, mag ich Dann nicht. wäre es weicher noch, Ja. noch saftiger. Und Bitte. wir essen gerade und reden vom Essen. Also, Ja. das ist schön. Der Harry fragt schon, ob man das Haché rauchen kann. Ja. Ja. Wahrscheinlich Ja, auch. Ich Ja. weiß nicht. So, Patrick, spielen wir was. Was spielen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir zusammen probieren. Jetzt müssen wir Jetzt müssen wir zusammen. jetzt endlich was machen für die Puppi. Ja, was machen wir für die Dunja. Ja, aber der Wein ist schaus, gell? Und du sitzt auch schon am Trockenen, wie man da Ja, noch warte, einen Schlupferl. Ich erhebe mich. Ja, das ist noch ein Stück. Ich Geht schon, geht schon. Du, Ich erhebe mich ich, gut. ich bin Patrick auch noch an. Ja, gib's mal einen Tropfen. So, das auch was hat. Das bin ich ein Tropfen. Na, das ist überhaupt. Warte, ich nehme die Flasche gleich mit. Achso, du willst jetzt schon. Ich hole jetzt gleich eine, oder? Na, spülen wir zuerst. Ja. Willst du jetzt was? Dankeschön, das ist nicht. Also, Steht das da in dem Weg? Nein, das steht. Nein, steht das perfekt. Etikett sollte man So, ja ist sehen. ganz, ganz gell? schön. Ja, so ist Genau, wunderbar. 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 Weil das ist unser Winzer-Dauertester. Man muss schon Werbung muss schon sein. Ja, der Fritzl sagt, Vicky hat recht, deshalb mag ich auch keinen Christstollen. Ja, das habe ich auch gerne, einen Christstollen. Vor allem schon auf die vor allem überhaupt auf die Weihnachtszeit schon. Der Harry sagt, Rosinen, Fragezeichen, drum, schaut drum, ich will spät lesen. Richtig, das verstehe ich. Gut, das ist auch gut, ja. Ja. Naja, gut, das ist ja wahr. Der Frischkäse ist auch nicht. Ganz Ah, ein das normaler ist der Kauf, von- da muss ich gestehen. Nein, Das ist ein nein, normaler nein, Kauf, das ist nichts ich schau mal, Besonderes. von wo der her. Da hat es nichts Besonderes mitgenommen, nur einen normalen kaufen. Aber das Bündnerfleisch, wirklich. Da ist mir nämlich jetzt meine Quelle abhanden gekommen für den Frischkäse. Okay. Also, wo hat es einen gegeben, Wo hat's einen die Quelle? Da haben wir einen Milchviehbetrieb gehabt, die haben Frischkäse gemacht und sehr, sehr guten und die haben aber leider aufgehört. Und Auch da in der Gegend? ja, bei Weibnitz drüben, bei Wartmannstetten. Ah, dort drüben, ja. Ja. In Kirchen. Und den anderen Käse, den kriegen wir dort bei Olbersdorf. Frag mich jetzt nicht, was dort in der Nähe Grimmenstein. Also auch dort, okay. Genau. Ja. Und die macht aber nur so Frischkäsebällchen in Öl. Okay. Und die haben wir schon zusammen gegessen gehabt. Und du warst bei uns halt, Und wir Jetzt müssen, haben wir gedacht, und wir okay, müssen da hier müsst- darben, nicht? und wenn es einen Penny gegeben hätte, war es extra zum Penny gefahren. Wahrscheinlich, naja gut, das kommt. Ja, das kommt zurück. Das kommt zurück.
Meine Herrschaft. Die Susanne Faber fragt, wo seid ihr? Naja, bei mir in der Klause. In der Klause und trinken und essen und versuchen, keine XXL-Sendung draus zu machen. Es ist wahrscheinlich eine unnötige Frage, aber wollt ihr auch Wasser? Ja, bitte. Wirklich? Aber nur, also, Ja, für einen Film. heute schon also. Gott sei Dank, der Red hat, der Schneidwulz ist entsprechend versorgt. Schau ich wieder das da her. Wenn wir noch weiterreden, kann ich dazwischen ein bisschen annehmen. Das bist du nicht gewohnt, gell? Dankeschön. Ja, der Körper stößt oft an als Wasser, das merkst du, dass es schwitzt. Das mag ich nicht. Der Schneid hat uns da riesen passt, wunderbar. Ja, genau, Grundsatzdiskussion am Markus Priester nicht vollkommen richtig. Nein. Was spielt ihr jetzt? Was spielen wir jetzt, Patrick? Bist du gestimmt? Ja, machen wir das Vogel am Baum? Machen wir Jazz. Vogel am Baum. Wir machen Jazz. Für die Puppi. Ja, Wiener Jazz aus den 70er Jahren. Vogel am Baum. Soll ich die Geschichte wieder erzählen? Kennt eh schon jeder. Kennt schon jeder. Nein, Aber ich sag's kenn's dazu. nicht. Du kennst es nicht? Nein, Genau, ich kenn's nicht. Wir haben so ein schönes Kompliment gekriegt. Das Vogel am Baum ist von Karl Hodener, großartiger Wiener Liedkomponist und leider schon verstorben und war ein bisschen ein Mentor von uns. Und der hat ja den Jazz und Wiener Lied zusammengebracht. Und wir haben einmal irgendwo gespielt und der Hodener Karl ist im Publikum gesessen, ist her 20 Jahre herum. Habt ihr es gewusst? Das haben wir gewusst. Ja, Ihr der habt Hodener gewusst, sitzt dass er so. da ist. Genau, ja. Und wir sagen, Ja, passt, ja. wir spielen jetzt da auch ein Lied vom Hodener. Nicht? Ganz stolz, hat er gespielt. Nicht? Und die Leute applaudiert. Nicht? Und der Hodener, ja, relativ verhalten auch Applaus gegeben. Und dann also endet der Applaus, das Ganze wird ruhiger und der Hodener steht auf mit versteinerter Miene. Und alle schauen natürlich zum Hodener hin, also die meisten wussten ja, wer er ist. Und wir schauen zu ihm hin und das Herz in die Hosen gerutscht natürlich. Und was haben wir jetzt falsch gemacht? Und in diese Stille der Spannung sagt der Hodener Karl eine: Burschen, so schön habe ich es ja gar nicht geschrieben. Ja, und das war natürlich super. Das war irrsinnig gefreut. Das hat uns so unglaublich gefreut. Da waren wir junge Buben noch. Das ist Ja, wie heute. Jahrzehnte her. Wir heute nur jünger. Ja. Die Susanne Faber fragt mich, ist das deine Schwester? Nein, das ist der Patrick. Den musst du doch kennen. Ich bin nur gewachsen ein bisschen. Das ist die andere Perspektive, oder? Ja, was heißt Von Fuß und direkt. das war schon geschickt, ja, wie bei mir. Ja. Wie gesagt, ich habe seit der Corona-Zeit, also es ist 7 Kilo mehr. Es ist unglaublich. Ja, unglaublich. Nein, also das, ja. Der Polyradfahren gegangen, viel mehr. Einmal, oder? Ja, Motorradfahren. Bis jetzt warst du mir sehr sympathisch, aber es ist, Komm, also, du hast Nachbarn oder Nachbarinnen. ja, das ist der Menschenschlag da in der buckligen Welt. Was sollst du machen? Gut, geht schon. Hoppala. Läuft gleich gar, schau. Ich sitz auf der Wiesen, ein Großhalm im Meer, die Box hat zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir und Nosen herum, ein Fink frisst der Flieger und ich pfeife dran. An Arbeit denk ich nicht einmal mein Traum, ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Kommt der schönste Erdl am Wald weg daher, ja, das spring ich verfreit, was brauch ich schon mehr? 2 Eigeln schauen fest in den einen hinein, was sagten sie, möchte ich deinige sein, aber noch ein paar Bussel, sag ich geh schon heim, ich bin aber frei, wie ein Vogel am Baum. So Papageno, lass es zwitschern jetzt aber. Tages der Winter vor mir sagt, ja, sie du Gauner,
geh da zu mir, da mach ich noch einmal die Augen fest zu, sieh ich wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen im Grünen, da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Du bist ein Nachschlag, das ist so gut. Der Vogelhändler. Da war er. Jawohl, die Achteln fallen ein. Jawohl, Danke, die aber Achteln. Was Da hat hat er gefallen? wohl recht gehabt. Das schon, gell? Super. Was hat gefallen? Ja, voll lässig. Damals haben wir es noch nicht so gespielt, das ist 20 Jahre her, das ungefähr. Das Naja, ist- aber aber wir waren bemüht immer und das hat er durchaus gutiert bei uns. Also, war wirklich ein Mentor dann, also von uns, ja, absolut. Man hat viel gesagt und viel gelernt auch. Also, ja. Ja, nein, wirklich Kali nicht. war Aber die super. Malerei, gell? Und über Kunst, da haben wir so viele schöne Gespräche gehabt. Stundenlang. Ja, es war wirklich ganz gut. Zweimal war ich im Kunsthistorischen Museum mit ihm sogar. Wirklich. Die mit der Yvonne damals noch. Da Das war ist großartig. Also, das war war in erster Linie Maler eigentlich. Nein, war wirklich hervorragend. Ja, unser Knopfmagier, sagt der Landtalstromer. Danke dir. Pressluftknöpferl, Zwitscherrand ist das Statement. Wer ist das jetzt Ja, vom Harry. Harry. Marinus Herzl sagt, das KTM-Pickel gehört austauschen gegen ein Honda-Pickel. Achso, am Computer. Nein, aber da ist Honda. Da ist Honda. Da ist KTM. Ja, da. Da ist Husqvarna zum Beispiel, habe ich gar keine. Ein Motorsag. Ein Motorsag, weil von Husqvarna, die geht nicht. Da muss ich Wirklich? gestehen. Ja. Das ist ein Husqvarna, das ist der Stil. Hör auf, mit der hast du keine Werbung machen. Patrick, hol einen Wein. Ich Hol habe einen Wein, mach mal was bevor ich noch Gescheites. Werbung mache, obwohl ich gar nicht will. Darf ich mir Zigarette drin? Wie geht du darfst sagen nein? Also, Was? du Nein, kannst- bitte du kannst mach, bitte sagen, mach, aber- solange ich es nicht machen muss. Nein, Also nein, das nein, ist- ich ist könnte das- das schon selber Bitte gerne. zubereiten, aber so dazwischen, weil es leibend ist. Ein Genuss, sagt der Thomas Nickmann, taugt der Chef. Also er meint damit noch immer, ist Vogel am Baum. Er meint nicht Weltklasse, Landtalstromer. Vogel am Baum ist schon da, das ist Vogel nicht. Der Thomas Fabrer, hallo, wer ist die schöne Frau, weißt? Nicht, dass ihn interessiert, wo seid ihr da heute, Wo sind wir heute? es gibt Zeit, warum wir nicht Aber später vielen da. Dank. Außerdem hat der Thomas Fabrer geschrieben, er ist heute nicht dabei. Hast du heute geschrieben, irgendwo in einem Kommentar auf Facebook, hast du geschrieben, er ist nicht dabei. Und jetzt ist er doch da und das Erste, was er wer ist denn die schöne Frau? Seine Nachbarin Genau. Ja, vom Klaus. das ist eine von da. Und das ist auch nicht, wie man so sagen kennt, fast, also eine Fischbauerin. Ja, genau. Auf jeden Fall. Da ist übrigens das Fleisch auch her, was wir da essen. Nicht? Also, Ich für finde alle, die übrigens, es nicht mehr nicht also- wissen. Ich sag gern Viech und ich finde Viech ist nichts Negatives. Ja. Überhaupt Ein nicht. Viech ist was Nein, Liebes. Überhaupt nicht. Viech Aber hast ist du ganz, das- ganz lieb. Hast du das Gefühl, dass es mittlerweile negativ behaftet Es ist? wird bei ganz vielen wird das negativ gesehen. Wenn du sagst, das sind meine Viecheris. Das Okay. wird ganz negativ gesehen. Interessant. Obwohl ich finde, dass das ein wahnsinnig lieber, putziger Begriff ist eigentlich. Ja, also, Also- ja. Na gut, ja, ich kann mir es aber schon vorstellen, dass da. Jesus, ne? Ich habe die ganzen Kommentare übersehen. Familie Bristoni kann ein Schlückchen nehmen. Du kümmerst dich um die Der Heinrich Vater sagt, eine schöne Frau, genug zum Essen und der Patrick ist in Höchstform. Ja, spielt aber sonst auch keinen Schatz zusammen. Da muss ich ein bisschen in das Einzige, was ich ein bisschen hinten nach mit dem Wein aufmachen und diese Sachen. Das ist abgelenkt von den wesentlichen Dingen. Aber spielen tut er eh. Ah, Roman glaube, er Buch, steht da auch meinten nicht wir gut, was oder? anderes, sehe ich gerade. Der Gast könnte ihren beruflichen Alltag als Rinderbauer schildern. Ich glaube, da wären wir mit der Sendung nicht ganz fertig, aber vielleicht so ein kurzer Abriss oder so. In Zukunft wird es jetzt immer heißen, unser heutiger Stargast. Da müsst ihr euch halt welche suchen. Naja, nein, wir fangen klar an. Also, mit seinem Bruder noch mal angefangen. Jetzt haben wir schon den zweiten. Wird vom Marvi Hof auch zugestellt? Das ist zum Beispiel jetzt eine wichtige Frage. Genau.
Ja, prinzipiell ja. Eben, wir sind ein Biobetrieb und uns war es total wichtig, dass wir. Ich bin ursprünglich aus Wien, das heißt, wir haben auch ganz. Ich rede jetzt schon extra total laut, oder war das wegen dem Wein? Ja. Entschuldigung, ja, ich habe wegen zwei dem Wein. weggestellt. Ich wollte dich nicht, Wir- darum wir habe ich wollten extra dir mal so nicht gesagt, red weiter. Jetzt kannst du weitersprechen. Ich trage dir lauter. Ich bin ja ursprünglich aus Wien, das heißt, wir haben eigentlich auch mit der Direktvermarktung angefangen, weil wir eben vom Anfang bis zum Ende wirklich dabei sein wollten bei unseren Tieren. Und wir haben die meisten Kunden in Wien und dann war für uns so ein bisschen die Überlegung, was machen wir? Und wir waren immer da herunten in der buckligen Welt und deswegen haben wir gesagt, das ist ja total irrsinnig, wir sind ein Biobetrieb und dann sollen alle Leute zu uns fahren und das Fleisch holen und da sitzt jeweils eine Person im Auto, fährt vielleicht mit einem SUV und das geht einfach nicht. Und deswegen machen wir es eigentlich so, dass wir rein auf Vorbestellungsbasis arbeiten. Das heißt, wir geben einen Termin bekannt und die Leute können vorbestellen. Und wir fahren dann nach Wien und jetzt machen wir es so, dass wir gewisse Stationen haben, wo wir den Leuten sagen, wir stehen von 1 bis um 2 beim Bahnhof Benzing. Wer dorthin kommt, passt. Danach sind wir dort und dort oder dort und dort und geben einfach gewisse Stationen an und die Leute können hinkommen und sich das Ganze abholen. Und wir haben so, Können wir nicht eine Station zum Beispiel in Gürtelpool machen? Das war irgendwie lustig, weil da könnte man, wenn wir schon dort sind, könnte man gleich ein bisschen umfallen. wir haben die Stationen noch nicht festgelegt fürs nächste Mal. Also da muss man dazu sagen, wir sind jetzt fürs nächste Mal ausverkauft. Also Okay. So kalt mit Bestellungen. Nein, aber es ist so leibend. Deswegen haben wir gesagt, bitte, was ist, komm um. Nicht? Und wir haben gesagt, zu den anderen, zu den Portionären, sage ich nochmal, komm auf. na klar. Und zu dir habe ich gesagt, komm um. Weil das nicht Er sagt bei uns auch, komm auf, oder? ja, eigentlich schon. er ist ein Weihviertler, für ihn ist alles irgendwie... Ich bin aber dort im Weihviertel daheim, wo das Weihviertel schon wieder ein bisschen... Nein, das ist eine Höhenangst kriege ich dort. Das ist Wahnsinn, oder? Du musst mit dem Fahrrad mitfahren. Das muss man da machen. Erstens geht immer der Wind Da geht mehr. und es geht ganz immer so... Ja. Am denkst du, es geht bergab, geht schon wieder bergauf. Also auf der Donauinsel ist es bequemer zum Fahren. Da geht Das nur wird der sein. Wind. Genau. Ist klar, ja. Nein, mit einem E-Bike. Oder du fährst einfach mit einem Motorrad, wie es die gescheiten Leute machen, dann ist es scheißegal. Und immer gemütlich, oder? Immer gemütlich, solange keine Grünen in der Nähe sind, die irgendwas regulieren wollen. Aber Sinnlos, das nämlich. ist Aber eine andere Geschichte. Wollen wir heute nicht von diesen Dingen sprechen? Reden wir von den schönen Dingen. Reden wir von den Viechern. Die KTM-Fahrer sagen auch zur gibt nichts 1290er Viech und das nicht negativ. Na eben. Ja, stimmt. Ja? eben. Das gibt's auch, Eben, ja. Das ist ein Viech. Der Gast könnte ihren beruflichen Alltag... Achso, das haben wir schon gehabt. Du, der Lukas Bonomeo könnte bitte den Happy grüßen lassen. Happy? Hast du Happy? Nicht Der Happy? Wer ist der Happy? Der ist seit dem Frühschoppen im Juni beim Lendner-Karl ein großer Fan von euch und schaut gerade zu. Also wenn es gerade zuschaut, ist das kein Schreibfehler, Happy. Nicht, dass man vom Happy redet und in Wahrheit Pepe, meint er im Pepe oder... Ja, So wie, also, so, Er wird so schon wie der, wissen, dass er gemeint ist. so wie der Herbert Happy Bricko. genau. Jawohl. Schau, meine Eltern sind auch dabei. Jawohl, Roman Steurer, meine Eltern sind dabei. Grüß euch gut. Schön, dass ihr dabei seid. Das benehmen wir uns heute dafür, nicht? Das ist so die Gerda da ist und der Roman. Der Fritzl sagt auch, Viecher ist... Ich Ich kenne die Mama Gerda auch sitzt schon da so gleich viel lange. aufrechter. Das kennen sie auch die Eltern untereinander von uns beide schon. Nicht? Nachdem wir 26 Jahre zusammenspielen. Und ja, ihr habt was mitgemacht, gell, mit uns. 26 Jahre spielt sie schon zusammen. Ja. Ja. Also im 26. Darf ich dir was einschenken? Ja, vom Warte, anderen? ich muss noch Ja, was tun. ja, trink aus einmal. Der Punch wird nicht. Bierbrauer statt Biobauer. Viecher wird auch bei uns gesagt, der Fritzl. Der Staatler sagt, ja, der Franz eben sagt, Viech wird auch noch auf den Index kommen. Hör mal auf. Und der Reit Hartrebel Schendl, ja, das wird nur von Leuten negativ Die gesehen, Brille ein bisschen runter. die selber keine Jetzt sind sie Viecher schon haben. lange Die nichts mehr. Die Bristolniks müssen schon wieder angesoffen sein, glaube ich. Wenn die wirklich das Trinkspiel weitergemacht haben mit dem Also, Trinken an der damit- Party. Sind sie noch dabei? Normalerweise ist ja das so, ich meine, wie die Leute das kennen, ist, wenn man irgendwann dann weitsichtig wird, dann wird das vom Auto so. Bei mir ist das ein bisschen anders, aber die Makuladegeneration lässt grüßen, aber was soll ich machen? Was ist das jetzt? Das ist jetzt ein Wiener gemischter Satz. Wieder von unserem Dauertester Weingut Höfler.
lese ich einmal vor, was draufsteht. Das ist gut, aber. Es ist nämlich was dabei, was man beim Wiener gemischten Satz, also in einer größeren Menge, was normal nicht so ganz üblich ist. Die einzigartige Komposition aus grüner Veltliner, Neuburger und gelber Muscatella verleihen diesem Wiener gemischten Satz DRC einen einzigartigen Charakter. Die blumigen Extrakte umspielen im Andrang den Gaumen und entfalten ihr mildes Aroma spielerisch im Abgang. Ideal mit Fisch, Fleisch und Käse. Es passt optimal, oder wie das heißt? Auf allem, es ist ein DRC, also ein gemischter Satz aus grüner Veltliner, Neuburger und gelben Muscatella. Und das das ist nicht wirklich ganz so aus. üblich. Und den gelben Muscatella schmeckt man aus. Schmeckt man wirklich Schmeckt aus. man aus? Ja, der typische gelbe Schaut, da Muscatella. steht es, glaube ich, besser, oder? Muscatella. Ja, Das wunderbar. ist ja wunderbar, danke. Bringst es genau ins Bild. Ja. Genau ins Bild. Dafür bin ich eigentlich da, oder? Ausgezeichnet. Nur dafür. Unser Nur Wettbewerb- dafür, ja. Das ist- Mit der Gelegenheit bring gleich vielleicht einmal da zum Andenken für die Herrschaften, dass es ja auch die Möglichkeit oder die Notwendigkeit gibt, So anstoßen. uns für auch finanzielle Mittel zukommen zu lassen, statt dass wir mit dem Hut gehen können. Und Schwierig für momentan. uns, es geht gar nicht. Und es geht gar nicht in dieser Konstellation. Gibt es natürlich die Möglichkeit, virtuell uns einen Beitrag zukommen zu lassen. Das haben wir jetzt da eingeblendet per IBAN und BIC und wie das alles heißt, also sprich eine Überweisung oder über PayPal. Und findet natürlich auch in der Beschreibung im Video, genauso wie natürlich die Daten, zumindest die Homepage habe ich eingeschrieben in die Beschreibung vom Navihof, wo man eben dann sich auch melden kann und bestellen kann, wenn es wieder was gibt und so weiter und so fort. Und Oder eine E-Mail hinschreiben kann, fragen kann, wann seid ihr in Wien Richtig. oder wann seid ihr wo und wie schaut das aus. Und wir Oder- freuen uns über Besucher. ja, Also Das- über jeden, der gerne mal den Hof sehen möchte. Wir freuen uns total, wenn der vorbeikommt und einfach mal... ich komme Sehen gerne mal möchte, wie der um. Hof Aber ist. du hast dann gesagt, ja, Gummistiefel stehen bereit und Ja, ein Ding genau. habe ich auch. Aber Und Ja, auf der hat schon einmal geübt, der wollte hat er schon nicht geübt. mehr kommen. Ich habe ihm Also, gesagt, da wir geh ich haben nicht hin. Gummistiefeln in allen Größen und Mistgabeln, ist immer was zu tun. Auf einmal war das Interesse nicht mehr ganz so da. Wobei ich gesehen habe, dass du heute bitte schön mit der Motorsense Hör mal unterwegs auf, warst. hör mal auf, Ja. das war Arbeit. Das war Ja. Schoch. Das war Schoch. Und wir haben schon überlegt, ob wir einen Balkenmeer einpacken und dann haben wir dich gesehen und gesagt, na, Ja. sicher nicht. Balkenmeier war gescheiter gewesen, vor allem das Personal für den Balkenmeier. Mit Balkenmeter hat dreimal so lang gebraucht, wahrscheinlich, weil da ist so viel dazwischen, was man stehen lassen soll. Nämlich das gelbe Sonnenhut habe ich da gesehen, dazwischen, was da stehen geblieben ist. Ja, Ein Lavendel ist Bewusst stehen Ich habe geblieben oder sogar, was? nein, ich habe sogar einen Kirschlaubeer umgemacht. Irrtümlich, weil es Unkraut Hecher war rundum. Ja, das Oder sieht ja Unkraut keiner. ist schlecht. Unkraut ist ja auch so Ja. ein Ding eigentlich. Naja. Schau, der Rützi liebt gelb Muscatella und das ist ganz klar. Kostet Der Dame letztendlich schmeckt scheinbar der Wein, Ich der weiß nicht, Dauertestlieferant das könnte muss man wegen anderen Rindfleisch schon, etwas oder? eintauschen. Er Ja, das ist hat der mich Roman einfach Buch, der schon, Gute. deswegen hat er Ich jetzt hab schon so viel getrunken. Zum Wohle. Ich hab schon Zum getrunken, Wohle. ja, ich hab schon getrunken. Prost, Prost. Zum Ich Wohle. habe gedacht, du hast mir eingeschenkt und ich hab getrunken. Und dabei hast du noch gelesen und geredet und alles. Sehr zum Wohl, meine Herrschaften. Und ob man den gelben Muscatella ausschmeckt, ja. Den schmeckt man wirklich aus. Den schmeckt man wirklich. Das Kmellerpotpourri, meint der Marinos Herzl. Ja, schauen wir es zusammenbringen, ja. Ja. Verlasst Der Markus Bristoli sagt, wir sind noch dabei, aber es wird inzwischen echt hart. Und jetzt schon wieder. Kennt ihr mal nicht? Ich gebe euch meine Makuladegeneration und alles ist leibend, ja? Es ist, Herrlich. Ja, aber der Roman Buch, der meint eben, der schmeckt der Dame. Schau, bei uns reden sie immer von den zwei Deppern oder sowas, aber bei dir, der Dame schmeckt scheinbar der Wein. Der Ja. Dauertester-Lieferant könnte gegen Rindfleisch etwas eintauschen. Der ist wirklich gut. Ich kenne mich, wie gesagt, bei Wein überhaupt nicht aus, aber der ist wirklich gut. Der ist wirklich, ja? Der ist also, wirklich stimmt, also der definitiv. Michi Höfler hat für solche Dinge was über auch. Also, Ja. überhaupt auch. Ja. Wie seid ihr überhaupt auf den gekommen? Oder wie ist diese, Du, wie ist das? Du hast eigentlich die Frau von Michael kennengelernt vor Ja. ein paar Jahren bei einem Seminar bei einem Seminar. habe ich eine Frau kennengelernt. Und dann gibt Und ich war halt freundlich, nicht, wie ich jetzt zu Damen so bin, und hat gesagt, ihr Mann ist ein Weinbauer, darauf habe ich auf Zeiten schon und gesagt, Was geht noch schauen viel wir hin. freundlicher, gell? Da schauen wir hin. Und dann habe ich erfahren, dass er eigentlich auch so ein Quereinsteiger ist, die Familie eigentlich. Also mit Weinbau vorher nichts zu tun gehabt haben, sondern der Michael in verschiedene große Konzerne immer unterwegs ist und als Unternehmensberater, Wirtschaftsberater oder wie man sagt, als Coach unterwegs ist und dann irgendwann gesagt hat, das ist eigentlich zu viel und das ist nicht alles im Leben nur. Macht er eh nach wie vor. Ja. Und hat aber nebenbei noch gemacht, die Weinbauschule, der war in Krems, glaube ich, war der mich. Ja, aber ich glaube es dann einfach. Oder Klosterneuburg, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube in Klosterneuburg, ja. Hat das alles nachgemacht und hat das alles gemacht, wirklich.
und hat seit ein paar Jahren jetzt in der Zwischenzeit einen Weinbaubetrieb aufgemacht und einen heurigen Super. in Stammersdorf. Also in das ist Strebersdorf eigentlich. Der Köller ist in Vorsichtig. Stammersdorf, das andere ist Strebersdorf, ja. Der Weingarten ist oben der eine, wo ausgeschenkt wird, ist in Strebersdorf schon und der Keller ist in der Stammersdorfer Kellergasse. Ja. Und ich finde das einfach großartig. Ich finde das generell spitze, dass total viele Leute da jetzt einsteigen eigentlich auch in dem Bereich. Also Ja. Aber schau, das ist das- doch eigentlich und deswegen hat mir das gefallen, deswegen haben wir ja gesagt, das komm machen wir was, weil es ist ja im Prinzip jetzt bei uns auch so, ich würde es gut, okay, ja, wir machen das jetzt 25 Jahre, aber, und wir sind nicht mehr ganz die Jungen, aber ich zähle mich trotzdem jetzt einmal zu den Jüngeren. Absolut. Genau der gleiche Grund, warum wir Wiener Lieder machen. Ja, du bist auch noch. Aber es ist der gleiche Wenn man schon Grund. 70 Jahre Warum? ist. Bei dir denke ich mir oft schon, das habe ich die Ehre, nicht? Wenn er aufgerät, irgendwo, aber da, alles ist so wurscht. Nein, aber ich denke mir wirklich, wenn man das Wienerlied, so wie wir da rangehen, das ist genau eine ähnliche Leidenschaft, die wir gehabt haben und einen ähnlichen Zugang zu dieser Tradition, zu diesem althergebrachten, zu dem alten Handwerk, wenn man so will, wie eben immer mehr junge Leute dann zu Wein, zum Weinbau, zur Landwirtschaft, so wie es jetzt bei dir ist, zu alten Aber auch Handwerk, eben auch Schmied zum oder solche Handwerk oder so, Sachen. ja. Ja. Also das taugt und ich glaube, das ist eine eigene Gattung Mensch, ja, die einfach wieder sagen, wir wollen das wieder spüren, was wir da machen. Das soll nicht ein 9-to-5-Job sein, wo ich sage, ich freue mich auch aufs Wochenende, dann freue ich mich auf den Urlaub und dann freue ich mich auf die Pension, sondern wo ich mir Und denke, der Rest des Lebens ist eigentlich ja, Werden wir schon schlecht irgendwie und schaffen. grauslich und nicht Ja. so. ja. Und deswegen stehe ich da auf diese Dinge und das ist eben so wie mit dem Weinbau. Ja, wie gesagt, einen Schmied kennengelernt letztens. Eine traumhafte Geschichte. Ne? Die Gitarren, die Kontragitarre von Klaus zum Beispiel. Instrumentenbauer. Der Ja. Robert Neumüller, der ist ein Jahr jünger als ich, glaube 2 Jahre jünger als. Also, Ja, der ist ein bisschen mehr jünger. nein, so viel auch nicht. Ich Ja. glaube, 80er Jahre wie mein Bruder, ja. Der Hubert, ja. Ein 40er oder Du auch schon. zweifelst ein Ah, bisschen, schon, gell? schon 40, Ich gell? glaube schon, Echt? ja. Naja, wenn Ja. man 80er-Jahrgang ist. In 40er hat er schon, glaube ich. auch. Ja. Der Hubert, ja. Nicht rechnen wir jetzt Vorfrage gescheit. Entschuldigung. Ja. Das ist ja ein Wahnsinn. Ja, aber auf das ist einfach auf das fahre ich an. Auf diese Dinge fahre ich an, das ist wirklich, das stimmt. Und da hat man irgendwie was Gemeinsames. Da ist man so, das klingt so wirklich deppert, ich gebe es zu, aber das hat sowas mit Brüder im Geiste. Oder Geschwister, Entschuldigung, man muss es ja gendern. Danke. Geschwister im Geiste. Wenn du den wirklich hast, so Leute mit alten Handwerk, Instrumentenbau, Holz, weißt du, mit. Habe ich erzählt, dass ich Goldschmieding gelernt habe? Was ist Goldschmiedin? Hast du erzählt? Ja. Das hast du nicht Das gut, war dass im- im 14. ist, glaube ich, nicht, was wir sonst lernen. Ne? Nein, Aber ist das ja war, wurscht. das war eben auch sowas, weil man gedacht hat, wenn ich es Super. da nicht mache, ja, wann mache ich es denn dann, weißt Warte, pass auf, Das ich ist- bring was Ich war in der zusammen. Rosenstadtgasse in der Chemie HTL und bin nachher Pfeifenmacher geworden. Echt? Tabakspfeifenmacher. Pfeifenmacher? Ja. Ja. Wie kommt man denn auf Pfeifenmacher? Ich habe Pfeifen geraucht, ich habe die Liebe entdeckt, relativ jung schon eigentlich. Und irgendwann wollte ich eine selber machen und bin zu meinen Ist gar nicht so Praktikanten leicht, gegangen. oder? Oh ja, naja, leicht, das ist wie alles. Das ist ein Handwerk. Ja, Wo lernt man den Pfeifenmacher? das kannst du nur selber beibringen. Okay. Den Lehrberuf gibt es schon lange nicht mehr. Schon Das lange ist schon heißt, lang, das ist seit 60 Jahren glaube ich nicht mehr. das ist wirklich lang, ja. Ich habe aber durch einen Trafikanten, wo ich die Pfeifen gekauft habe als Junger, so mit 18, 19 Jahren, etliche Pfeifenmacher europäische Größen kennenlernen dürfen. Und die haben mir ein bisschen was gezeigt. Okay. Das musst du so machen, auf das musst du achten und auf das musst du machen. Dann habe ich mit Großhändlern zusammengebracht, die Alten auch gelernt haben, die haben dann Maschinen besorgt und gesagt, okay, so muss das gehen und so. Und Du musst lauter reden, Vater. Material, also darf ich wieder, ich glaube, das ist jetzt laut aufgedreht vorher. Und Material besorgt und Mundstückrohlinge und so weiter. Na, ich halte mich extra zurück jetzt ein bisschen. Ich kann es Was jetzt ist nicht, lieb? weil normalerweise immer. Das ist meine Pipsi-Stimme, gell? Das ist furchtbar. Und der quasi, ich denke mir erst, jetzt sag ich einmal, wird immer leiser. Ja, so ist das halt entstanden. So. Und Machen hast wir du auch schon mal lange als, nichts mehr. als Pfeifenbauer gearbeitet? Ja, ich habe davon gelebt. Also, ja, Davon kann man leben? da kann, das ist Na, immer aber die- wirklich, das die ist ja, Frage. das ist ja Ja, immer die du, der Frage, Markt oder? ist- Aber Der was Markt ist das ist für so- ein Leben? Was ist das für Ah, Leben? Wenn du nebenbei nur Musik auch machen tust, und irgendwann habe ich mich entscheiden müssen einfach. Weil beides geht nicht. Das ist viel einfach, Das oder? Ich habe repariert auf den ganzen Fachhandel.
welche Mundstücke gemacht, die Pfeifen aufgearbeitet, wieder restauriert und so weiter. Weil ich finde, man man sieht beides. sehr wenige Pfeifenraucher. In der Öffentlichkeit. Ja. Es gibt aber in den Foren, man glaubt nicht, wie viele junge Leute jetzt sind, die jetzt so um die 20 sind, die wieder mit Pfeifenrauchen anfangen. Wir haben sogar den einen oder anderen, der, weiß ich, Der Marinus Herzl ist da Ja, genau, zum Beispiel. Ja, genau. Wenn wir ein paar, die da zuschauen. Und die Pfeifen-Community auf Facebook, auf YouTube, auf Instagram, die ist unglaublich. Junge Pfeifenmacher, gerade in Deutschland gibt es so viele Wirklich? Junge jetzt Super. wieder. Die machen das alle jetzt nur nebenbei dabei. Ja. Ein paar haben schon, der Henrik Kroll zum Beispiel ist eingestiegen voll. Vor einem Jahr, 1,5 Jahren, der macht es nur mehr hauptberuflich, was anderes nicht mehr gegangen ist. Großartig. Ich muss jetzt einmal eine Schelte Machen wir austeilen. was anderes. Ja. Ich muss eine Schelte austeilen. Weil der Harry Schneider von hat gemeint, die beiden werden sie beim Heiligen so aufgeführt haben, dass sie den Wein geschenkt bekommen haben, wenn sie zu Hause bleiben. Oh, Und jetzt stelle ich mir ganz ehrlich die Frage. Ganz ehrlich. Woher weiß der das? Ja. Warst Und du das- dabei, oder was? Und die Daniela Schlögl ist ja unsere Kräuterhexe in der Gruppe. Ja. Und das sagt man nicht richtig. Ja? Gegen fast alles ist ein Kraut gewachsen. Und die ist ja da, genau, ja, die ist da ganz stark in dieser Ebene daheim und sehr bewandert. Die Daniela, ja. Die hat uns einen herrlichen, gemacht einen Nussschnaps. Dann haben wir einen Schwedenbitter nach Maria Treben von ihr bekommen. Also die macht das ganz großartig. dann frag sie bitte, gehört in einen Nussschnaps Ingwer hinein? Daniela, eine Frage an Wie dich. man macht. Daniela Schlögl. Kehrt Ja, aber ich Ingwer rein, ja oder nein? Wird das was mit einem Ingwer drinnen? Ich probiere gerade meinen ersten Nussschnaps und da ist ein Ingwer mit drinnen. Und ich bin jetzt nicht so der Ich habe nie eine da. Okay. Ich bin gespannt, was die Daniela sagt. Ja, ich habe es jetzt probiert, aber Der Rützi sagt auf jeden Fall, die Frau ist ein Universaltalent. Jetzt weiß ich nicht, meinst du Daniela Schlögl oder was ist der die meint Vicky? sicher die Daniela Schlögl. Ja, Mit Sicherheit. ich weiß nicht. Doch, doch. Die muss man jetzt einmal eine anrauchen. Na, recht hast. Ich bin Pfeiferraucher, sagt auch der Gerald Spörk. Ja, Richtig. Ich hab die Pfeifen noch hinten drin liegen. Ich bin da oft wirklich. ich rauche jetzt nur immer aus dem... Soll ich eine rauchen jetzt beim Essen? Das wollte ich gerade sagen. Das, Dann packt er die Zigarette aus. das ist ja das Nicht einmal Witzige. eine selbstgedrehte. Ja. Und dann noch mit einem. Dann mit einem Menthol. Nicht? Das ist ja noch viel schlimmer. Gell? Aber das Lustige ist, die meisten Pfeifenmacher, die ich kennengelernt habe in meiner jungen Zeit noch, die haben fast alle Zigaretten auch geraucht. Ja, das stimmt aber. Der Rainer Barbie, die ganzen großen alle. Das war alle. Das stimmt. Ich habe eine Pfeifen Podcast. auch natürlich, oder? Aber Zigaretten auch. Ja. Aber meistens so Sachen wie so Rothände, der Rainer Barbie, solche Sachen. So, wie ich sag. Und viele haben sie Pfeifen angeraucht und haben die dann weggelegt und haben sie Zigaretten angeraucht, haben sie Zigaretten ausgedämpft und haben sie die Pfeifen genommen. Ja. Lustig auf so Pfeifenmessen und so immer, ja. Und die Pfeifenraucher mit der Zigaretten sitzen. Ja, der Rützi sagt, ich bin überzeugter Nichtraucher, aber wenn, würde ich Pfeife rauchen. Hat Stil und die Dinge sind manchmal echte Kunststücke. Das Ja, stimmt. absolut, ja. Der Es- Rudi es Korpel schaut hat eh einfach- schon geschrieben. Patricks Pfeifen sind super. Da hab ich- Nein, es schaut Danke, einfach, Rudi. es schaut einfach cool aus, so Pfeife rauchen, oder? Ja und nein. Es Ich meine, schmeckt Ich meine, auch. es Es schmeckt auch gut gut. davon. Es muss auch nicht gefallen. Auch. Ich meine, es ist halt natürlich, Nein, aber ich meine jetzt rein von dem, Ja. wie es wirkt. ja, Hat wenn das- es zu demjenigen passt, glaube ich. Ich sage einmal so, die Pfeife muss zu demjenigen Ja, passen. aber ich muss sagen, ich habe noch nie wen gesehen, der wo es noch nicht dazu passt. Ja, Ich habe auch noch keinen gesehen. Nein, das stimmt. Aber wenn ein Schauspieler eine Pfeifen im Mund nimmt, um einen zu spielen, der Merkst Pfeife das? raucht, Merkst das? das ist furchtbar. Außer er selber Pfeifenraucher, dann... Ja, das hast merkst du. du. das würde bei mir den jetzt, Jungen muss ich nimmer sagen, mehr. also da würde mir jetzt überhaupt niemand einfallen. Beim Kuhlenkampf hast du das gemerkt, also wenn im Film raucht er da, Wolf Albach redet ja so Sachen mit dem Film, wenn er raucht, der Pfeifenraucher, okay, das siehst du einfach. Basil Rathbone aus der Sherlock Holmes Serie auch, der war Pfeifenraucher, so hast du da gesehen, ja. Der tut sich nicht schwer, damit, wenn er mit der Calabash sitzt und denkt, das ist trotzdem ein Genuss, selbst wenn er spielt, vor der Kamera. Hier sagt der Marius Herzl, sagt, jetzt spielt sie endlich wieder mal was. Meine Tanten wollen wieder Schrammelmusik hören. Jesus, ja, vor lauter Reden haben wir das Für Spiel lauter vergessen. Reden heute, ja. Das ist mein Fehler, Entschuldigung. Na, überhaupt nicht. Drum bist du ja da. Aber siehst du, die Brigitta Scheuer sagt zum Beispiel, viele hören von diesen Handwerksgeschichten, ne? Viele hören aber gerne wieder auf, wenn es die Arbeit, die im Endeffekt gar nicht bezahlbar ist, sonst wird niemand den Wein kaufen. Durch Wetterkapriolen kann aber die Ernte und so weiter. Ja, also bei den Weinbauern, ja, das stimmt. Ja.
Wenn du Das- ganz neu ja. anfängst, ist es natürlich schwierig. Wenn du da 2 Jahre hintereinander ein Pech hast und du hast dann Haare oder irgendwas anderes, Ich würde Tut's dir das hart. gar nicht auf den Weinbau beziehen, sondern es ist Überall. einfach Allgemein, generell ja. total schwierig. Und vor allem ist es, glaube ich, es gibt manche, die haben das mit Marketing einfach drauf. Die können das einfach. Und es gibt ganz viele andere, die haben ein super Produkt, wurscht in welcher Schiene das drinnen ist. Ob das jetzt eine Pfeife ist oder irgendein ein Produkt aus der Landwirtschaft, die das Marketing nicht so drauf haben, und da zähle ich jetzt uns ganz ehrlich auch dazu, wenn du das nicht so gut kannst, ist es echt schwer. Es ist um und auf. Ja, Also ich glaube auch, es ist leider wirklich das Um und Auf. Ja. Weil einfach nur ein wirklich gutes Produkt zu haben, das reicht nicht. Das Sondern stimmt. du brauchst da Glück und du brauchst da echt ein gutes Marketing. Und da ist aber total schade, weil gerade im Marketingbereich halt echt meiner Meinung nach ganz viel schief rennt. Absolut. Also bei Also den das meisten. ist, ja, und das ist unglaublich frustrierend. Ja, das stimmt. Auch Da- wieder wurscht in welchem Bereich. Darf ich dir ein kleines Beispiel geben, wie die Corona-Geschichte gekommen ist? Jetzt Selbstlob. Ja? Das ist jetzt wieder etwas, wo ich sage, aber das mache ich bewusst, weil das ist eine der wenigen Dinge, wo ich mir wirklich denke, entweder sind wir so gut oder die anderen so dumm. Wie diese Corona-Geschichte hochgekommen ist, keine Konzerte mehr, also wo alles Rotrad worden ist. Und das Erste, was der Pater und ich gesagt haben, wir machen ein Online-Konzert. Das Erste. Wir haben das noch gemacht und wir haben das schon ausgeschrieben gehabt, da war das noch nicht einmal ein Thema. Und dann haben wir halt so die Bagatschen weitergemacht und das Ganze. Und wir sind wirklich, und da nennen wir jetzt keine Namen, wir sind wirklich von durchaus auch namhafteren Künstlern, auch aus Deutschland, angerufen worden. Erst, wie magst du das? Also die Ja. Deutschen haben das nicht so gesagt, die Deutschen haben das anders gesagt. Sag mal, wie war das? Aber Das denke ich grundsätzlich mir, ja. war, erst, wie macht sie das mit dem Skype und dem Ganzen? Und denen habe ich das erklärt, was ich mache. Und ich habe mir gedacht, was macht sie die ganze Zeit? Ihr habt ja Zeit genug. Ich meine, wirklich, es ist gar nicht schwer, Google, ja? Wie mache ich mich bekannt oder wie mache ich einen Livestream? Was so diese Dinge. Ja, aber das ist trotzdem, es ist was ganz was anderes. Du bist einer, der sehr, Ja. bei dir weiß ich es nicht so genau, aber bei dir denke ich mir halt. Ja, aber er hat mich. Ja, nein, aber du bist halt einer, der total leicht so nach außen geht, weißt du? Ja, Das ist nicht für jeden so leicht. Das stimmt. das stimmt. Aber Also da das ist aber schon, man muss einen Weg finden. ja, Aber es muss ein klar sein, oder du dass brauchst einen zweiten. Und den Partner haben, ne? Ja. Weil zum Beispiel eigentlich mache ich das direkte Geschäft mit Kunden und das und weiter und Booking und so weiter. Das mache alles ich. das macht Okay, Geschäft ausmachen. Das macht das machst du. Ich dachte, der Klaus muss Nein, kann ich nicht. Wirklich? das mache alles ich. Was mir anruft, spielen wir Ich freue mich schon, wenn wir 20 eine Euro, Anfrage die wir zahlen. Ja. Oder E-Mail-Anfragen kommen und so weiter. Und das mache alles alles ich. Das ist ja witzig. Das hätte Das ich jetzt macht nämlich alles nicht gedacht. Mache alles ich. Ja. Das stimmt. Nein, also wirklich, tatsächlich. Ja. Das- Ich bin nicht Geschäftsmann, ich bin nicht das Management, das nicht. Ich bin der Schmähvierer, aber ich will mit alle gut sein. Ich will niemandem sagen müssen, was mir kosten. Aber es ist schwer. Sehr schwer. Na, gar Es nicht. es ist unglaublich schwer. Ja. Das ist ein Grund, warum mein Lebensgefährte heute nicht da ist. Also er hat Arbeit, aber Ja. Aber den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Schaut er zu, glaubst du? Nein, weil er schaut nach vielleicht. Er wird es nachher er wird anschauen. sich sicher nachher anschauen, er wird jetzt noch nichts aussagen. Manfred, Alter, beim nächsten Mal bist du dabei. Punkt. Ja. Ich meine, da verteilt man drüber, oder? Ja. Da verteilt man drüber. Beim nächsten Mal ist er dabei. Da traut er sich. Ich glaube schon. Aber das ist zum Beispiel was, wir sind da beide nicht so die sich leicht tun. Und eben auch gerade, wenn es um so was Geschäftliches geht, das ist wahnsinnig schwierig. Das ist unheimlich schwierig. Da ist immer dann dieser Zweifel dabei. Ich bin halt so ich rede halt einfach so vor mich hin. Das hat gut überhaupt keine aufgefallen. Substanz. Ich plaudere halt einfach die ganze Zeit irgendwas vor mich hin. Das ist halt dann nicht so seine Sache, sonst wären wir ja auch nicht beisammen. Ich meine, wenn der die ganze Zeit redet, das halte ich ja nicht aus. Ja. Muss ja Ja, ich. einer muss zuhören. Oder einer. Genau. Einer muss ja zuhören, ja, das Eben, ist ja das. also- Das ist Aber genau zum so. Beispiel, ich habe das gern gehabt, zum Beispiel war ein paar Mal auf einer Messe, wie ich noch Pfeifen gemacht habe. Ich liebe das. Wirklich. Das ist im Kontakt, das ist schön. Herrlich. Ja. Also, das ist Da können wir ja coachen. also kein Problem, zum Beispiel auf
auf einem Flohmarkt, wenn man so einen Privatflohmarkt macht oder was mit der Tisch und verkaufen und hat. Wirklich? Das ist super. Nein, das ist mein Albtraum. Ich kann mich am Eingang hinstellen. Ich stehe mir mit Gurken, mit Essiggurken am Markt. Ne? Na schau, ich kann mich am Eingang hinstellen und 2 Stunden später sind sie verkauft. Ich bin kann überzeugt den davon. Leuten sagen, was für ein super Tag ist und kann mich da eine Stunde mit den Leuten unterhalten und wie super das ist. Aber direkt ein Produkt verkaufen, tue ich mir total schwer. Wenn ich überzeugt bin von dem schon. Naja, Selbst selbst wenn ich es wenn nicht will, dann kann ich es nicht. Also Nein, so wenn ich mache nie- das wenn ich- machen. bitte, Weil ich man habe in denkt, einer ich Goldschmiede verkaufe mache gearbeitet, ich also- Sachen, das sind wirklich nur Verkäufer, die denken, ich kann aber mit den Leuten auch nicht, die verkaufen an mir nichts dann. Also das ist, Nein, das sowieso selbst nicht. wenn ich ein Auto kaufe und so, und da kommt schon der typische, so, Nein, geht bitte. na, das finanzieren wir ihnen aus. Nein, aber da hat sich gleich erledigt, oder? Gleich erledigt bei mir, ne? Ja, also ich finde auch, also es gibt dieses Wenn er Verkäufertalent. gut ist, macht es mir Spaß. Richtig Ja. Spaß. Ich denke mal, also es Ein gibt Verkäufer auch, das ist- dieses Verkäufertalent, wo man alle sagen, nicht, also das ist der Verkäufer, wo ich sage, Alter, ja, das mag sein, aber nicht bei Nein. mir. Genau. Und es gibt den, was du aber sagst, ja, aber das ist ja nicht der Verkäufer. Obwohl es ist, also rein wirtschaftlich gesehen ist es der Verkäufer. Klar. Aber Aber da ist ein emotional anderes ist er Talent gesehen, ist das dahinter. einfach einer, der was du sagst, ja, dem glaube ich. Ja. Also, und das stimmt, aber es ist, also da bin ich ganz bei dir, vor allem sich selbst oder seine Schwierig, Produkte zu oder? verkaufen. gar nicht Wahnsinnig schwierig. Für das hat aber ein echter Star hat für sowas immer ein Patrick bei sich. Ja? Ich weiß nicht, das ist heute nicht lauernd. Oh ja, ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich bin eh schon gerückt worden. Aber pass auf, wir müssen kurz aufholen da. Der Roman Ihr müsst Buchter was spielen. hat das, ja, müssen wir auch, aber pass auf, ein Und ihr Goldschmied müsst wieder was als essen. Rinderbauer. Ja. Die Viecherl haben dann wahrscheinlich keine Marken, sondern Flinsel in den Uhren. Hätte ich gern. Kannst du nicht leisten. Kann ich mir nicht leisten, lässt die Armer nicht zu. Das ist der Grund. Ja. Die Armer. Die Armer. Das waren die einzigen Goldrindviecher, die wir da sehen Na komm, könnten. Muss ja wie nicht immer Gold lässig sein. wird das ausschauen, oder? Bitte, Flinsel, Ja? Wäre super, oder? das mag Aber nein, darfst nicht. Kriegst vorgeschrieben, was du reinmachen willst. Wahnsinn. Platinenmackerl. Wahnsinn. Pass auf, Daniela Wird bei Schmögel. manchen Farben Schmögel. super ausschauen. Aber Weißt du, wir haben eine, Sicher. unsere Lilo, so ganz grau mit so einem, schön. So ein Flinsel. Ja, Stell mir so ein schon an. rotbraune mit so einem rotgoldenen. Aber nein, gelbe Ohrmarke. Ja, das sind die Dinge. Und pass auf, Daniela Schlögel jetzt wegen einem Ingwer. Ja, Geschmackssache. Grundsätzlich ist Ingwer keine heimische Pflanze, aber meistens ist er in den Mischungen drinnen. Wobei Nelken und Zimt auch keine heimischen Pflanzen sind, aber es sind nicht meistens drinnen. Und der Rütze haut sich den Ingwer in die Currysauce. Aber nicht in einen Likör. deswegen bin ich total gespannt, Ja, wie der dann ja. ist. Aber Sternanis gehört rein, oder? ich habe, also mein Rezept, also was ich gemacht habe, ich habe keine fertigen Mischungen verwendet Nein, nein, oder was, ich auch sondern nicht. da ist drinnen gewesen ein Zimt, Nelken, Sternanis, Ja. ein bisschen ein Kümmel. Und das Kümmel? Ein bisschen ein Kümmel, ganz wenig Kümmel auch noch dazu. Okay. Und das war's. Kümmel. Ja, da wieder im Überblick war's. sein, einmal wo. Thomas Mastek, mein Bruderherz ist da. Ein Wir bisschen, grüßen- ein bisschen Fenchel ist auch noch drinnen gewesen. Ein bisschen Kümmel und ein bisschen Fenchel. Da, es wird die Entschuldigung, Was ja. sagt die Dame zu einem Fenchel in Nussschnaps? Daniela Schlegel, Fenchel. du bist schon wieder gefragt. Fenchel im In Nussschnaps. Nussschnaps. Was ist deine Reaktion darauf, außer natürlich den Stream zu verlassen? Was haben wir da noch? Also mein Bruderherz haben wir schon begrüßt. Ja, Landtag Stromer fordert schon Musik ein, absolut richtig, werden wir sofort. Der EZ941 rügt mich schon, macht den Patrick nicht so schlecht. Machen wir eh nicht. Macht eh er. Eigentlich macht es keiner, oder? Das ist Nein, nicht. Und schau, und der Andreas Christian, der Diplomat, sagt, Klaus und Patrick ergänzen sich perfekt. Ja. Und das finde ich auch so. Und der Gerald Spörk sagt auch, Klaus macht PR, Patrick das Management. Ja, Ja, genau so ist genau es. so ist es. Optimal. Und Genau sein so ist Ex es, macht die Buchhaltung. Das wird noch Ja. Arsch. Ja, Nein, war ein Scherz. Die macht das hervorragend. Die macht das Gott hervorragend. sei Dank. Das interessiert uns nämlich gar nicht. Das Das ist, kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Rudi Korbel sagt, Klaus ist eher die Naturgewalt. Ich glaube, jetzt gefällt ihm, ja. Ich glaube, jetzt müsst ihr wirklich wieder was spielen. Ne? Ja, spielt's was. Ein Lied. Jetzt wird schon eingefordert. Spielt's Buben, sagt der Fritzl. Musik. Gibt es auch einen Liedwunsch?
Nein, habe ich dabei noch nicht Oh ja, gehört. das Quälerbad-Burriki. Kümmel gehört an den Schweinsbraten, sagt der Landtal Stromer, so viel zum Kümmel. Naja, Kümmel und Fenchel sind gut für die Verdauung, Nussschnaps aber auch, oder ist das nur wegen der Gewürze? Das ist die Frage von Matthias Marial. nein, das hat beides. Ja, aber Nussschnaps hilft generell, oder? Das ist so ein Universal. Ist so. Ja, Reißt mich im Magen ein Tröpfel Nussschnaps? und es geht schon Und wieder. das geht einfach Ja? nicht. Wer will Nussschnaps? Beim Nussschnaps bin ich dabei. Da bin ich dabei. Du wirst lachen, aber beim Nussschnaps bin ich immer dabei. Ja, schau wir. Haben wir es gefunden. Jetzt haben wir es gefunden. Ja. Schau, das sind Und, schon Patrick und ich Und hab ich muss schon mich Schnapsglasl. wirklich abholen lassen, weil das wird nichts. Du, das ist nur runter, auf und dann bist du gleich da. Oliver Grün, ein lieber Musikerkollege, der schreibt schon, trinkt einmal was. Sieh, das ist eine. Das ist, Oliver, immer nur das ist Kann man sich großartig, bitte- weißt du? Ich glaube, Oder ich so habe von Spülz, dem Spülz. Wein schon mehr getrunken als ihr. Wirklich? Nein, Nein, glaub ich ich habe nicht. schon dreimal nachgeschenkt. Ja, Nein, Die können wir nicht so nachschenken. Der steht übrigens Ein schon. herrlicher Nussschnaps. den hab ich- Roman Buch, der ordert das Tröpfelbad, das geht auch, natürlich. Na klar. Aber wie haben gesagt, das. Ja, Landtalstromer, jetzt saufen, ja. so. Meine Herrschaft, es tut mir leid, aber wir haben vom Das ist Nussschnaps deines. geredet. Ja, das ist deins. Weil Dankeschön. die 2 Glas haben wir schon einen Schnapsel getrunken, der Patrick und ich, okay. weißt. Das ist deins, genau. Da Kannst ist du nicht schmecken. genauso viel drin wie in die anderen. Das ist Mehr nicht oder tiefer. Nein. Weiß ich nicht. Schau Nein. mal. Oh ja. Prost. Prost zum Wohl. Es war wegen dem Das Morgen. ist aber wirklich tiefer, Ja, oder? die sind nicht gleich. Boah, das ist ja garstig. Aber es war unabsichtlich. Es ist unabsichtlich. Darum ist da weniger drinnen, ne? Also, zum Wohl. Seid einmal. Ja, ist gut. Wo hast du den her? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt vergessen. Mache Leute, gehen wir Etikett ist noch aber- Orangenzesten eine. Hey, leider, ich weiß es nicht mehr. Und solche Sachen auch. Auch schon probiert? Da ist nämlich sowas drinnen. Da ist irgendwas Orangiges oder Zitrone, irgendwas ist da orange. Ja, so Weihnachts- Ist aber, ist Weihnachten, aber, ja. ist aber schon Mit dem. gut. Ist gut, gell? Ich, Der ist wirklich gut. ich glaube, das war es halt mit der Musik. Sagt, nein, jetzt spielen wir was. Jetzt spielen wir Biesenberg, Landtalstromer. Mir hat gestern eine Südafrikanerin gefragt, warum ich keinen Schnaps aus Österreich dabei habe. Aber wenn ich einen dabei gehabt hätte, nach 159 Tagen Quarantäne, war nichts mehr Ich über schau's. gewesen. Richtig. Ja. Hier spielen Fritz Startguss, natürlich vom Hödelhof. Richtig? Ja. Fritzl. Hier spielen- So, pass auf, dann in der Schlügel, dann spielen wir was. Naja, Kümmel regt die Verdauung an, vor allem bei fettigem Essen. Darum wird beim Bratl verwendet. Ich würde ihn im Nussschnaps nicht nehmen. Fenchel würde ich nicht nehmen, der ist einfach grauslich. Vielen Dank. Du schmeckst den Schau. Fenchel und den Kümmel aber nicht raus, weil Aber er warum tust du ihn kommt dann hinein? aus gesundheitlichen Gründen. Ja, aber dann trink. Na gut, beim Fenchel schmeckst du das dann wieder. Da schmeckst du es aus. Aber wenn du die Gewürzmischung hast, ist gut. Du musstest einmal so einzelne Gewürze bei so einer Curry-Mischung auch kosten. Da sind manche Sachen dabei, da denkst du, boah, furchtbar. Aber in Kombination, weil von manchen ist ja wirklich nur 1% drinnen. Aber das macht's aus. Ich habe meine Zweifel. Also Ja, ehrlich gesagt. bei Fenchel. Du hast am trunken. Ja, Literweise. alles drin. Höflichkeitshalber, Weil er oder? nicht gewusst hat, was Ich drinnen trinke ist. bald einmal was, das ist ja nicht so der Punkt. Zuerst bitte das Potpourri. Mario, das Herzl fordert ein. Jawohl. Zu Recht. Komm mal. Ja. Ich weiß gar nicht, wie geht das Potpourri? Mama, fangen wir an. Ah, okay. Dann sehen wir weiter. Ich wusste, was ist das für ein Tonart überhaupt? Cäsar. So. Mama, ich bitte dich, schau an. Ich bin's, der Beule, der Bub. Wirf mir den Schlüssel runter. Hilf mir, das Haustor ist zu. Spät ist, ich hätt nicht sollen, tun wie es die anderen wollen. Zaus gehen, ob ich wünsche mich. Mama, ich war so blöd, geh, sag's dem Vater nicht, weil er mir sonst nicht schmiert.
Wurm, die Schupfengrätzer. Ein kleiner bleibt bei ihnen stehen. Das Milchgeld hat in seinem Handel, spült mit und ist gleich daher. So hat es mit dem Wurm begonnen, und dieser kleine Bub war ich. Ich hab mir's nicht zu Herzen genommen, drum ist auch nichts Gescheites geworden außer mir. Einer hat immer das Bummen, einer muss immer verlieren. Ja, aber ich hab mein Leben lang das Bummen, weil ich vom Glück ein Stiefling bin. Ja, weil ich vom Glück ein Stiefling bin. Was gehört? Depperte Bube. Sag mir so, es ist ein Geld in die Haare schmieren und die gleich dazu. Für die war ich sowieso, aber ich nur ein depperter Bub. Spore die Tränen, die Augen, deine Schienen, die liegen wunderbar. Jetzt zurück zu dem Alten, der soll auf die halten. Ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Mit Texten. Jawohl. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. In die Haare schmieren und die gleich dazu. Für die war ich sowieso, aber ich nur ein depperter Bub. Spore die Tränen, die Augen, deine Schienen, die liegen wunderbar. Zurück zu dem Alten, der soll auf die halten. Ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. C7. Großmutterkind. Meine Mutter ist mit einem anderen Mann, wir ihn noch ein Kinderl dem Vater davon. Da war ein kleines Weiberl, schon grau und bedockt, die hat zu dem Kinderl entwiegen eine gesagt: Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein, solange der Großmutter lebt. Da wird's dir gut gehen. Und nicht weinen, mein Kleiner, ich werde Müttern lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. Ist noch was? Das war's, danke Das war's. euch. Die Achteln kommen da hinein. Die Absolute herrlich. Bildungslücke. Was war das vorletzte? Das sage ich mal so, ist der depperte Ja, genau. Bub. Der Depp So heißt das Lied. von Horst Der depperte Müller. Bub. Ich habe mir gedacht, das ist Genial. natürlich, dann sitzt der Dame, ist anwesend und dann sagt, sag einmal so, und dann geht zurück zu den Alten. Ich habe die nicht anschauen dürfen dabei, weil natürlich, weil sie es nicht gehört. Weil sie es nicht gehört, aber die Achtel sind reingeflogen. Na, das war super. Ja. Schau, und der Andreas Christina sagt einmal, eine ausgesprochen sympathische und entzückende Aufwertung der Pawlatschen heute mit der Wiki. Vielen Dank. Gell? Ansonsten war es mehr. Was auch wunderbar. Dankeschön. Nein, das ist Aber der lustig. wird dieselben Probleme wie wir auf YouTube gehabt haben. Vielleicht. Das glaube ich Heute nicht. funktioniert's Das glaube ich zum nicht. Warum hat die Anna immer das Bummel, fragt er, ja, was immer verlieren. Vielleicht bin ich auch so ein Depper der Bub. Herbert Weißbecker, Welt. Anna hat immer das Stummel. Weißt du, keiner von euch nimmt das ernst. Anna ist immer das Bummel. Der Onkel Ramirez. Sagt einmal, nimmt sie das nicht ernst?
Wer von uns drei ist Bummel? Das ist Ja, aber siehst, pass auf, aber zum Beispiel, Schneidwutz, Reit Hard and Travel Gentle, ich mag's Bummel. Hören zumindest, sonst habe ich es nicht oft. Ja, und das ist zum Beispiel, schau, Momo M ist auch dabei. Grüße zwischendurch an die Momo. Das finde ich zum Beispiel eine leibende Geschichte, dass er das schreibt, weil das Bummel wird auch bekannt sein. Ne? Ja, klar. Das ist natürlich so ein Klassiker, so eine androschene Nummer, so, ja, ich weiß nicht, es ist halt, aber ich mag das Lied auch. Obwohl jetzt inhaltlich jetzt, ja, ich brauche es nicht und ich finde es auch nicht so schlimm, also ich bin mehr Optimist als Pessimist. Pessimist, das aber- sind wir, ne? Das ist so. aber Gott sei das Dank. Lied mag ich auch. Also das grundsätzlich, ich finde das wirklich eine Weltnummer und auch wenn was androschen ist, denke ich immer halt, Warum ist es ja ist es androschen, ja, warum ist es androschen? Weil es viel gespielt worden ist. Weil es Ja, genau. gut ist. Sonst war es ja nicht androschen. Ausnahme ist natürlich Ö3 und Co. heute, nicht? Da ist was androschen, weil es halt, da dafür gezahlt wird, weil du es nicht mehr hören kannst. Das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, aber herrlich. Super Burschen, danke schön. Marinus Herzl. Und dann wurde gewünscht, Patrick Reif zur Harmonika, dann rauche ich meine. Aber zuerst noch ist der Biesenberg gewünscht worden. Ja, Unter eine- anderem auch. Selbstverständlich eine Komposition von Klaus. Der hat nicht nur große Goschen, der schreibt da schöne Lieder. Muss ich wirklich sagen. Ist so. Ich danke dir. Das ist so lieb, dass du es sagst. Das Passt ist, natürlich das Lied auch zu unserem Winzer absolut. Dauertester Absolut. von Der Biesenberg. hat ja die Reden, glaube ich, nur am Biesenberg. Nur am Biesenberg. Der hat Ja. ja sonst nirgends, nur am Biesenberg. Und da habe ich ein Lied geschrieben. Stell dir vor, wirklich, ich habe ein Lied geschrieben. Für ihn? Bevor Ja, wir nicht den viel. Michael kannten. Jahre Vorher. davor schon, ja. Ja, In weiser Voraussicht. quasi. Pass auf, ich bin ja als Ottergringer. Ich bin ja dann der Liebe wegen zu meinem Munkelein, ne, das einige kennen sie schon, zu meinem Munkelein, nach Floridsdorf gezogen. Und dort bin ich draufgekommen, es wird so viel besungen in Wien und so auch einige Berge. Der Kohlenberg, der Leopoldsberg, der Lauerberg, der Wilhelminenberg, also der Galizieberg, Galizieberg, der Nussberg. Aber dann Nussbier? ja, Der Hetschelberg sogar. aber dieser Biesenberg, der so wichtig Sträflich ist. vernachlässigt. Der komplett. Stiefmütterlich Es, behandelt. gibt Ja. es hat kein Wiener Lied, gibt nichts über den Biesenberg. Und da habe ich dann gesagt, da schreibe ich jetzt eins. Das war mir als Und Ottergringer Zeit war's. wichtig. Zeit ist worden und das habe ich geschrieben. Aber pass auf, vorher muss ich noch. Pass auf, zuerst muss ich noch kurz was einwerfen. Der Onkel Armeas fragt sich, wann ich endlich das Schlüsselloch einmal einstudiere. Wird noch da. Ja, schauen wir mal. Ich mag den Gmeller nicht, weil so viel Selbstdestruktivität mitschwingt. Harry Schneider-Fonte, genau das ist der Punkt, warum ich nicht vollkommen, sagt Gmeller, oder so ein Bummel-Fan oder so bin. Stimmt, diese Das ist ein bisschen zu Selbstdestruktive. negativ, gell? Weil ich finde auch das Wiener Lied grundsätzlich, auch wenn es melancholisch ist, es geht immer gut aus, mehr oder weniger. Es gibt am Schluss immer so ein bisschen eine Hoffnungsschimmer. Also Ari, da bin ich ganz bei dir, und das hast du gut beobachtet und das sehe ich genauso. Bernhard Rosmotto. Interessant. Ja, die Frau Vicky und ihre Marvihof-Beschreibung finde ich super. Wir haben bei uns am Kreuzberg auch einen Biobauern, Barbiol, Reichenau an der Rax. Die kenn ich. Die haben Eingussring, Gänse, Kaninchen, Eier, Händel. Ja, schau. Die haben immer ein total empfehlenswertes Hoffest. Also, Ja, und die haben Angusrinder nicht nur in der Vermarktung, sondern die verkaufen auch Zuchttiere. Ist eine Empfehlung, ist ein toller Betrieb. Also Sehr so leid. ein Barbiol. Stier quasi, ne? Also, Genau. Es gibt einige Betriebe da in der Gegend, die beim Barbiol die Stiere kaufen, weil die einfach super sind. Und wie gesagt, das Hoffest ist ein absoluter das heißt, ab zum Hoffest, leibend, weil beim Bernahus Motto können wir schlafen. Ich meine, das weiß der Bernard noch nicht. er aber- weiß es noch nicht. Aber er wird sich sicher freuen. Und Das ja auch nicht, aber wenn Aber dort das sicher. zweitgrößte Biker-Treffen der europäischen Geschichte stattfinden wird, oder? Mittendrin steht nur dabei, oder? ja, genau. Wenn schon Titanic, dann erste Klasse. Genau. Das ist der. Also, So, jetzt machen wir ein bisschen Berg. Aber Bernardos Motto, das ist natürlich ganz großartig. Ganz lieber Freund von uns, Motorradfahrer, höchster gut, war Rennfahrer. wirklich. Ja, war Renn. Und ich habe so viel schon von ihm gehört, obwohl ich nur einmal mit ihm gefahren bin, eine Runde, und habe schon so viel anschauen können. Wirklich toll. Und ja, der ist da in Reichenau daheim. Also in Wien, aber in Reichenau eben so wie ich halt. Ein Zugreister. Ja, schon. Ja. Ja.
Ja, das stimmt. Der Matthias Mariacher sagt, das Marketing geht gerade in die falsche Richtung, Vicky. Nein, finde ich nicht. Wir haben jetzt auch vom Horst Gmähler geredet und vom Karl Hodiner geredet, früher von anderen Musikerkollegen. Nein, finde ich eigentlich nicht. Man kann über andere Kollegen auch reden, oder? Mal. Ich finde schon, weil es... Nein, der Matthias Mariacher hat das schon so gemeint, glaube ich. Aber das heißt so oft, oder? Dass dieses Ich verstehe es nicht. Negativ-Marketing ist, wo ich mir denke, es gibt so viele, also gerade im landwirtschaftlichen Betrieb, auch im konventionellen Bereich, es gibt so viele wirklich gute, bemühte Betriebe, die... Genau so ist. Was gut ist, gehört gesagt. Ne? Ja, Was gut ist, gehört gesagt, ja. also Ich habe damit nie ein Problem. Ja. Ja. Ich meine, der Bernhaus übrigens, sagt... ihr esst ein bisschen zu wenig, gell? Ja, nein, Nur, dass ich weil ich sage, weiß, ich weil ich bin noch am Essen, ja? Also, und du trinkst ein bisschen viel, glaube ich. Da habe ich mal ein Stückchen Fleisch. Na, pass auf. Ui, ich war ein ganz kleines. Aber der Bernhausmund ist gut. Nicht? Der Barbiol hat sogar Zimmer. Das Hof ist in Mittelaltermusik und so weiter. Bernhausmund ist mir wurscht, ob die Zimmer haben. Aber so, der hat gleich auf sich, die haben Zimmer, die haben so, oder nicht zu mir. Wir fallen ein. Ne? Der Wolfsbeck und du fragt korrekterweise, wann ist das Hoffest? Wann ist das? Das wird im Frühjahr dann sein wieder, ne? ich glaube, das Nächste ist Woche. im Frühsommer, aber ich weiß es gar nicht genau. Aber die haben auch eine sehr gute Homepage, da steht das alles drauf. Und der Barbiol findet man die ganz locker. Weil dort werden auch relativ viele Kurse veranstaltet. Also die sind sehr engagiert, ein sehr guter Betrieb dort. Das ist auch immer ein Teil von den Bodenpraktikerkursen und so, also die machen wirklich viel. Der Bernardos Motto sagt gerade, Wolf, das ist heuer nicht oder War schon, ja. Klar, Ja. das ist natürlich Corona-bedingt und so weiter. Schwierig dieses Jahr. Aber auf jeden Fall, na, sicher leibende Geschichte. Und ich glaube auch, dass man, ich sehe das zum Beispiel als Musiker so, ich kann mich erinnern, wann liebe Freund von den Süßholzschrammeln dabei war. Ne? Ja, Eben ganz, diese ganz Negativwerbung ist was Falsches. Nein, ich finde die Bauern, die sich noch mit diesen Dingen auseinandersetzen, die müssen sollten zusammenhalten. Na klar, das ist ja wichtig. Ich habe kein Problem, wenn wir über die neuen Wiener Konzertschrammeln, ganz liebe Kollegen Schrammelquartett, super Partie, kann ich da erwähnen. Ich finde, das ist überhaupt nichts dabei. Zum Beispiel jetzt nur, Es gibt bei mir der Rudi Korbes spielt auch, nicht? Rodolfo Corbesso. Rudi Korbes sagt ja. Musikerspieler. Das ist Rodolfo Corbesso. Nein, und ich glaube, es Mit ist Wiener auch, Lied. natürlich. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, wie soll ich sagen, dass man wieder von dem Weg geht, so diese Konkurrenzgeschichte. Konkurrenz ja, nicht, weil ich das gleiche anbiete und der andere ja, sondern gut, da sind wir Konkurrenten. Aber jetzt ist halt der Punkt der, ich bin der Meinung, dass für alle Bereiche genug Nachfrage ist, nicht, dass man sagt, ja, die können wir alle bedienen. Und das ist gerade in diesen Sparten, wo wir alle daheim sind, ist so viel Nachfrage und so wenig Angebot. Sie ja, schreien mir gerade da schon die Leute an. Ja. Brigitte Steuer und so weiter. Schreien schon ja. nicht nur gemeinsam ist man stark, ja. Ja, der Marinus Herzl sagt auch, Motorrutger wird das größte Biker-Pfeifen-Festival, nicht das zweitgrößte. Nein, das ist zweitgrößte natürlich ist bei Bernardos Motto, habe ich ja gesagt. Nicht? Zuhören. Ja. Jetzt wird's koschert. Jetzt wird's koschert und das gefällt mir. Patrick, gefällt mir nicht vom Schammel. Die Sessel sind da ein bisschen gefährlich. Ja. Das sind ja auch Das selber kommt auf gemacht. die Gewichtsklasse. Das war jetzt aber gemein. Das war jetzt wirklich gemein. Danke euch, narrisch. Das war nicht gemein, das war einfach mal, endlich hat es einmal einer gesagt. Ich kann es ja nicht sagen, weil bei mir sagt, wenn ich das sage, sagt sechstens, dann schau die ja abladen, ne? Aber Bei wenn mir du das fällt es sagst, nicht so direkt auf. Nicht? Ja, aber wenn du die anladest, ich meine, da habe ich auch immer Angst, dass da alles zusammengeht. Bei meiner zum Beispiel. Ja? Oder nimm der Wein her. Also, hoppala. Ja, Vorsicht. Bitte, das machen wir endlich. Ja, weil ich will dann endlich endlich einmal rauchen und ja. will was Eider essen, ich komme zu überhaupt nichts. Es ist ein Stress. Wahnsinn. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort stört. Ich schau den Rehen dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Hölge. In meinem Weingarten am Biesenberg dreht sich die Welt nach rechts und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort nur singen hören und am Himmel, da siehst die höchsten Sterne. Und noch an Regen sich die Wolken erst verzogen.
dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl Erd, das mir alleinig gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das so der beste Trepferlwein. Weingarten am Biesenberg. Ich bin da gern, weil mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Regen dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg, da sind die Wälder recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Und noch ein Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl Erd, das mir allein nicht kennt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferlwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferlwein. Eine echt leibende Nummer von dir. Ich muss dir gratulieren. Ich danke dir, Ja. Ich danke dir, Absolut. ich danke dir vielmals. Wunderbar. Ich meine, das Arrangement stammt von mir, aber die Komposition ist vom Klaus. Gratuliere ich auch dir. Danke. Wir, wie schon gesagt, wir ergänzen uns. Absolut. Wir gänzen sich uns Absolut. einander. Hat es auch wieder gefallen? Ja. Das gefällt mir, ne? Also zumindest bist du höflich. Aber ich glaube, nein, es hat dir Nein, gefallen. nein, Hat dir das gefällt gefallen. mir wirklich. Und das Schönste ist ja, dass ich heute der erste Reihe fußfrei bin, weil bei uns das auf YouTube ja nicht funktioniert. Und ja, Du kannst aber jemandem dann sagen, was er versammelt. Du kannst ja sagen, Ja gut, der muss was arbeiten. Nein, es ist. Aber eh lieber bei uns, nicht? Trotzdem. Mit Ja. Sicherheit, mit Sicherheit trotzdem. Da irgendwo hinter der Kamera oder so. Ja, aber das hätte ihm schon gefallen. Nicht? Ja, ja, da wäre er begeistert. so weit, boom. So Seit viel wann kann man- habt ihr so eine Leidenschaft fürs Wienerlied? Seit ich trinke. Also Nein, also sprich früh. seit. Das ist mir ganz schick ausschaut. Ganz schick ausschaut. Nein, seit, naja. Bitte ein Lob. Das ist unglaublich, was da kommt. Harry Schnellerfonter, die Dame wirkt, schreibt er gerade. So hat der Patrick noch nie soliert. Ich finde das charmant, der Harry. Es ist aber wirklich charmant eigentlich. Es erstaunt mich ein bisschen, aber Ja, vor allem, wenn man. Wie spielst du denn sonst? Hätte man den Ofen nachlegen sollen. Ich mach schon. Nein, ich war schon. Red weiter. Rede weiter. Rodolfo Corbesso, eine Welt hat er. Und erste Interpretation, Rudi, danke. Die halten alle zu mir auf einmal, das ist nicht von euch. Ist sicher eh so schlecht. die halten nicht zu dir, das sind einfach treue Fans. Ja, Verdienterweise. absolut. Absolut, nein, lauter Leute. Alles lang, die achteln der Reihe nach fallen rein. Sogar der Onkel Ramirez sagt, beachtliche musikalische Darbietung, meine Herrschaften. Mir gefällt das, wenn der Rudi sagt, ein Welthodern. Das ist ein Begriff zum Beispiel, der gefällt mir. Ein Hodern, ein Welthodern. Das ist leibend. Ich meine, abgesehen davon, dass mich gefreut hat, aber einfach der Begriff, das ist ein Welthodern.
ist was sehr Wienerisches, oder? Ja, aber das hat doch eine Melodie, Ja. oder? Das ist doch gar nicht negativ, wenn das jetzt so... Nein, das ist ja nicht so ordinär. Nein, das Das ist ist so... genau ich der find das Unterschied leider. zwischen Dialekt und so Ordinär nämlich immer. Ne? Und das ist das, wo ich mir mit dem Wienerischen oft sehr schwer tue. Wirklich wahr? Ja, Das ist Inwiefern? Wo können wir das- helfen? Wo können wir hin? dass das Wienerische bei sehr vielen Leuten nicht besonders schön klingt. Das Vulgäre. Das Vulgäre Vulgäre. Ordinäre. Das ist ist Also, mein und das ist was, also da tue ich mir wirklich schwer damit. Ja, ja. Naja, Also Ganz da- auf deiner Seite. weil Ganz viele auf deiner Leute nicht mehr, Seite. mehr wienerisch Dialekt reden, wie ich jetzt rede im Dialekt. Ja. Ganz normal Dialekt reden, aber nicht schimpfen, sondern Ja. wir können ganz normal im Dialekt reden, wie es in Tirol, wie in Salzburg, überall auf der ganzen Na, und Welt. da ist es was total Melodisches. Und richtig, so soll es Da sein. ist das Genau so soll es Wienerische sein. was irrsinnig Genau, Melodisches, das was ist eine, wichtig. eine wirklich schöne, kann man jetzt sagen, Sprache? Absolut. Ja? Absolut, ja. Also da ist es wirklich schön, aber wenn es dann... Wienerisch ist nicht Mundel. Das Und, glauben also, viele. Ne? und das ist, also da, das finde ich furchtbar. Und das ist aber der Eindruck, den die meisten Leute haben. Deswegen glauben die meisten von mir, ich bin aus Deutschland. Nein, gar nicht, weil du hast. Ah, Gott sei nein, Dank, danke. Also, nein, verstehe ich, sprichst- wenn das Nein. Ganze zu sagen. Ja, du hast ein wienerisches Deutsch. Ja, aber das verstehe das viele Leute sagen, das Deutsch verstehe ist das ganz ist ein anders. Deutsche. Ja, Hat eine verstehe ich. ganz andere Färbung. verstehe Eben. Deutsch ist ganz anders Ja. von der Färbung. Also Deutsch. Ja. Aber Aber eben gibt es auch dieses, Unterschiede wieder. Ja, sicher, Die aber verschwinden in eben der dieses- Zwischenzeit auch leider. also Aber das- es ist. auch schade. Ja. Auch wirklich schade, Deutschland weil es auch eigentlich nicht. total lustig ist, oder? Ja. Wobei da auch viele wirklich drauf achten. Aber ich bin durchaus auch der Hochsprache mächtig. Das ist immer das Schöne. Und wenn mich jemand ärgert, umso mehr verfalle ich in die Hochsprache. Und der Klaus kennt das dann bei mir. Das ist, ich konnte ja bis zu meinem Volksschulalter Dialekt nicht sprechen. Das, Wirklich? Mein Bruder auch nicht. Wir sind daheim. Ja, weil es ein bisschen... Wir sind Es daheim ist nicht zwar so. Träumen worden. Nein, das wird sich dann erst nachher später ergeben einfach. Aber wenn ihr aber... Aber nee, also Entschuldige, wenn ich so sage, in deiner Familie, ja, in deiner Familie war, also ich kenne ein paar deiner Onkeln, deiner Eltern, in der Brüder, das stimmt, das war immer, ja, wenn ich jetzt sage Feinses Wienerisch, meine ich damit jetzt nicht Nein. Aristokraten Wienerisch, sondern das war nie ein Proletenwienerisch. Nein, Es nein, war nein. immer Nein, ein war immer. schönes, War so. gepflegtes Auch bei beiden Wienerisch. Großväter bei mir schon. Also Auch beim Hans? Bei beim Hans Ja. auch. Ja, so aber das beim ist dann Gepflegtes, das, schönes Wienerisch. das sind dann Herren. Ja. Ja. Genauso wie Ja. die Damen anders reden. Meine Vollkommen Oma ist zum richtig, Beispiel so eine vollkommen richtige richtig, ja. Dame und Richtig, ja. redet wienerisch, aber eben wirklich schön. Ja, absolut. Und das ist schon, das ist was Das ganz gefällt mir. was anderes. Das Das ist ist schön. schön. Das ist wirklich schön. Absolut, ja. Also ich muss aber sagen, kurz einmal, erstens einmal, warte, jetzt habe ich es verloren. Ah je. Was habe ich verloren? Aber der Pepi Matoschek hat das so schön gesagt, also der Wienerlied, ein Wienerlied-Musiker, aus einer berühmten Musikerfamilie stammend, der auch schon gestorben ist im Jahr 2000, den haben wir Gott sei Dank noch kennenlernen dürfen. Der hat immer gesagt, es ist ein Unterschied zwischen Wienerisch und Besserisch. Das stimmt. Das ist ein riesen Aber das Unterschied. trifft Und sehr gut singt eigentlich, nicht so oder? Besserisch, singt Wienerisch, Ja. singt Dialekt. Und der hat das ja auch großartig. Der Hohener Karl. Wie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Der Karl ist der Karl. Oder du kannst sagen Karl oder du kannst sagen Karl. Ja. Ja, zwei Welten. Und Das ist ein haushoher absolut, Unterschied. absolut. Genau so ist es. Erstens einmal möchte ich trotzdem nochmal zitieren Onkel Ramirez, wie er gesagt hat, beachtliche musikalische Darbietung, meine Herrschaften. Danke, Onkel. Das ist natürlich was wir mal gesagt haben. Und dann habe ich da unten natürlich jetzt schon noch das eine oder andere Interessante. Erstens einmal, wie der Fritz Stadtguss, der Fritzl, wir haben seit der XXL Dürfen wir Fritzl Tablatschen, sagen, ja. haben wir uns ausgemacht, wir sagen Fritzl. Der Fritzl. Und Fritzl kann man auch Fritzl oder Fritzl sagen. Es ging gleich Ja, Fritzl, nein, der Fritzl, Ja, das ist eine liebevolle Variante. Und der sagt, wo ist er? Wienerisch ist für mich Musik. Und das stimmt. Und da hat der Fritz vollkommen recht. Es sei denn, es ist das, was du sagst, dieses ordinäre Derbe. Wurscht, kennen wir eh. Ja, und nichts Schlimmeres. Stell dir vor, du bist irgendwo, mir ist es einmal passiert, da waren wir auf Urlaub in irgendeinem Museum und dann hast du sowas gehört.
da kommt dann das Fremdschämen dazu. Ja, Da redet er Das ist dann für mich Deutsch. ganz Da redet er dann Deutsch wie ein Das ist dann der Punkt, wo Norddeutscher. ich dann immer in das wunderbare Hochdeutsch, Ja, das wienerische da Hochdeutsch muss verfalle man dort. dann ins Hochdeutsch wechseln, weil das ist, also mit sowas möchte man nicht assoziiert werden. Das ist Anfangs habe ich es probiert, aber da Sicher nicht. Von Anfang an habe ich probiert, aber ich glaube, das ist in die falsche Richtung gegangen. Wie ich gesagt habe, jetzt ist wieder die Arschloch Werner da oder irgend sowas. Das kannst du nicht sagen dann. Ne? Du musst dann schon ein bisschen auf. Aber KTM 99 Adventure Time sagt, kann mir jemand einen guten Heurigen in Grinzing empfehlen? Auf die Schnelle, nein. Auf die kurze, wie heißt der Ding, da, wo der Engelbert spielt, der ist glaube ich... Der Mali. Ja. Die Mali ist das einzige, oder andere sind die beim Wiegel. Wiegel heißt Wiegel. der. Mali oder Nigel, ja. Wiegel. Einer von den zwei, ja. Mit W. Wiegel. Mit Wiegel, mit W. Ja, Wiegel, mit W. Wiegel, Werner. ja. Wiegel. Das ist... aber Oder das bei der war's. Mali. Ja, Die zwei Sachen ja, sind wo in ist- wienerischer Ja, Hand. wo ist die Mali noch? Das ist dort, wo der Rudi auch immer wieder spielt, wo das ja der Musikantenstammtisch jetzt ist, mit Tommy Häuser. Wo ist der? Wo ist der? Warte mal, das ist der beim Sechser-Rückenbauer, der ehemalige. Ah, dort, ich verstehe. Den kenne ich nicht. Das ist der Erich Schaber, den hast du kennt, den Vater von der da Mali, weiß ich kennst du, was schon. der Da weiß ich schon, ja, genau. Der oder, Erich. Oder Wiegel ist auch noch ein echter Buschenschank. die zwei sind noch. Ja, die zwei. Wiegel und Mali. Musst du mal schauen. Also der In Wiegel ist da Grinzing, bei der Himmelstraße und der Ecken dort, glaube ich, ist der. Das sind alle anderen sind Heurige noch. Sandgasse ist das, der Rudi Korbes. Ah, der Rudi ist der richtige Mann. Weißt du die Nummer auch genau? Rodolfo Corabesso, bitte hilf unserem Freund KTM 99 Adventure Time. Hast du nicht einen Nickname nehmen Siehst, können? wir machen ja schon wieder Fremdwerbung, das macht nichts. Das ist keine Ja, aber es Fremdwerbung. zahlt Ja, sich das aus. ist weil ganz das ist- normal, oder? Der Onkel aber ist, wie gesagt, das war noch, wie wir geredet haben über das Deutsch bei dir. Wahrscheinlich, weil man in der buckligen Welt ja kein Deutsch spricht. Und das ist... Aber es ist nicht nur die bucklige Welt, weil zum Beispiel Goldschmieden habe ich in Oberösterreich in Christkirchen gewohnt, also gelernt und habe dort auch gewohnt und dort war es ganz schlimm. Also dort war es am extremsten von Wirklich? dem, dass sie geglaubt haben, ich bin eine Deutsche. Obwohl das jetzt eigentlich gar Das nicht mehr verstehe ich so nicht. weit ist, aber Ich meine, dort war's du sprichst ja keine wilde Mundart. Und da nein, ich insofern kann auch keine wilde Nee, Mundart. musst du nicht Und können. ich kann auch keinen Dialekt annehmen. Ich war... Ah, das kann ich schon! Ganz gut! Na, da weiß ich ganz gut. Da weiß ich, wo das herkommt. Ne? Nein, Das aber muss ich war... nördlich sein. Ich weiß nicht, ich war 4 oder 5, also 5 Jahre fast in Oberösterreich. Ich kann diesen Dialekt nicht. Das geht einfach nicht. ist wie die Ich Yvonne. glaube, die sagen Spritzkrug statt Gießkanne. Statt am Amper stand Spritzkrug. Spritzkrug, so Spritzkrug. sagen die. Ja, Da wird aber ein paar Das habe ich auch noch nicht Wahnsinn. gehört. Das habe ich noch na, nicht weißt du, wie gehört. ich geschaut habe, es heißt nicht, geh mal die Blumen spritzen. Und ich dachte, jeden Tag die Blumen spritzen. Also haben wir da hätte ich nur Ja, ich habe auch gedacht, jetzt kann ich mit Gespritzt. Glyphosat. Ja, naja. Oder mit Gartenschlag gespritzt. Ne? Das, Ja, das, das ist einfach Gießen. Spritzen. das ist okay. Deswegen Spritzkrug. Ja, Amper kenne ich schon. Ja, Amper kennt man, oder? Ja, Amper. Das Amper. Ja, Oder das Amper. Amper. Ja, das, naja, kennt man. Kennt man nicht. Das ist immer so eine Sache. Ja. Ja, es ist halt so. Der Ja, aber ich Bernhardus Mutter sagt, die halt das Wienerische hoch daheim, ja. Die Tochter Deutsch schlägt Gott sei Dank gar nicht, ja. Die Jungen haben halt dieses Pro7 Synchrondeutsch. Ja. Oder RTL-Synchron, ist wurscht, das Synchrondeutsch halt, ne? Klar. Ja, aber wo hörst du noch ein schönes Wienerisch? Ja, da zum Beispiel. Ne? Ja, aber sonst, ja. Weil, wo du jetzt sagst, da, du, ne? du Für mich hörst ein- es ja. wirklich noch? Eines der schönsten, nein, man hört es nicht mehr. Also ganz selten, ganz vereinzelt, aber man hört es nicht mehr in der breiten Ding. Nein. Ein schönes Beispiel war immer von mir, es gibt Der Oskar Werner. Nein, der Ding von- schreibt nämlich gerade da, Harald Philipp Bancic, Oskar Werner hat das schönste Wienerisch gesprochen. Absolut, Absolut, gebe ich dir ja. vollkommen recht. Finde ich auch. Da gibt es eine CD, das letzte Interview von Oskar Werner. Die habe ich mir damals gekauft beim EMI in der Kärntnerstraße und ich gesagt, das muss ich haben. Ist schon Zeit her. Ist schon Zeit her. Absolut. Und da hat er eben ein Interview in einem Kaffeehaus gegeben. Das haben sie halt mitgeschnitten. Und da redet er Wienerisch. Da hörst du, das hat mit, Entschuldigung, wenn ich jetzt Kollegen da jetzt anpatze mit Seiler und Speer, die ich schätze und die ihren Erfolg zurecht haben und alles, aber da hörst du das nicht.
Das und hat mit dem nichts da zu hörst tun. kein Mundl, da hörst kein Kaiser mit Plus, da hörst du einfach nur einen Menschen, der wienerisch redet. Ein Traum. Also es ist scheißegal, was er sagt, es ist einfach nur leibend, diese 20 Minuten, glaube ich, oder was dieses Interview ist, einfach das zu hören, weil es so wie der Fritzl gesagt hat, eine wunderschöne Musik ist. Eine wunderschöne Melodie. Die Sprachmelodie des Wienerischen ist so schön. Das ist das Italienisch des Deutschen. Ich sage das so. Das Italienisch des Deutschen ist Wienerisch. Wenn man es richtig, wenn es natürlich Rest vom Arsch und Scheißen und deppert und also dieses Grölen drin, Ja. dann nicht. Ja. Dann ist es Aber Liverpool. aber das Schlimme ist, dass das alle mit Wienerisch assoziieren, oder? Ja, Das ist das, was alle so kennen. wenig nur Ja. von Wien. Das stimmt, aber das ist auch eine unserer großen Missionen, muss ich sagen. Die, Absolut. Da hab's noch viel zu tun. Da haben wir viel zu tun, ja, aber das macht ja nichts, wir sind ja noch da. Wir sind ja noch da. Noch leben wir. Also, Und der Harry Schneller-Fonte sagt, der Onkel ist derisch, der ist Lippeninterpret. Gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Dialekt ist super, sagt der Schneidwutz. In Stenaz wird seit 500 Jahren ein spezieller Dialekt gesprochen und den gibt es seitdem nur dort. Ja. Das sind so wie ich weiß, ist das Stenaz, also die Hernzer zum Beispiel aus dem Burgenländischen? Ne? Ja. Die Hernzer. Die Herzen. Die Herzen, da waren dann viel, das ist eine eigene, ich weiß nicht, eine eigene Volksgruppe ist nicht, aber eine eigene Dialekt, eigene Sprachdialekt ist das. Da hat es viel gegeben in Wien. Deutscher, ja. Die waren früher so im Matzl, im heutigen Matzleinsdorf, also Okay. im Matzleinsdorf. Die Herzen. So bei den Zirkelbäm und so weiter, da waren die Hernzer. Und die haben das Herzen halt. Ja. Aus ist klein. Die ist auch rein. Die haben so geil, die ganze Zeit. Der Hirnz. Also Hirnz eigentlich. Der Hirnz ist immer dabei. Ja. Geh und die Dui kommt dazu. Entschuldigung, Onkel Ramirez Das muss ist so die jetzt, Melodie da. Ja. muss jetzt Das zitieren, ja. wichtig für die Wiki, weil er schreibt, die Wiki deutschelt nicht einmal ansatzweise. Nein, ich spricht da Hochdeutsch, ein österreichisches, wienerisches Hochdeutsch. Wie heißt der, den mag ich? Der Onkel Ramirez, ich mag die. Danke. Wie meine Ex-Frau, die Yvonne, die hat das auch nicht kennt. Die Die hat auch nicht Dialekt, kennt, ja. aber auch die hat das gehört, das ist eine Wienerin. Genauso stimmt. das gleiche Ding. Also, ja. 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 Nein, ist eine Fonte. Wenn So, der ich Oskar schau- ich Werner schau Wienerisch gut an. Schweinheber Perfekt. liest, genial, absolut. Nein. Ja. So, jetzt müssen wir da spielen. Leider müssen wir da spielen. Jetzt müssen wir natürlich was Wienerisches spielen, was Feinwienerisches. Wobei einmal wurde gewünscht, ich glaube, das war der Roman Buch, da Oder bitte mal schimpft man sein. gleich. Nein, pass Aber auf. aufs Ja, Feinste. können Aber aufs Feinste wir. nämlich. Ja, das machen wir auch. Wir haben ja noch Zeit. Die Oder? Ausdrücke, was so Wie lange spielen wir denn schon? Es wird Das ist jetzt schon 2 Stunden. Hast du noch Zeit? Vicky, hast du das Zeit? ist Zeit ein bisschen. Also, da ist auch kein Uhr. Nicht, weil du musst die Butterdosen mitnehmen. Ja, ich muss um 5 wieder im Stall sein. Vorher habe ich Das Zeit. geht sich aus. Weil es Das wird geht keine- sich aus, das geht Das sich geht sich aus. Das geht sich aus. Ja. Pass auf, nein, aber es ist nämlich so. Oder? Ja. Ja, Oskar Werner war ein Genie, Harald Philipp Anschitz, vollkommen das richtig. stimmt. Meine Meinung. Das stimmt, ja. Pass auf, war irgendwas, wo ist es? Der Tom Waits hat das melodiöseste und lyrischste Grölen der Welt. Ja. Ja. Irgendwo stimmt es. Irgendwo stimmt es. Also, Jetzt sind 2 Fliegen da, gell? Ja, Weil irgendwo habe ich jetzt was gefunden, das Weil wird ihr vorlesen. nichts Und isst. so. Das Benzinger Kirche hat schon drauf. Franz M. Ja, aber das, willst du es jetzt wirklich hören? Das später dann. Nächste Woche bin ich wieder bei meinem deutschen Motovlog-Kollegen, da muss ich mich wieder voll zusammenreißen und nach der Schrift sprechen. Das Ösi habe ich Ihnen schon abgewöhnt. Na richtig, nach einer gleich Deutschen runter und sagt, na, pass auf, jetzt haben wir mal flocken, dass er jeder versteht. Und gleich ordentlich ein bisschen Dialekt rein. Ich finde, das ist immer, was ich vorlesen will. Aber auf jeden Fall, es ist wurscht. Ja, egal. Egal wie. Ja, nein, der Roman Bucht hat das vorher, der hat die Telefonbuchpolka. Er hat sich gedacht, irgendwo ist er dann gestanden, die Dame, der Gast, wie auch immer das geschrieben hat, müsste dann auch eigentlich Gefallen finden an tschechischen Wienerlied, an der Telefonbuchpolka. Also machen wir die Telefonbuchpolka. ich das muss war zu Wienerlied. meiner Schande gestehen, das kenne ich nicht, aber ich bin gespannt. Du bist gespannt. Ich muss noch was anderes sagen. Und zwar der Herbert Weißböck hat noch was angemerkt. Bei uns in Oberösterreich sagt man nicht Spritzkrug, sondern Spritzkrug. Entschuldigung. Ja. Und da ist es Richtig schon so. wieder. Richtig Da so. ist es schon wieder. Ist auch Krug, Spritzkrug. Ja. Ka- Ja,
Das sind aber Feinheiten. Ja, eben, und die kriege ich nicht hin. Das ist, Ich habe die Fliegen erschlagen, aber sie biegt in Butter. Mit den Servietten? Ja. Dann hat es aber nicht mehr viel Leben Nein, in da war sich schon- gehabt. Also Alter. die hat gar nicht viel Leben mehr gehabt, aber mit einer Serviette fliegen der War Wisch. ja Fichter schlägt da mit dem Serviette in Butter. Und eine wie sonst. Hast du das gewusst? Gelegt hat das nicht? Nein, Nein. aber so richtig, das ist richtig draufgepickt. Ja. Naja, ich meine, Gekonnt. Jetzt schimpfen wir aber mal. Wenn wir schon die ganze Zeit reden von Dialekt, dann schimpfen wir mal. wir schimpfen zuerst. Gut, dann schimpfen wir Und zuerst. so wienerisch schimpfen so 19. Jahrhundert oder, oder 18. Jahrhundert oder vielleicht sogar noch früher. Ja. Nein, Also es ist noch schon früher. Es mit ist uralt. Stil. Das Lied ist 17. uralt. Jahrhundert noch, was alles entstanden ist an Schimpfworten, ja. Man weiß nicht, was geschrieben ist, man weiß nicht, wer es geschrieben hat. Also gar nichts. Es ist einfach nicht dann mal niedergeschrieben worden und dann hat man da halt einen Titel drüber geschrieben und der Titel ist lokale Ausdrücke. Das spielen wir jetzt da. Das Vorher nämlich einen Schluck Wasser. Das Abwaschstrampel, was da drin Ja. ist. Lauter solche Wörter. Du sag mal, ist da noch Wein in der Flasche drinnen oder müssen wir schon wieder nach? Nein, da ist noch Ein genug bisschen drin. glaub ich, Wein oder? ist noch drin. Ich weiß nicht, wer trinkt denn immer das? Da ist noch genug drinnen. Ne, ein bisschen ist noch drin. 2 Achtel getrunken. Nimm da einen Schluck allein und wir haben eh noch einen. Du Wir haben, kriegst noch was. jetzt macht da keine Genug, Sorgen, wir haben eh noch genug. einen Nussschnaps auch noch. Genug Und Wein Wein. ist auch noch da. Da mache ich mir wirklich keine Sorgen. Schau, wir haben schon einen Daumen runter. Wir haben schon einen Daumen runter. Einen Daumen runter. Freut mich total. Gibt's herzlich. gibt's alle einen Daumen hoch für den einen Daumen runter. Heißt. Also, der ist schon wieder weg, er ist schon wieder weg. Ah, hoppla, da hat sich jemand Da hat's verdippt wieder- wahrscheinlich. Da hat sich einer in der Fetten wahrscheinlich. Naja, du hast gerade wieder geschaut. Ja, Warte, jetzt wird doch nicht die Familie wurscht. Meine Herrschaften, ich muss euch aber jetzt ein Kompliment aussprechen. Herzlichsten Dank. Wir sind immer noch 50 Zuseher und das schon 2 Stunden 10. Also, das ist wirklich, ich glaube, da musst du in unser Programm öfter sein. Ich Was glaube, sehen die wir? wollen einfach mehr Musik hören und warten die ganze Zeit gespannt. Nein. Du, der Rütze fragt, Vicky, könnt ihr bei euren Verkaufsrunden nicht auch andere Produkte der Region mitverkaufen? Käse, Wurst etc.? Ja, können wir prinzipiell schon. Hatten wir aber bis jetzt noch nicht wirklich die Nachfrage danach. Also das haben wir schon gemacht. Wir haben ja zum Beispiel auch selber schon einmal Wurst machen lassen. Also wenn man zum Beispiel eine Kuh hergibt, haben wir schon mal selber Wurst machen lassen. Aber das liegt vielleicht an unserem Kundenkreis, also ich will ja nicht sagen, aber ganz, ganz schwierig. Aber sonst, wenn jemand was haben möchte und einen Bauern weiß, wo er sagt, der ist aus der Gegend oder uns einfach anschreibt und sagt, hey, wo kriegt ihr, weiß ich nicht, an Halloumi darf ich nicht sagen, an Grillkäse her, haben wir eine super Quelle übrigens, nehmen wir natürlich gerne mit. Also das ist- schreibt es einfach an. Genau. Marvi Einfach anschreiben, anrufen. anrufen und fragen. Genau. Ich glaube, es ist Das ja Einfachste, wirklich, ja. Zusammenreden. ich glaube, es In ist ja 2 wirklich- Stunden ist es mit mir sicher locker abgeklärt. Also wenn ich mal reden bin, dann ist das überhaupt kein Problem. Ich bin nicht so lang. Ja, eine Hand Flott Genau. eigentlich. Es ist- Aber es ist ja eigentlich, so wie ich das auch verstanden habe, das wächst ja auch gerade. Ne? Ja. Ihr habt ja erst angefangen. Also das heißt, also angefangen im Sinne von, nicht jetzt, ihr seid jetzt ganz neu, sondern jetzt geht es ja erst los. Naja, wir sind ganze doch erst seit 2018 da in Bad Schönau. Genau. Also in Meierhöfen, um Ja. genau zu sein. Wir haben vorher einen anderen Betrieb gehabt, das war schwierig, sage ich jetzt mal. Also das war bei Manfreds Eltern, die, wie sagt man freundlich, charakterlich anspruchsvoll sind. Okay? Dort haben wir aber eben auch schon direkt vermarktet. Und eben in Bad Schönau sind wir erst seit Dezember 2018 und haben eben die Direktvermarktung jetzt einmal nur mit Fleisch und wollen eben dann in Zukunft einfach auch Bündnerfleisch haben und wollen auch, also sind beim Hof auch gerade erst im Aufbau, also auch was die Tiere angeht. Ja. Weil ich habe eigentlich keine Lust, dass ich in Zukunft dann noch Schweinefleisch zukaufe. Ja, wirklich mal. Nein, Verstehe ich. aber Ich denke mir, Völlig. der Völlig in Ordnung. Platz ist da, die Möglichkeit ist da. Also wir haben jetzt nicht riesig groß vermarkten, aber einfach so, dass man sagt, okay, man hat's und man kann das machen. Und eben auch uns sind eigentlich diese Kooperationen mit den anderen Betrieben total wichtig. Weil es gibt ein paar wirklich tolle Betriebe in der Gegend, die sich auch mit Marketing relativ schwer tun, die aber eigentlich super Produkte haben. Also gerade was Milch und Käse angeht, gibt es echt
echt ganz, ganz tolle Betriebe. Also ich glaube, dass wir da auch noch viel hören werden davon und sehen werden. Und wir werden berichten, unserer harten Fanschar, der werden wir das natürlich immer vor eindrucken, weil ich auf das stehe. Weil ich einfach auf das stehe, da rundherum diese ja, wie wir schon gesagt haben, die Handwerker und auch die das Leben, die da einen Respekt haben vor dem Leben, auch vor der Natur und die da mitspielen. Ja, das ist, also gut, das ist im Aufbau im Endeffekt. Landtalstromer, danke für Marti Rutger. Ja. Marti Rutger. Das gefällt dir wieder. Freut mir schon wieder. Bei mir hat noch keiner geschrieben Hendrix oder sowas. Bei mir ist nur der Klause, das ist der Klause. Weil sie das gar nicht brauchen. Danke dir. Ja. Du weißt, ich danke Weil der dir. Vergleich Ich gar bin nicht schon wieder eingekreist, ich weiß nicht. Na gut, machen wir mal die lokalen Ausdrücke. Schauen wir mal, was sich da weiter. Du bist noch zufrieden, ja? Passt alles in Ordnung. Ja. Nicht, dass wir da jetzt dann Ewigkeiten da live sind und du sagst ja erst, weiß nicht, Alter. Ich habe bewusst keine Uhr um. Ich möchte schon haben. Das ist schon Ein Fiaker, der tut für das Fahren von einem Herrn bei der Nacht in der Leopoldstadt 3 Gulden begehren. Der Herr sagt, ich zahle einen Gulden bloß nur, weil ich glaub, für eine Viertelstunde fahren ist das genug. Der Fiaker, der tut so, es schaut, dass du weiterkommst von meinem Wohn. Du bucklert's mein Käferl mit dem überm Heferl. Tu noch geschwind der Boschen, sonst kriegst du Flaschen, sagt Flickerbeil. Welcher Taschenfeil ist, wenn Masel ist auf der Erd. Mit einem Spatzelmadeln kannst du einen Schubkern radeln, nicht ein Juckerzeigel, abbrennt's Mogenbeigel. Ich kann den Wasserrotzen an einen putzen, das sind immer 12 Leuten her. Hast du verstanden? Zum Teil. Eine sehr noble Dame kauft einen Moschmarkt ein, doch tut ihr alles zu wenig und zu teuer wird sie. Wegen der Reichreizer handelt sie eine Viertelstunde rum und zum Schluss kauft sie nix. Ja, da wird's der Kreidlerin dumm und die Kreidlerin fängt an zu schimpfen, was sie nur kann. Kauft eure Schwester Laberl, schlampert's der die Wabel, so ein Grapper Schlamperl, früher Abwaschstramperl, lockig der Zuselfetzen, wie sonst wo abschätzen, das haben wir nicht vonnöten, na Gott lob. Ich kenn die Feierzanger gleich beim Zopf fangen und meine Brotze, die Papen, das Kratzen, blöde Staatsgrädel, mit Schäpsen schnell, schau, dass du weiterkommst, sonst werd ich grob. Das goldene Wiener Herz. Ein Hausmeister, der spritzt dort auf der Grand und spritzt einer Frau unabsichtlich aufs Gewand. Daraus sagt sie Flegel, was geben sie nicht acht? Naja, drauf ist der Hausmeister schrecklich aufbraucht. Der schreit der vor der Zurn. Jetzt spiel auf deine Glur. Ausgewaschen Sachsenkeibe, deppert's Grundweibe. Du bist ja eh schon schäbert wie ein Mistwurm klebern. Abgeschobt der Haringschädel, schlappert's Anschlagzähler. Lebendig Stotengerieb verhindert Fuhren. Du kannst dich nicht mehr flänschen mit deiner Tieren drehen. Du willst umgekommen, kannst was nicht mehr zähmen. Schiebplatz, Greizwickel, schlapper Spatzen, Schlägel. Schau, dass du weiterkommst, sonst wird die ordinär. Aber ich finde, das ist charmant, diese Ausdrücke Das ist damals noch, was man wahnsinnig gehabt charmant hat. und das ist ein Vokabeltraining. Der Schäpsenschädel. Was war das? Was ist ein Schäpsenschädel, ne? Mit Ochsen, ausgewaschenes Ochsen, Auswaschens Ochsenkeibe. ausgewaschenes Ochsenkeibe. Deppert's Grodenweibe. Du hast dir eh schon schäbern, als wir ein Mistwurm klebern. Ja. Wo ist Bike und du? Sehr aber das poetisch, ist oder? wirklich- Also das Das ist... ist anders, als was du sagst. So ein Arschloch. Das Ja, ist, Ja, das das ist hat so- wirklich, das hat so... Ja, also das ist genau. Letztes Jahr, ich glaube, wir spielen schon wieder weiter. Wir spielen weiter. Ach so, ich Und da weiß man aber nicht, von wem das ist, oder? Nein, der uralt. Das Uralte ist irgendwann einmal Volksweise. überliefert worden und irgendwann hat es einer niedergeschrieben und da war es halt dann eh schon alt und eh schon bekannt. Und, Ja. und da weiß man nicht mehr, wer es geschrieben hat oder wie es grad mein heißt. Wasser, was Na, da geht der Wasser. Ich habe mein eigenes Wasser. Ich habe mein eigenes Wasser.
dass ihr übrigens ausgetrunken habt. Gell? Also, du Wahnsinn. bist auch Chance, gell? Nein, Wahnsinn. ich will Ja, Chance. ich hätte ganz gern noch ein Wir bisschen trinken eins. jetzt wirklich so Nein, wenig Wasser, Du hast nämlich. trinken. Ja, Das na ist klar. welchen Willst du nur Abstand, Schnaps? Willst du nur Schnaps? Ich habe noch einen Wein und ich, Du nicht so hudeln in meinem Ich will das Beste für die Gäste. Vielen Dank, vielen Dank. Das wissen wir ja sowieso, dass nur das Beste da ist. Aber das ist, da ist die Sprache ganz anders eigentlich. Da wird geschimpft eigentlich. Aber so, dass Wer weiß heute, was ein Schäpsenschädel ist? Schäpsenschädel ist genial, oder? Was ist ein Woher Schäps? kommt das? Was ist ein Schäpsenes? Die wissen die Leute, glaube ich, auch nicht, ne? Aber Das ist Schaf, ne? Schöpsenes? Schaf, ne? Schöpsenes kommt aus dem Fleischereibereich, oder? Genau, ja. Auf Wissen jeden aber, Fall. weiß aber heute keiner mehr, was ein Nein. Schäpsenes ist, ne? Das ein Lammfleisch ist, ne? Das ist, weiß keiner mehr. Das Schäpsen ist der Schafskopf, ne? Eigentlich. Du Schafskopf, ne? Das ist Und da muss ich sagen, da ist der Patrick immer der Mann für die Informationen. ja, mir gefällt das. Ich bin ja nur der, der das Wasser holt. Ne? Das macht nichts, du machst aber sehr gut. Ja, Du könntest dann auch einen Wein mitnehmen bereits, wenn der du nämlich ist schon nämlich aus. so unterwegs bist. Der ist aus, ja. Der ist aus. Und ist aus. obwohl ich heute mittrinke, haben wir nicht mehr getrunken als sonst. Sozusagen. Ja, das Sonst nehmen wir ein Flascherl, ne? Da trinke ich aber nichts. Jetzt haben wir 2 Flaschen und sind zu dritt in weitaus Das- längerer Zeit. Und das passt schon. Daran, dass ich so eine schwache Trinkerin bin. Nein, gar nicht. Aber wie ich sehe, dass der. Ja, ich merke es eh schon. Jetzt, Das ist immer so nett, wenn das Damen so sagen, ich merke es schon nicht mehr. Das habe ich noch nie bei einem Mann gesehen zum Beispiel. ich sage gar nicht, ich sage immer, du spielst schon, was ist los? Ne? Das ist, Aber ich habe das noch nie zum Beispiel von Männern, was so dezent, wie soll ich sagen, nein, ich spüre es eh schon, nein, nichts mehr, danke, nein, ich habe schon ganz rote Backerl. Ich habe wahnsinnig rote Backerl, oder? Nein, finde ich nicht. Moment, das einzige Licht ist das. der rote Schädel beim Livestream gebührt mir. Ja. Nein, gar nicht. Du, wir haben uns schon daneben, Patrick, willst du wieder vorlesen oder liest lieber die Kommentare? Ich lese gerade die Kommentare dann. Aber Ne? ich glaube, du musst vorher noch austrinken und dann kannst du vorlesen, oder? Der Rührzi schreibt da zum Beispiel, unglaublich geiles Lied, so richtig Sensationell. feine Schimpferei. Ja. Ich finde übrigens, dass ihr sowas wie eine Playlist zumindest nachher noch rausschicken solltet. Was? Eine Playlist, damit man weiß, was ihr gespielt habt. Wie die Lieder heißen. Das ist eine Das wäre gute schon Idee. richtig nett. Oder müssen das jetzt nachher nochmal Ah, anschauen? ja, können. Aber die Idee ist Könnte mir ein kleines Zettelchen hinlegen in Zukunft und immer gleich mitschreiben, Ja. was wollen, dann ist das Ganze schon erledigt. Das wäre nämlich wirklich total nett, weil das haben wir uns das letzte Mal auch gedacht. wirklich. Das ist Ja. eine gute Idee. Eine gute Idee. Nicht Und Playlist. die von mir, das will Eine was gute heißen. Idee. Eine gute Idee. Nein, aber das ist gut. Das heißt, zum Beispiel in die Videobeschreibung, Ja, ich meine dann nachher, weil vorher wissen wir es ja nicht, aber Wir haben dass ihr beim das nachher reinstellt. ist eine Idee. Was meinen Sie dazu? Bitte schreibt eine, was ihr für eine Idee habt. Ich meine, man muss dazu sagen, das ist ein Haken für uns. Aber wenn ihr auch der Meinung seid, Danke fürs Wasser. bitte gerne ja Wasser. Ja. Schäpsen kommt, bin ich Herbert gerne Weißmann mal schreibt, da, Schäpsen kommt bei uns aber auch vom Holz. Entrinden mit einem eigenen Werkzeug, dem Schäpser, ja genau. Aber Schäpsen kommt nicht von Schöpsernen. Schöpserne kommt. Schäpsenschädel. Schöpserne heißt das nämlich in Hochdeutsch kann man nicht sagen, aber woher kommt die Schöpserne eigentlich? War interessant, nämlich wo das Schöpserne. Schöpsernes hat man früher noch gelesen, oft beim Fleischhocker, ne? Heute sicher. frisches Schöpsernes. Ja, das kann man einnehmen. Falls nach Kirchberg, da steht es. Muss ich gleich. Büro. Bei Büro muss man Büroschöpsenes steht? Ja. Ja, Ja, stimmt, das ja, stimmt. wo das herkommt. Da muss ich gleich nach der Sendung nachschauen. Aber Wozu haben wir das aus dem- Internet? Ne? Aus dem Holzbereich kenne ich es gar nicht. Schäpser. Vom Der Entrinden? Schäpser. Das ist ein Messer auf einen Stuhl, mit dem kannst du entrinden. Das ist ein Schäpser. Das sagt man in gewissen Gegenden in Österreich. Schau, und Ja. da wäre es jetzt Schäpser super, habe wenn ich der schon gehört, ich Manfred weiß, da wäre, ja, weil das ja. ist der Holzprofi. Der wüsste so. Schäpser habe ich schon Ja, aber gehört. wo ist er? Wo ist Wahrscheinlich er? noch am Einsalzen. Das wäre mir so jetzt. Ja, aber Schäpser. Werde ich ihn fragen. der Onkel Ramir sagt, um was geht's? Der Robert Buchter sagt, eine Playlist wäre echt dufte. Alter, mit Zeit verlinken, dann kann man auch gleich zum Lied springen. Ja, klar, Das wird wäre die- überhaupt super. Ja, aber das wird die ganze Welt
Gespräche verliert? Das kann es ja nicht sein. Nein, das ist, wenn man die schon gehört hat, dass man noch einmal gleich zu dem Song zurückspielt. Ja, nein, ich verstehe es. Ich verstehe es eh. Ja. Ich weiß sehr wohl, worum es geht. Und der Onkel Ramirez, wenn es ein Haken ist für ein Klaus, dann bin ich dafür. Es ist ein Wahnsinn. Da bin ich auch dafür. Harald Philipp Aber du Banschel, willst täuscht das wahrscheinlich, oder ist der oder? Klausi schon leicht angeheitert? Natürlich täuscht das nicht. Ich bin auf die Welt gekommen, war schon angeheitert. Wenn er heitere Dafür Seele. bist du da. Natürlich. Natürlich. Das ist meine Mission. Ich soll den Menschen Frieden und Freude und Liebe bringen, aber natürlich angeheitert. Sonst war es ja für mich kein Hitz. Na sicher nicht. Ja. Sonst hältst du es ja auch nicht Die durch. Brigitta Scheuer schreibt richtig ein kleiner Tipp. Ist eine gute Idee. Halt, brauchst nur ein kleines Zettel. Patrick, Ja, ich lausche weiter, vielleicht wird noch mehr. Werden wir ein bisschen was spülen. jetzt hast du mir die Flaschen entrissen. Ja, genau. Magst du Jetzt nicht kommen wahr, wir magst du nicht wahr? zur Krönung heute. Ein Chardonnay, wieder von unseren Dauertester Ausblick Wien, Dr. Höfler, Ried Jungenberg. Da gibt es ja verschiedene in den oberen Jungenbergen und in den unteren Jungenbergen am Biesenberg. Wird aber interessant, ob der von den oberen oder unteren ist. Jetzt muss ich den Michael einmal fragen. Dieser Chardonnay umspielt sanft den Gaumen und entfaltet sein Potenzial mit einem kräftigen Abgang, der den rauchigen Charakter gut abgestimmt betont. Der Körperreichtum hält den Wein einige Jahre frisch und eignet sich damit perfekt für lange Lagerzeiten und als Begleiter zu Huhn, Fisch und Dessert. Bei uns lagert er nicht. Lagern wird er nicht, aber der hat nämlich eindeutig Aber er Lagerpotenzial. Ja. Könnte. Er könnte. 13% auch, also das ist durchaus was man schon ein bisschen schon 2, 3, 4, 5, 6 Jahre lagern machen kann. Mach auf und tu nicht lagern. Ich mach schon auf. Ich finde übrigens, dass das extrem schön gestaltet ist. Wirklich das schick Etikett. gemacht, ja. Ja, gell? Wahnsinnig gut. Mit dem Wien. Ja, echt schön. Und das ist auch das Weingut. Und vor allem, mir du gefällt siehst auch- wirklich über Wien. Also Ich weiß, einige werden mich jetzt schimpfen, aber ich liebe diese Schraubverschlüsse bei Ist schon was Weinflaschen. Praktisches, oder? Praktisch und den Korkschmecker gibt es fast nicht mehr. Weil Woher? wenige verwenden noch Korken, okay, ja, das ist nostalgisch und vielleicht, wenn man länger lagern will, ist es vielleicht besser. Ich weiß nicht. Ich Ist noch mag nie sie. vorgekommen bei dir? Ich mag sie. Oh ja, schon. Aber ich mag sie. Ich mag das so. Bitte schön, Herr Kollege. na, ich lese gerade die Kommentare und ich merke, dass ich da in erster Linie nur verarscht werde. Ich meine, aber das ist ja Dann Wahnsinn. lies vor. Nein. Lies selber. Ich sehe ja nicht hin von da Ja, aus. ist Du hast es er. ja Hat der Pech gehabt. Wir sollten öfters eine Sendung von hier machen. Also da komme ich erst so in den Genuss dieser ganzen Weine, nämlich. Das ist. Also, danke dir, danke schön. Herrlich. Ich glaube, so müsste man es gut sehen, oder? Optimal. Ja. Optimal. Zahlt sich aus, wirklich schön. Dann werden wir den auch kosten natürlich. Für was habe ich Ich habe was eingeschrieben? gegessen. Halt mal. Klaus hat wieder den Mund zu voll. Nicht? Das ist Da haben wir gleich ein Paradies an, ne? Ein Traum. Das sind auch gut, gell? Super. Da, Chardonnay. Ich bin noch bald in beim den Genuss. Du bist aber im Alten? Ja, ich bin noch beim Vorreden. Dann sollen wir Das ist, weil machen. ich so viel Nuschnaps hatte. Ja, dann trinkst du den einmal aus und dann schauen Zum wir Wohl. weiter. Ist ja aus. Prost. Prost. Aber es freut mich wirklich, dass du dabei bist. Ja. Es mich freut mich auch total. sehr. Es war eine spontane Idee gestern Ja. im Kaffeehaus. Wo sonst? Haben wir die Idee gehabt, wie gefällt euch die Idee? Sollen wir sowas öfters machen? Ich meine, sowas können wir nicht öfters machen, weil wirklich ist einmalig. Nicht? Aber ich meine, so diese grundsätzliche Idee, einen Gast zu haben. Ich sage es einmal so. Ist ja ein abgesehen von den Brüdern, ganz am Anfang, Ja, stimmt. haben wir es noch nie gehabt und das erste Mal. Wie fühlst du dir jetzt eigentlich so als Gast da? Ich habe jetzt schon ziemlich viel Wein-Intus. Aber gut. Ja, Sehr ja, gut. man, das ist so wie bei uns, aber ich meine, wie du dich als Gast fühlst, das ist Sehr gut. Mir gefällt es sehr gut. Und Und ich vor muss allem, sagen, wie gesagt, ich genieße es sehr, da erste Reihe fußfrei zu sein. Also das zahlt sich schon aus. ja, aber das ist natürlich ein teures Ticket. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das haben wir uns auch schon gedacht. Gell? Ja, Ja. Ich weiß noch nicht in welcher Form, aber es ist teuer, es kostet. Den nächsten dann. Sehr gute Idee, sagt Andreas Christina.
Der Onkel Ramit steht mit dem Riesling an. Der Christ- Patrick sauft ohne Auto gleich viel besser, sagt der Christoph, Acker, ja. danke dir. Wir verstehen uns, gell? Der Christoph, wenn dann immer mit hübschen Mädels. Ja, aber ich mein, so viel gibt es nicht. Also das ist jetzt schon eher Seltenheit. Also das gewinnt sich nicht. Ehrlich. Naja, weil, ich meine, ganz, schau dich um. Also jetzt ist... Daher Jetzt ist habe ich es relativ leicht mit der Konkurrenz, muss Ja. ich sagen. Kein Wunder, ne? Ja, Gott sei Dank. Der Landtalstromer. Musiker müsste man sein, dann könnte man morgen ausschlafen. Ich glaube nicht, weil um 7 Uhr wird der Peter da stehen. Mit dem Vakuumfassel und wir das Hinkel auspumpen. Ja, Ich habe gedacht, ihr geht morgen mit mir in der frühen Stall. das hast du vielleicht da. Kann schon sein. Also ich Also hätte du so damit denkst- kein Problem. Also Das ist ja das 777. Wir Schau. sind, ich kenne mich ein bisschen aus. Ich wir sind durfte- für Ja. Bauern echt spät dran. Ist das mit 5 fängt ja oder was? Ja, um 5 stehen wir mal gemütlich auf. Das ist wirklich spät. Um Ja. 5 steht keiner gemütlich auf. Um 5 von mir stehst du auf. Ja, das ist so wie Thriller von Michael Jackson. Aber du stehst nicht um 5 gemütlich auf. Du stehst also gut, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Also um 5 Doch. stehst du gemütlich auf. Und dann Und dann gehen wir ganz gemütlich in den Stall hinüber. gemütlich in Außer der Stadion. Manfred muss natürlich also mein Lebensgefährte arbeitet Vollzeit, das heißt, in Normalfall frühstücken wir dann schnell, dann fährt er in die Arbeit und ich gehe gemütlich Gemütlich. in den Stall. Stadion, gemütlich. Gut, der Vorteil bei euch ist das Melken fällt aus natürlich. Ja. Ich habe das als Bub kennengelernt in der Steiermark bei Jugendfreund von meinen Eltern. Ich habe dort meine ganze Ferien in den Sommer verbracht. Jahrzehnte fast, kann man sagen. Bis zu meinem 18., 19. Lebensjahr eigentlich. Immer draußen und auch zwischen dem Jahr immer wieder längere Zeit frei war ich draußen. Und ich habe Landwirtschaft gehabt, aber mit Milchwirtschaft. Ja. Und da ist um 4:30 Uhr angegangen. Also da Ja. waren wir um 4:30 im Stall. Ne? Das kommt immer darauf an, Das- wann, ja. wann der die Milch holt. Genau. Für uns war es so, dass ich Milch nie auszahlt hätte, dafür sind wir viel zu klein. Wir arbeiten beide und Milchwirtschaft ist einfach echt so, dass du sagen kannst, Ist jetzt schon Arbeit. es Nicht, dass ist das heißt, bei jetzt uns, ist keine alte Morgen keine Arbeit. Ne? Das, aber es ist so, dass man sich von der Zeit her besser einteilen kann. Bei Milchwirtschaft bist du halt Ja. eingespannt, vor allem wenn du Genau, sagst, du so möchtest ist jetzt nicht unbedingt einen Roboter oder sowas haben. Und Ja, genau. das macht in meinen Ja, genau. Augen keinen Sinn, weil ich habe die Tiere, weil ich mit ihnen zu tun haben möchte. Genau aber so zum ist. Beispiel der Bruder von meinem Großvater, der eben im 16. gewohnt hat, die haben einen Milchviehbetrieb gehabt im Waldviertel. Und dort war es so, dass der relativ früh gekommen ist, der Milchführer, das heißt 3:30 waren die im Stall. Das empfinde ich auch wenn der um nicht mehr 6 als da steht. gemütlich. Ja, du machen. musst fertig sein und das muss gekühlt sein. Genau Also so das es. ist schon- Das nimmt das nicht mit. Misst er die Temperaturen, wenn die nicht Dings ist, nimmt das nicht mit. Bleibt stehen. Dann bist du umsonst aufgestanden. Und das sind schon, ich meine, natürlich verdienst du mehr, wenn du Milchvieh hast, aber bei uns ist es so, ich gehe in der Früh in den Stall und ob ich jetzt, sag ich mal, eine halbe Stunde früher oder später komme, spielt nicht so die Riesenrolle. Wobei man sagen muss, dass die ausgewachsenen Tiere eher für die halbe Stunde, 2 Stunden später sind. Die sind eher in der Murmeltiergegend. Also Ja, wenn, ich schon da, älter, ne? wenn ich im Winter um 6 im Stall bin und ich drehe das Licht auf, also mehr als einen bösen Blick kriege ich nicht. Verstehe. Ja, es ist auch unhöflich. Ja. Wobei man sagen muss, den Kleinen macht es nichts und es gibt nichts Netteres, als wenn du in der Früh in den Stall gehst und dann kommen die kleinen Kälbchen her. Also ich meine, das ist jetzt schon, also das ist was ich bei uns als ein Privileg empfinde. Ja. Auch wenn du weißt, also ich studiere Agrarwissenschaften nebenbei, also ich mache meinen Master in Nutztierwissenschaften und da habe ich eine Zeit lang um 8 auf der Uni sein müssen, das heißt, da bist du um 4 im Stall, aber wenn du um 4 in den Stall gehst und dann kommen die kleinen Zucki zu dir her, das ist schon fein. Das kann man schon vorstellen. Also das ist schon, da kannst du schon richtige Motivation für den Tag rausholen. Ich meine, du Glaube bist ich. in Wien trotzdem völlig fertig und kriegst nichts mit, aber du weißt, wenn du zu Hause warst, sind sie wieder da. Also Aber, das also, ist schon das glaube ich sehr, schon. sehr nett. Das glaube ich schon. Der Matthias Mariacher hat eine gute Frage, die kann ich gleich beantworten. Frage, habe heute am Land gesehen, dass die Milch um 14:15 Uhr abgeholt wird. Wie haltet die Milch so lange, wenn sie seit in der Früh draußen steht? Die steht nicht seit in der Früh draußen. Die wird daheim meistens in der Kühlkammer kalt gehalten und kommt nachher, wenn es angeholt wird, eine halbe Stunde, Viertelstunde vorher kommt das raus.
wenn überhaupt, oder er hat sowieso den direkten Anschluss an den Milchtank. Nein, die sind draußen gestanden. Bei ihm sagt Okay. er, jetzt steh gesehen draußen. Ja, Das kommt erst nachher, wird es erst rausgeschoben. Also das. Ja. Also die ist nicht warm. Also. Außerdem, wenn du so eine ganz frische Kuhmilch hast und die ist wirklich gut und du willst aus der eine saure machen, eine saure Milch machen, es gelingt der Machme gar nicht. nein. Wir haben so einen Spaß gehabt, vor Jahren in der Steiermark, wie wir waren. Die ist uns nicht sauer geworden. Wir haben es ausgetan, haben wir schon ein Brot einprägelt. Keine Chance. Keine Chance, die ist nicht sauer geworden. Aber es gibt. Machme geht's nicht. Aber es gibt Machme nichts- geht's so schnell, dass Aber es gibt nichts Besseres als eine Kuhwarmmilch, oder? ich liebe es. Ja. Nur komme ich zu denen nicht mehr. Also, Schwierig. Ist echt schwierig. und am besten ist es gleich so. Der Matthias Mariak sagt, Entschuldigung, der Landtagsstromer, die Motorrutger wird auf den Mavi-Hof verschoben. Was wird auf dem Mario? Ja, das weißt du noch nicht. Das weißt du noch nicht. Das ist eine Insider-Geschichte, die werde ich noch aufklären, ich auch. Aber wieder hocken für euch. Na wunderbar. Ich glaube, wir sollten wirklich was spielen, haben wir auch wieder, oder? Nein, wir müssen die Telefonbuchbeutel spielen. Ja, unbedingt. Die war gewünscht. Also es ist ja wahnsinnig toll, weil es gibt irrsinnig viele Kommentare und einige auch sehr gute. Also zum Beispiel, der Rütz hat vorher irgendwo geschrieben, ich finde es jetzt nicht mehr. Man stoßt schon auf die Person und nicht auf das Getränk an. Also wurscht, was der andere in der Hand hält. Vollkommen richtig. Wenn wir vorher weggezogen haben, ne? Also, Das ist so. Aber das war ja nicht wegen ihr, sondern haben wir uns Gleich gestreckt. sofort eine Rüge. Das Ja, ist, na, aber, zu Recht. aber zu Recht. Wir haben uns gestreckt. Etikette gehört gewarnt. Das Ja, macht wir man haben uns nicht. einfach nur gestreckt. Aber da hat vollkommen recht, der Rützi. Ich bin's übrigens gleich. Ja, also, Ja, trink aus, das ist schnell weg. Ehrlich. Ihr seid so dabei, das ist so super. Heißt dann halt Mavi-Rutger. Meine Oma hat die Milch in 2 Tagen braunen Dopplern in der Sonne auf die Gartenmauer gestellt. Dann eine Stoßsuppen gemacht mit einprägeltem Brot. Ja, kenne ich das. Stoßsuppen habe ich als Kind schon nicht, wollen, das mag ich bis heute nicht. Eine Stoßsuppen Kenn ich ich schon. Kennst du nicht? nein, kenne ich nicht. Nein, brauche ich nicht. Ich habe es im Burgenland gekriegt. Also gekriegt. Ich war nicht oft. Also ich habe sehr komplizierte Art und Weise Verwandte im Burgenland, Weinbauern. Was sonst? Ja, und da hat es auch diese Stoßsuppen gegeben. Das sagt mir überhaupt Saure nichts. Milch. Ja, ja. Das ist so saure Mühlesuppen. Ja, mit Mühle. Brot ja, einprägelt genau. dann und so. Das ist. Nein, brauche ich nicht. Ja. Nein, Stoßsuppen, also mit Brot einprägeln. Also quasi eine Rahmsuppen. Eine Rahmsuppe, saure Rahmsuppen kannst So Rahmsuppen und Rahmsuppe ist schon einprägeln. was Gutes. du. Also mit, Ja, absolut, ja. nein, das ist nicht meins gewesen. Okay. Stoßsuppen, nein. Stoßsuppen habe ich schon viel gehabt. Da war auch Kümmel drin. Ja, Da Genau muss er, so, der dann, Kümmel dann, bei dir. da Zwiebel, muss Kümmel. er Kümmel Da rein. muss ein Ja. Kümmel rein. Ich glaube, das das ist ist was der Kind jetzt glaub Erinnerungen schon. dran, das ist wie eine Das- Gurkensuppen. Das mag ich auch bis heute nicht. Nein, das ist was Gutes. Nein, das Na ist schau, für Eine Kindheitserinnerungen. Gurkensuppe, das Ich ist liebe was Gurkensalat und Herrliches. Gurke gleich so Ja. zum Abbeißen. Wunderbar aus dem Garten gleich. Aber Gurkensuppe, nein. Es geht nicht. Na, aber schau, das ist was, das habe ich erst mit über 20 kennengelernt. Gott sei Dank erst später kennengelernt. Ja. Sensationell. Nein, also da bin ich Gurkensuppe, na, herrlich. Und der hatte eben ein 90 Adventure da, er sagt, Kuhwarme Milch war auch ein Highlight meiner Kindheit, als der Opa noch Viecher gehabt hat. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo man sagt, ja. bist du deppert, was haben viele Leute damals noch für Erlebnisse mitbekommen in ihrem Leben, Ja. was dann viel aus der neueren Zeit, Generation halt, wenn man so sagen will, gar nicht erleben konnten. Aber das ist gar nicht, also ich bin jetzt nicht so jung, aber das ist gar nicht so die neuere Generation, weil wenn ich denke, eben der Bruder von meinem Opa, die haben auch aufgehört. Dort war ich eben auch als Kind, dort habe ich kuhwarme Milch gekriegt, deswegen bin ich aufgestanden in der Früh, sonst wäre ich ja nie aus dem Bett gegangen, wenn ich nicht gewusst hätte, wenn ich da jetzt mit meinem Heferl hinrede, kriege ich die kuhwarme Milch. Die Steirer haben auch aufgehört, schon vor zig Jahren, wo ich quasi halb aufgewachsen bin. Und das war einfach, also das war was ganz Besonderes. Ja, das glaube Und das ich. war damals, war das heutigen Standard natürlich nicht mehr, aber das war damals ein topmoderner Betrieb. Aber es ist halt einfach, es ist halt nicht weitergegangen. Und da gibt es leider auch viele. Aber dieses,
Ich glaube, das, glaube ich, ja. das haben ganz viele, Ja. solche Erlebnisse, die einfach so prägend sind. Ja. Wobei ich sagen muss, die haben Ja. dann Gänse auch gehabt, das war auch prägend und seitdem kann ich die Viecher nicht leiden. Aber Sind Sie angesprochen? boah, ich war ja immer nur so groß. Und dann Wie kriegst du heute. Sind aber so kaum größer geworden. so liebe Tiere. Ja, und dann gibst du ein Steckerl in die Hand, das ist so lang. Und sagen, da stupst du es, dann geht's weg. Na genau. Ja, Ein definitiv. so breiter Durchgang. Ja, das ist gigantisch. Aber ja, das ist, aber ja. Also, mit einem Gansel, das Was ist? Ja, das ist vorbei. keine Gänse. Nein, keine Gänse. Auch keine Laufenten. Oh, die finde ich Ah, lustig. die schon. Okay, die schon. Laufenden gehen, die machen auch nicht dieses Geräusch. Nein. Der Gansel Ja. erst, dann. Nein, da ist schon. Boah. Das ist schon beim Nachbarn, Das die ist- Ganseln waren und in Da ist schon. Also ich meine, in der Nähe Sei der mir nicht Jugend. böse, was aber das- wenn du nur so was das groß nicht bist weißt, und der also- Ganter ist so hoch, Ja. da rennst ja, Das da ist ja- rennen Bist auch du die gescheit? Hunde. Ja. Es lernen, ich will gerade sagen, es ein lernen ja Gansel ist- einige Bauern da ihren Hunden sozusagen einen gewissen Respekt durch Gänse bei. Ja, Ja. Weil ich sagen, ja, was sagt der Hund? Weil kein Händel, nicht? Ich meine, da macht der Hund auf stark. Nicht? Und dann stößt du mal Ganseln hin nicht? Und dann ist vorbei. Gänserich. Da rennt Und der Hund weiß, wo die Grenzen sind. ja. Ja? Also das ist schon. Ja. Ja. Die Laufenten kann man aber nicht essen. Ja, das bei einer Hausmutter, das stimmt. Das ist das Problem. Die kümmern sich um die Nacktschnecken, nicht? Aber sie sind selber nicht schmackhaft. Aber deswegen bin ich für ein Mischungsverhältnis Laufenten und Gänse. Wir haben zum Beispiel nur Händeln und haben mit den Schnecken auch kein Problem. Fressen sie auch schon in der Zwischenzeit gerne, nämlich, ja. Ja, und vor allem fressen sie die ganzen Schnecken Eier zusammen und damit Wirklich, funktioniert aber- das super. Ja. Die Bitten So nicht gewusst. picken, Ja. und das ist nämlich gut, jetzt sind keine Eier da und dann ist weg, ja. Eben. Funktioniert auch tadellos. Jetzt sollten wir was spülen. Ich glaube auch. Herrenspörg, Ihr Kirchberg am habt's eh schon was Wechsel. Ja. gesagt. Ja, wir haben schon was gesagt, wir müssen was spielen. Aber es kommen immer so viele neue Sachen. Es ist, wir sind das nicht gewohnt, nicht? Dass wir quasi so zu dritt. Ich bin ja nur gewohnt im Patrick. Ja, da spielen wir bald einmal was, nicht? Weil was soll man reden mit dem Patrick, nicht? Wir kennen uns länger als 26 Jahre. Also. Das bin ich nicht gewohnt. Aber erstens, heute schreibt sie sehr viel, dass ich da gar nicht gescheit mitkomme. Dann haben wir natürlich einen charmanten und informativen und leibenden Gast. Absolut. Und dann haben wir, und das ist natürlich alles ganz neu. Nicht? Weil, wie gesagt, weil ich nur mit Patrick zusammensitze und spiele, ja. Ja, gut. du schaust ihn an, er schaut dich an und ihr wisst, was du spielst, oder? Ja, So ziemlich. und wir werden schon irgendwie umgehen. Ich weiß auch die Donut immer. Also. Ja, die Donut. Komm, Patrick, leg weg das Ding. Jetzt leg doch weg einmal das iPhone. Und Du hast nämlich, ja genau, wir hätten jetzt gar nicht trinken können sonst. Ich sitze gerne im Wirtshaus, am wirtshäuslichen Herd. Da sitz ich wie beim Wirtshaus und werde nicht gestört. Der Wein wird schön älter, in meine Kehle fällt er, der Kalterer wird kälter, so wie es sich gehört. Ich lese nicht in Journalen, ich red mit keiner Frau. Für die ist nicht nach Zahlen, dazu bin ich zu schlau. Wenn ich Inspiration such, Gesellschaftsliaison such, lese ich das Telefonbuch, da finde ich das genau. Weil alle meine Freunde stehen drin, und zwar auf Seite V. Wondrak, Wortel, Wipplerschill, Woltig, Wutzig, Wimmlertil, Jura, Vrabel, Brittelek, Wickler, Spratzig, Wichnerlek, Frecker, Frba, Wickotil, Frablitsch, Mutze, Viskotil, Wochenetschka, Vukelitsch, Vrtatko, Vukasinovic, Worak, Wondro, Worlitschek, Woralek, was mit dem Vrttel, was Zendelek, Verinis, was Narek, Vrtalade, Wipplerchill, Vrtzala, Wistlerchill, Lokvatitka, Witschesal, Vratzil, Vrana, Wimmetal, Frawitzke, Frawitzke, Franek. Meine Frau geht mich betrügen und glaubt, dass sie nicht schmeckt. Jeden Abend tut sie liegen mit Blätterneck ums Eck. Der Blätterneck ist ein Trottel, meine Frau ist ein Kokottel, sie gehen zusammen ins Hotel. Damit ist nicht entdeckt,
Doch ich hab's bald begriffen, drum nehm ich auf Kredit an deinen Detektiven, was folgt auf Schritt und Tritt. Und schon 2 Wochen nachher kommt der große Macher und sagt, dass ich nicht lache. Der Blätterneck ist nicht. Jetzt halten Sie sich geschwind an. Ihre Frau betrügt sie mit Wondra Quartel Wimplaschi, heute Kotzig Wimblati, Jura Vrabele Vrtilek, Dika Schfratzig Wichnerlek, Frecka Frba Vikotil, Frablin Schmutze Viskocil, Wochenetschka, Vukilic, Vrtat Go und Vukasinelic, Vora Kontra Valecek, Vorlek, was mit dem Vrtelvatra Pavostenilek, Frinis Mostarek, Vrtalana Vimplacil, Vrtzala Vislacil, Vokvo Tipka Pitche Saje, Vratzne Frana Vimmetal, Frabitske, Frerlek, Vaverka, Veplek, Vapajka, Wojtek, weg. Georg Kreisler, das Wienerischste, was Georg Kreisler jemals geschrieben hat. Ja. Absolut. Und ich muss sagen, naja, schon. Der Onkel Ramirez geht schlafen, eine Zeit wie jetzt. Das ist ja schon, das ist schon ein Überzeitler. Das sind auch nicht mehr 44 Zuschauer in der Zwischenzeit. Nicht? Das ist Ja. Nee, ich weiß jetzt, sollen wir schon langsam zum Schluss kommen? langsam Wir kommen machen zum Schluss. Wir machen eine Umfrage. ja. Warte, da habe ich schon wieder fliegen. Obwohl wir keine Demokraten sind normalerweise. Weil Demokratie wird nicht funktionieren bei uns beide, weißt Ich du? hab's so erwischt, aber sie ist wieder aufgewacht. Ich hab zu wenig hart gehabt. Haben wir nochmal Weltklasse, sagt der Michael Fessel. Die roten Achteln von einem, muss ich echt sagen. Ja, da fehlt die zweite Strophe. Der Christoph Acker hat sofort bemerkt, na, wir uns gedacht, wir machen einfach eine Ein kurze bisschen eine kürzere Version. Ne? Weil ich sag da was, ich rauch mal eine an. Ich rauch mal Ich jetzt meine, eine wir sind an. ja nicht auf der Flucht. Nein, gar nicht. Ist da alles in Ordnung, alles entspannt? Wunderbar. Alles gut, ja? Ja, ich hätte ist- jetzt auch nicht ist- sagen ist können, schön. dass die zweite Strophe fehlt, weil ich habe es nicht gekannt. Gefällt mir auch gut. Ja, aber es gibt natürlich ein paar Gescheißeln da, nicht? Die da. Ein paar Gescheiter. Ich habe eh gemeint. Gute Nacht, Onkel Ramirez, Matthias. Wir schließen uns an und trinken einen Schluck auf den Onkel Ramirez. Oder wir hauen eine Rotsachtel für den Onkel Ramirez. Onkel weil Ramirez, er sehr muss zum sagen, der hat Wohle. heute wirklich schon. Der hat heute wirklich lang ausgehalten. Weil es ist was? Öfe. Onkel Ramirez hat lang ausgehalten. Wir halten Und auch haut schon eine lang aus Rotsachtel heute. für den Onkel. Wir halten auch lang aus, Herr Was Kollege. Mike und der Uhr. Der Ulrich sagt, macht's weiter. Zum Wohle. Prost. Das Ritter trinken wir. Ja, bitte dabei. Was ums Trinken geht, Dabei. sofort der Ordnungsruf Das nützt nichts, aber entgegen ein Gläser nichts. klingen und er ist sofort da. Herrlich. Weiterspielen, sagt der Rudolf Koppel. Der Ulrich, der hat nämlich ein irrsinnig geiles Profilbild, nämlich den Nick Knatterton. Sagt er denn noch was, der Nick Knatterton? Dick, da bist du zu jung. Das Bist glaube du ich. schon zu jung? Nick knattert Der dann. Nick Knatterton, Patrick, du kennst ihn schon. Mit Schottenrock, mit Schottenkappel in grün, mit den berühmten Kneiberlhosen in Ja, grün. aber nur ganz dürftig. Ganz dürftig. Aber ich glaube nicht, dass ich jung bin. Ich glaube, das ist einfach die Nick falsche Knatterton. Oh, da bist du jung. Der Nein, da bist du jung. Nein, das gibt's nicht. Ich bin der 86er Jahrgang, da bin ich nicht jung. 6 Tages, mein erster Knatterton, Rausch ja. ausgeschlafen. So kleine Comicshefteln geben davon. War auch in der Kronenzeitung dann einmal. War Gut, da in kann der, ich nicht helfen. Am Sonntag war die Nein, Kronenzeitung immer im Haus. ich kenne Nick Knatterton nur aus der Ja, nur wegen aus dem dem, Fernsehen, also wie im Fernsehen. wegen dem Comic ganz hinten und wegen dem Kreuzworträtsel. Genau. Ja. Entschuldigung, der Roman Buch, der sagt zu Recht, ich meine, weil der Sicht ist vollkommen richtig. Ich meine, wir werden ordentlich aufgefordert zum Weitermachen, aber der Roman Buch, der sagt, die Flasche ist ja noch gar nicht leer. Ja, Stimmt. Und das haben wir immer gesagt, ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast, dass wir eigentlich dann schon sagen, ja, ich meine, Austrinken müssen wir. ja. Und normalerweise trinken wir ja bei der Sendung in den 2 Stunden eine Flasche. richtig. Wenn wir zu zweit sind. Also ich, weil er fährt mein Auto. Das heißt, er trinkt auch nicht. Heute sind wir zu dritt. Wir sind jetzt 3 Stunden unterwegs und um 3 Flo. Es passt eigentlich eh. Der Schnitt ist da. Nur einen Nussschnapsel haben wir dazwischen geworfen. Richtig. Aber das ist 96, KTMs 99 Adventure, 86, da war ich 12. Warte, jetzt muss ich nachrechnen, jetzt ist es nicht schwierig. 86 war ich, da war ich 9. Aber warte, ich muss nachrechnen. Na, ich war 11. Aber wir Ja, sind klar, in der weil ich bin gleichen ein Generation noch 75er. alle. Eben, Ja. eben. Das Eindeutig. haut schon noch hin. Der Ulrich sagt, der Knatterton war in meiner Jugend schon alt.
Stimmt, das hat mein Vater schon kennt. Aus Bur. Ja. Mit Knatterton. Das war bei uns irgendwie so noch einmal aufgewärmt, die Comics, glaube ich. Da waren keine neuen mehr, sondern die sind wieder gekommen damals irgendwie. Gut, das So. ja. Meiner Kindergartenzeit kann ich mich da erinnern. Nick Knatterton, ja. Okay. Aber Nein, ich bin da schon voll in die Thomas Breziner Zeit hineingefallen. Jesus, man, Thomas Brezin bei uns Ja. auch, ja. Ja. Die 3 Fragezeichen und so. Das Nein, das, Die 3 hat's Fragezeichen auch sind nicht nein, die sind nicht. Breziner. Nein, wir haben die anderen Kassen, mein Bruder ist auf das so geschaut. Ja, Die wurscht. Die Warte, Knickerbockerbande. Knickerbockerbande. Na, Genau. okay. aber die rette waren- mich da nicht über eine. Ich war immer mehr auf der Pumuckl-Seite. Okay, der war auch super, oder? Mit Meister Eder. Die Daniela Schlögl müssen wir jetzt verabschieden. Die müssen um 4 Uhr aufstehen. Um 4 Uhr läutet der Wecker. Sehr löblich. Ich habe gesagt, bei mir kann um 4 Uhr der Wecker läuten. Ist wurscht, oder? Das wäre gleichzusetzen mit wie, er kann mich auch am Arsch lecken. Gell. Wir fahren auch um 7 nach Salzburg. Ja. Na, leider sind wir später hingekommen, als wir noch wollen haben, weil ich habe ein Hirschkuh gepackt in der Früh. Mit meinem Auto. Da war ja dann noch irgendwas, oder? Ja, dann sind wir noch auf die Polizei nicht sofort gefahren, ne? Weil ich nicht gewusst habe, welcher Jager da zuständig ist. Fahren wir gleich zur Polizei und machen Dings. Bin noch mit einem 20er Tempo heimgefahren nach Eibisdorf, das war nicht weit weg von mir daheim, Gott sei Dank. Und sind dann ins Auto vom Klaus umgestiegen. Aber dann. Dann auf der Autobahn Richtung Salzburg. Hat's gescheit einmal den ganzen Tag schon. Kaum kurz vor Salzburg ab Mondsee fängt es bei einem Auto zum Pipsen im Auto. Hohe Abgaswerte, Wartung erforderlich. Dann kommt die Durchsage im Radio. Stau. Dann kommt am Navi der Dings. Stau voraus. 10 Minuten längerer. 15 Minuten längere Zeit. 20 Minuten. 30 Minuten längere Zeit. Also der Tag war ziemlich... Vergesst es. Ja, wir sind trotzdem hingekommen noch. Das war mir ja alles wurscht. Nur das Zum Problem Interview. war, ich hab kein Gas mehr geben können. Der Turbo nicht ist mehr- ausgefallen. Ich bin auf, Er hat ja, abgeriegelt. Ne? Das ist Gott sei Dank, muss man sagen. Ne? ja. Und dann sind wir zum ÖMTC gefahren nach dem Interview, der dann feststellt, dass das Aber das war ja bei diesem AGR-Ventil... Podcast, was? Servus, Der TV. Podcast Ja, von ja, Servus genau. TV, Ja, der Conny genau. Bürger, ja, genau. Das war aber Schau. nett, oder? Absolut. Das, Das wird war jetzt demnächst richtig kommen. Es wird nicht demnächst Wird kommen, ja wahrscheinlich ja. nächste Woche wird es online gehen. Wir werden natürlich informieren. Natürlich. Das ist ganz klar. Muss jetzt kommen. Nächste Woche, glaube ich. Ich glaube, nächste Woche, ja. Ja, ja. Theoretisch müssen auch irgendwann diese ORF-Schicht kommen, was wir da draht haben. Ja. Theoretisch. Praktisch wissen wir es nicht. Das war aber in Wien, oder? Das war in Das Wien, war ja. ORF. Das war in Wien, ja. Die wie heißt es? Seitenblicke Sommerfrische. Sommerfrische, ja. Seitenblicke Sommerfrische. Das Kassen. Sind wir am Biesenberg spazieren gegangen, Das war jetzt hart. Das ist deppert. Ich bin da noch nie spazieren gegangen. der Makatscht. Ich bin dort immer nur zu Aber zum Schluss haben Aber wir ihr habt ein paar eingekehrt. Fotos drinnen gehabt, da hat es voll nett ausgeschaut. Ja, natürlich. Ja? Nein, es also war da, nicht. ihr habt auch total erholt ausgeschaut. Nicht irgendwie großartig Ja, müde oder sonst irgendwas. Vollprofi ist halt nicht. Das ist ein Ich Aber möchte zwischendurch nein, einen begrüßen. Wir sind ja am Weg über den Biesenberg, sind wir nachher dann eingekehrt bei unserem Winzer Dauertest. Und Ah, na Gott sei Dank. das war immer so der Lichtblick. Wo der jetzt, bald haben wir es Das schaffen hinter wir, uns. das schaffen wir. dauert noch immer eine halbe Stunde. Noch eine halbe Stunde. Noch eine. Ich möchte kurz begrüßen den Motorradfahrer Roberto. Der ist gerade heimgekommen und auch live dabei. Den Servus. versäumten Teil schaut er nach. Grüß Das dich. taugt mir. Das hat mir so gefallen, der Andreas Christina, alte Zuschauer, lieber Freund, der hat sich angeschaut, diese berühmte XXL-Version. Version. Von da. Aber nicht ganz. Er hat gesagt, er ist noch schlafen gegangen und gesagt, macht er nichts, wird nicht mehr viel sein. Den Rest schaut er sich am nächsten Tag an. Und er hat sich die ersten 3 Stunden angeschaut und am nächsten Tag hat er gesehen, dass Das noch sind noch 3,5 3 Stunden Kommen. Also, Das habe ich sehr lustig gefunden. wird heute Aber nicht das der ist Fall doch sein. schön, da weiß man, was man zu tun hat den Tag. Ja und nein. Aber ich glaube, 6,5 Stunden ist schon verdammt lang. Also das ist, obwohl, das ist schon, und ich muss ganz ehrlich sagen auch, also ich war erschüttert, als ich meiner selbst mehr oder weniger, ja, nennen wir es beim Namen, betrunken gesehen Gibt's habe. ja gar nicht. Ja, es gibt schon, aber ich bin noch nie gesehen dabei. Also nicht, dass wir ausfällig gewesen wären, Nein. aber optisch allein schon war es etwas schwierig. Naja, optisch schon. Aber man ich glaube spielt trotzdem, sich. dass wir schon langsam Schluss machen. Das heißt, glaube auch. ihr habt euch das Ganze dann wirklich fertig angeschaut? Nein, ich habe es nicht angeschaut. Ich Also, habe es dann auszugsweise habe ich mir es dann angeschaut. Nicht? Ja, am Schluss haben wir reingeschaut, aber ich wollte schauen, wie war so die Wie letzte war das Zeit. dann so?
Das war schon doch das Servus, der Patrick, ich sag's auf. Das war unangenehm. Dann ist der Wein uns ausgegangen, wir mussten dann auf Gin Tonic umsteigen. Nicht? Echt jetzt? Ja, Natürlich. naja. Euch ist der Wein ausgegangen. Und der Wein ist ausgegangen. Also, Der gekühlte, sagen wir so. die hat die Geschichte. Also, ja, apropos, wir können erst Schluss machen, wenn die Weinflasche leer ist. Und das müssen wir Und auch natürlich. diese Flasche wird uns eine Leere sein, wie schon mein Großvater sagte. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Ein bisschen Bündnerfleisch ist noch da. Wir haben noch was. Wir haben Oder noch immer eine kleine gesagt, Flasche. eher eine neue öffnete. So Aber Ein weiser Mann. Vatertag. Wiki, Zwischenfrage, welcher Wein war jetzt der beste für dich? Also, welcher hat dir am besten geschmeckt? Ich habe den noch nicht gekostet. Eben. Ich habe den noch gar nicht gekostet, also kann ich da noch nicht wirklich viel dazu sagen. Ja, ich schenke dir sofort ein. Der Wolfsbeck und du sagst, eine Nummer ist Pflicht. Ja, Wolfsbeck, wir spielen Ja. auf jeden Fall noch. Ja. Ich sage mal, wir spielen auf jeden Fall noch 3 Nummern. Also lockerer. Dankeschön, Dankeschön. Also lockerer. 3 Nummern spielen wir Dankeschön. auf jeden Fall, weil zumindest es sind noch so viel offen. Stimmt, das schon. Ja, nein, du machst es richtig, genau. Das ist. Ja, der Red Hot Rebel Chandler sagt auch, was eine Gaudi die XXL-Geschichte. Es war leibend. Es war wirklich lustig. Aber ich habe mich wirklich erschreckt, wie man das angeschaut Ja. hat. Wie wir Nein, immer du musst- langsamer geredet haben. Du musstest dir schon von Anfang bis zum Ende anschauen und dementsprechend konsumieren. Ja, dann ist es nicht so schlimm. sonst Ja, wird's- stimmt, Dann ist es ja. nicht so schlimm, ja. Genau. Ja. Stimmt, ja. Genau. Meine Mama war immer so lieb, wie es dann so gesagt hat, trinkt sie nicht zu viel? Und ich gesagt, Mama, ich bin Heiligenmusiker. Das ist, ich lebe davon, dass ich zu viel trinke. Was soll ich machen? Der beunruhigst nicht. Ich habe es immer beruhigt und gesagt, sag, ihr trinkt aber schon, gell, beim Spülen auch immer. Sag, nein, da wir nicht. Schauen Sie Das schaut mir so Und jetzt noch immer aus. so, du, wir machen das jetzt seit 26 Jahren, glaubst du, wir täten noch leben, wenn wir wirklich immer. Also, das gangert ja gar nicht. Das stimmt allerdings wirklich. Das stimmt aber wirklich. Weil, Wir trinken viel und gern, aber wir trinken Ja. nicht immer und überall. Weil sonst könnte es wirklich nicht überleben. Das stimmt allerdings. Das muss ich wirklich sagen. Ja. Das liegt aber daran, dass ihr eben auch so Kurkonzerte in Bad Schönau Richtig. spielt, wo es auf der Bühne dasselbe mitnehmen müsst, oder? Das heißt, Ja, vielleicht, Moment, dass die Moment. Versorgung Wir haben nicht so hinten im richtig gut- Kühlschrank genug zum Trinken und Ja, ja, der schon. Viktor vom Café Hofmeister, Ja. Vulgo Weinstube, wie es früher geheißen hat, Kümmert ist sich. extra hintergerannt in, Ah, Gott sei Dank. in mit Kurbar. 2 Sektkübeln, Ja, mit mit Eiswürfeln. Eis drinnen, aber nicht nur Eis drinnen. Da waren Bierflaschen drinnen, Radler drinnen. Also, sehr nobel, sehr Ja, Ich nobel. muss gestehen, ich habe mir nämlich schon Sorgen gemacht. Weißt du? Nein, es ist Doch, auch da im muss man nicht Kühlschrank. Im Kühlschrank ist hinter Ja, ja, der das schon, aber wenn ihr auf der Bühne Das- vorne seid, nur zu zweit. Bühne. Kann ja einer aufstehen dazwischen auch. Nicht? Der Fritz Starkus sagt, Dazwischen nein, ihr wart nicht betrunken, die Zuschauer waren etwas neben der Spur bei der XXL. Richtig, Friesel. Fritzel, du hast recht. Das ist Ja, es ist ja wirklich, das sind ja die Zuschauer. Ne? Bernahos Motto sagt, das schönste Blumendorf der Welt. Ja, das war Botschinau. Ich weiß nicht, ob es noch im. Nein, ist wieder es schon. Oder ist schon Nein. wieder, oder Ist war es es ja nicht. mehrmals nicht. Nein, aber, der Punkt ist der, die Gemeinde Bad Schönau hat 700 Einwohner. 750. Entschuldigung. 750, Entschuldigung. Das wäre ja, nicht also schimpfen mit uns. Und in dieser Kategorie Gemeinde bis, weiß ich nicht, bis 770 oder bis 800 Nein, Einwohner. ich glaube, es sind unter 800. Ja, also in dieser Kategorie ist Bad Schönau das schönste Blumendorf. Ja? Na? Ja? Da kann Eibistal nicht mit. Weil mein Schatz hat immer gesagt, ne, mein Munkel hat immer gesagt, ich verstehe das nicht, warum ist das schönste Blumendorf? Ich meine, ja, es ist ganz nett hergerichtet, aber es Und ist im nicht so Kurpark auf. blüht schon Der alles. Kurpark ist Also, wunderschön. Wunderschön. Kurpark ist Und die wunderschön. sind wirklich dahinter. Ja, also absolut. da ist, Absolut. Nein, da und kann das ist jeder Milchbau einpacken, weil die Ja. gehen um 4 gießen. Echt? Ja, im Sommer, wenn es heiß ist, die sind um 4 draußen gießen. Klar, habe ich die Ehre. Gerade so, ja, nein, aber es ist wirklich so, ja, es ist sehr schön, aber ich meine, das schönste Blumendorf, ich meine, so, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, in der Kategorie Gemeinden bis knapp 800 Leute. Und da sind ja noch ganz andere Vorbedingungen. Also das habe ich auch erst letztes Mhm. Jahr erfahren, wie heißt das da unten, Ungerbach?
Wo? Du sagst dort hier und dort ist Ungerbach. Ja, dort meine ich. Dort, die Richtung ist wurscht. Ja. Also von uns dort drüben, dort hinten. Ungerbach auch beworben hat. Und du kannst da überhaupt nur, also du hast überhaupt nur eine Chance, wenn du eine gewisse Anzahl an Beherbergungsbetrieben überhaupt hast. Achso, na da hast du War schon auch gut, ja. Ja, wir eben. haben mehr Gästebetten als Einwohner. Du, da Weit hält sich ein mehr. bisschen weiter, ich werde mich kurz einmal... Musst du aufhören, Stock? Ja? Gerade mit dir Lied spielen. Oh, bitte, Nein, nicht. dann halt nicht, dann halt nicht. Dann nicht. Ja. Die hätten sich nämlich echt bemüht gehabt und die sind irgendwie nicht so weit nach vorne gekommen, weil in Ungerbach ist Ja, nichts. vielleicht gibt es eine Pension, ich weiß gar nicht. Ich glaube Nein, nicht. vielleicht ein Fremdenzimmer, irgendwer. Ich weiß gar nicht, ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, Glaube es ich gibt auch diesen einen Alpaka- oder Lama-Betrieb und Ja, das, der gehört schon zu. Stimmt, der gehört zu Ungerbach. Ja, Der gehört zu Ungerbach. Aber das war es, glaube ich, auch Das schon. war es dann wahrscheinlich. Und dann haben sie diese eine tolle Eiche, 100-jährige. Ja, die haben so um die Freiwillige Feuerwehr. Na gut. Ich meine Feuerwehrfestel. Dürfen wir nicht unter Heuer Ja, also- natürlich. Leider schon, ne? Der Herr fällt alles aus. Schwierig. Aber es ist. Pass auf, wir werden jetzt gleich schauen, was da die Herrschaften. Weil wir haben ja ein aufmerksames Publikum. Die Damen und die Herren, mich zieht's in die Hapfen. Gute Nacht. Gerald Spörk. Schlaf Schlaf gut. gut. Ja, das ist natürlich super. Der Roman Buchtermann, die Kühe werden sich morgen denken, heute ist sie irgendwie anders. Das kann gut sein. Aber sie nehmen es mit Humor, normalerweise. Ich glaube auch. Die Viecher werden schon irgendwie checken, ne? Die stehen ein bisschen drüber. Ja, die sind da normal ganz nett. Also kriegst du ein bisschen Tätschen in den Kopf, aber sonst. Kirche ums Eck, Christoph Acker, ja, also auch eine Eigenkomposition, müssen wir schauen, ob wir das spielen können. Was ist mit dem A kleiner Lausbur oder so heißt das? Ja, das gibt's auch. Das wäre nett. Ja, einen Wunsch von dir kann man natürlich nicht erfüllen. Also nicht. Dann gehe ich jetzt. Nein. Das machen wir natürlich, selbstverständlich. Ich bin ja da überfordert. Ja. Wer außer die Gärtner weiß, dass die um 4 Uhr gießen? Da schläft man doch. Ja, Das- woher weißt du das? Weil die Damen, die für den Kurpark zuständig sind, also eine von diesen 3 Damen sind es, glaube ich, wohnt in Meierhöfen, also in diesem Nebenort von Bad Schönau, der, Eine Rotte, wie das heißt. ja genau, zu dem wir auch dazu gehören, weil wir schon Meierhöfen auswärts sind, also das ist quasi wie in Wiener Randbezirk. Und da weiß ich aus sehr, sehr zuverlässiger Quelle, weil dort eben die Milchbauern sind, dass die um 3:30 losfährt, um Gießen zu fahren. Wahnsinn. Weil das einfach, Insiderwissen. Das ist eigentlich Ja. Insiderwissen. Wenn wir jetzt an der Börse wären, das ist strafbar machen. ja, aber ich wäre reich. Ja, aber strafbar. Also, Ja, aber reich. ja, aber, na gut. Da wäre ich ja schon längst weg. Nein, die sind entzückend, die sind total ambitioniert. Ja, Also das ist definitiv, ja. total nett. Also bitte nicht ins Gras treten. Oder möglichst wenig. Aber der Kurpark ist wirklich schön gemacht, muss ich ehrlich sagen. Was ist mit dem Patricks Auto eigentlich geworden? War es ein Totalschaden? Jo. Ja. Am Wirklich? Freitag hole ich mir mein neues ab. Hat Und schon was ist reicht. das? Das Skoda Fabia Kombi wieder. Auch nicht. Seit Das war 17 Jahren jetzt. Wirklich? Ja. Immer wieder mit neueren Modellen, ja. Aber das war Totalschaden. Immer 150.000 Echt? Kilometer draufgefahren und nie Was Probleme wirklich ein gehabt. Hirschkuh? Ja. Ja, für ein Reh war es zu groß Ja. und der Rehbock ein großer, es hat kein Geweih gehabt. Also das habe ich noch gesehen, mehr habe ich nicht gesehen. gefunden? Die Jager bis jetzt auch nicht, bis jetzt weiß ich noch nichts. Das ist davor geflogen, puff, nach vorn. Ja, Wahnsinn. Und dann habe ich so aus dem Augenwinkel noch so trappel, irgendwie weiterrennen, sehen, weit jetzt nicht gekommen sei. Es ist Das wird Ja, nicht. Aber es sicher war interessant, verändert. Bis Ob der jetzt weiß ich Glück nichts. Gott sei Dank ist uns nichts passiert. Ja. Schaut wie ums wir gesagt haben, man Oder um die Hirsch, es war Hirsch. man das Viech früher kommt nämlich. Ja. Verreisen wahrscheinlich. Verreist zum Schluss Ja. das Auto und hat einen Unfall, also wirklich einen Unfall. Ja. Und so ist uns das so richtig eingerenkt in die Gerade rein. Der Klaus ist erst wieder gesagt, was war das jetzt? Ja, Das haben wir schon stehen geblieben. also total Schaden. Ja, aber wann warst du denn da unterwegs? Um 7 in der Früh, 7:15 Uhr. Also eigentlich gar nicht so früh. Nein, und noch zu einer Stelle, wo normal nicht viel Wildwechsel ist Ja. eigentlich. 20 Meter, 30 Meter Vor dem Wildzaun auch noch. Wildzaun.
Februar beginnt. Ja. Und gerade dort auf der Strecke ist eigentlich noch nie was gewesen bis jetzt. Die ganzen Jahre Irgendwer haben ist sie immer der gesagt, Erste. also dort? Sag ich mal. Weil der beinahe sagt, der Ludwig hat vor 12 Monaten auch einen Hirschkuh mit der Tiger erledigt, also mit der Tiger. Ja, mit dem Motorrad, also ich habe mir echt gedacht, also, wenn das mit dem Motorrad passiert ist, passiert, kannst du das nichts ist so, machen. oder? Das Ha? kannst du nichts machen. Kannst nichts machen. Du hast mit Auto auch nichts machen können. Nur da Ja, bin ich, ja, mit das Auto hast stimmt, du ein bisschen eine Pufferzone, sage ich einmal so. Also, Ja, aber das kannst du mit dem Motor, kannst du es ja fast nicht überleben, oder? naja, überleben, aber es ist halt Daneben. daneben. Wurscht. Reden wir nicht von diesen unangenehmen Nein, aber Dingen. jedenfalls, ich habe am Freitag ein neues Auto. Ja. Ja. Das war Vollkasko versichert und ja, in dem Fall sehr gut. 130.000 Kilometer drauf, fast 5 Jahre alt und uns ist nichts passiert und das ist aber Gott sei das Dank, Wichtigste. Das ist mal wichtig. Jetzt 2 Wochen ohne Auto, das war jetzt schon ein bisschen mühsam, man kriegt ja nicht so schnell einen Ansatz. Da merkt man es, ja. Wie abhängig man ist eigentlich, ja. Das glaube ich. Völlig, ja. Obwohl wir 2 Autos haben, also meine Frau die hat, aber die braucht es auch nicht. Also. Ja, sicher. Nicht so einfach. Aber es ist alles gut und ich habe am Freitag ein Auto. Hello darkness, my old friend. Na gut, okay. Das machen wir am 30. Ich kann nicht Text. So Sachen wieder. Am 30. Ich muss eine Werbung 30. einschießen. musst du unbedingt eine geben. Ich muss weil eine Werbung einschießen. Viele fragen die ganze Zeit, wann spielen die Blues-Schrammeln wieder einmal? Gemeinsam, also Uli Bär, Uli Winter, also Teil von den Untouchables, gemeinsam mit den 16er Buben, machen wir wieder Wienerlied, trifft auf Rockmusik und Austropop. Am 30. ist es soweit, beim Haarigen Wolf in Neustift am Walde. Eingeblendet gibt es natürlich bei uns auf der Homepage. Findet es auch, ganz klar. Spielen wir endlich wieder. Nach langer Zeit, nach der Corona-Zeit, die uns halt ziemlich da getroffen hat. Auch. Ja. Uli Bär, sagt der Uli Bär noch was? Okay. Dann ist er nicht so. Dann ist er schon recht alt. Danke, Mama. Ja, Wie ist es mit Kartenvoranmeldung? Ja, so wird es alles Schaut auf unserer Homepage, Ja. ist alles schon da. Okay. Aber es ist Also, eingeblendet Ja. und muss jetzt nachher ausschauen. Okay. Aber soll ich das auch sagen? Nein. Es ist ja so, beim Heiligen Wolf, und man kann die, bist du gescheit, Vorverkauf 18 € in der Hotline. Das schaust du nachher an. Aber es gibt noch was. Schau, es gibt ja sicher. Es gibt Ja, noch na was. sicher. Also, Wir leben in einer Zeit von sicher. Corona, da gibt es alles. Da gibt es alles. Wo ist jetzt die Fliegen? Was haben wir gesagt, Irgendwo bei Patrick? dir drüben. Ja, was für ein Lied haben wir jetzt gesagt? Jetzt haben wir noch irgendwas. Nein, der kleine Lausbub. Nein, du hast vorher anders. Du hast da anders gesagt. Nein, Nein, das war nicht der Kleine Lausbub. Lausbub, können wir aber auch machen. den hätte ja, ich schon. gesagt. Ja, aber das war nicht der Lausbub. Du hast doch auch anders gewünscht. Nein, ich habe das gesagt, die haben sich was anderes Irgendwas war da was anderes vorher. Ich kann mich auch noch da. Die bringt es mir so durcheinander, Herz. Das ist ja Wahnsinn. Der Christoph Acker hat sich gewünscht, klein in der Kirche. Und dann hast Ja. du da was gewünscht. Und das war doch nicht der Lausbub. Sicher. war Bist das. du sicher? Ja. Dann machen wir den Lausbaum zuerst und dann eine Komposition wieder vom Klaus. Das war mein Lausbub. Aber ich weiß nicht. Ich hab das nicht. Wohl, wohl. Ich bin nicht arm, ich bin nicht reich, ich möchte es aber werden. Ich hab im Leben, was ich brauch, mit Freizeit so auf Erden. Mir schmeckt das Bier, mir schmeckt der Wein, mir schmeckt auch das Zigarre. Mein Herz hupft vor Freude, und hey, seh ich ein sauberes Madel. Ich hab nur einen Wunsch auf Erden, doch der erfüllt sich nimmer mehr. Einmal möchte ich noch als Bierbelbauern schupfen, wo ich von rein Raffler steig und Äpfel hupfen. Einmal noch wie damals in den Kindertagen, voller Stolz die ersten langen Hosen tragen. Was sie kraxeln bei der kleinen Dachbaumluppen, dem Hausherrn voller Bosheit auf die Jutzen spucken. Bitte
mich lieber Herrgott mein. Einmal noch ein kleiner Lass muss sein. Ich bin so, wie man auf Wienerisch sagt, im Leben sehr gut geraten. Nur manches Mal da fühle ich mich nicht gesonnen und nicht braten. Da hab ich dann ein eigenes Gefühl, mein Blut pulsiert viel geschwinder. Wenn ich im Hof dran spülen seh, von Nachbarn seine Kinder, da geht mein Herz erst zurecht, da weiß ich wieder, was ich möchte. Einmal möchte ich noch ein Bierl einschupfen, wo ich voll rein und Raffler steigen und den behupfen. Einmal hab ich damals in den Kindertag voller Stolz die ersten langen Hosen dran. Aufgekraxeln auf die längste Nachbarnlatter, den Nachbarn voller Bosheit sagen, du bist mein Vater. Bitte lass mich lieber Herrgott mein. Einmal noch ein kleiner Ausbruch sein. Jawohl. Schöne Nummer, ja. Das mag ich total gern. Vicky war. Ja. Und da sagt Christoph hat gesagt, wurscht, was Vicky gesagt hat, der Gast hat immer recht. Ja, danke. Das sind natürlich die Arbeit, das sind nicht unsere Hauerer. Wobei, da fällt mir wieder ein Spruch ein von einer alten Wirtin, wo wir auch gespielt haben, Luises Wilhelm Busch im 17. Bezirk. Okay. Die hat immer gesagt, ich bin kein Gasthaus, ich bin ein Wirtshaus. Weil da redet der Wirt, nämlich ich. Die war großartig. Aber. Wo war das? Endstation 43 in Neuedeck draußen. Okay. Ja, also es wurde mehrfach, großartig, ja, der Lausbub war es. Es haben sie sofort alle auf deine Seite geschnitten. Nein, sie hat den Lausbuben gewünscht. Und der Rudi Corbesso, der hat natürlich das so gesagt. Aber ja. Stimmt, die Ruslungen bitte. Den machen wir gleich. Machen wir die Ruslungen. Kennst du die Ruslungen von uns? Ruslungen Ruslungen. Muss ich einen Schluck trinken? Da wird Ja. gehusten, das ist Corona-gerechtes Lied. Wird gehust. Jetzt hören wir da schon bald auf. Ah, nein, wir haben noch ein bisschen was im Flaschel. Das müssen wir noch Ein weg. bisschen was ist noch drin. Da müssen wir sind schon bei 3 Da Stunden haben 11. wir Wir sind bei 30 zusammen. Schmeckt dir der? Ja, aber ich glaube, der zweite ist mein Favorit gewesen. Der Gemischte gemischte Satz. Satz. Der gemischte Satz mit Muskateller. Den Muskateller, Das ist halt ja. Geschmackig. Du magst die geschmackigen Weine, ich verstehe. Der war extrem gut. Ja. Ja. Der war sehr gut. Also der erste und Ist der auch mein auch sehr gut, aber der für mich. zweite war... Nein, die sind alle gut, aber für mich persönlich ist auch der gemischte Satz. Immer. Es ist noch Mein ein Favorit, Eingebild. Das ist nicht also, Der zweite gemischte Satz, glaube ich. ja. Also ich sage noch, Oje, falls nachher noch eine Nachbesprechung, notwendig ist. Notwendig sein sollte. Post-Production-Besprechung ist. Ja, Es war noch sowas da. Also ich sag's noch zur Info, Jetzt machen wir wirklich die Ruslungen. die Ruslungen. Aber da müssen wir husten. Da muss der Wecker dran vermessen. Das ist, Nein, ich drehe mich auch sonst vom Mikrofon weg. Nein, Mann. Es fängt wie ein Huster an, da darfst du nicht schrecken. Es wird gehust, das gehört dazu. Ja, das ist halt. Das ist Künstlerische Freiheit. Künstlerische Freiheit, genau. Das haben wir eingebaut. Die Wildcat hat die Achtel rein, das taugt mir. Hat ihr was Neues? Pfui. 4 Vierteln und ein Backel Chick, das ist meine Ration. Durch Obstler, Wodka, Gin krieg ich meine Inspiration. Mir kommt vor, nur eine Spur, wirkt sich das aus auf meine Figur. Von dem Lehm hab ich schon genug, wenn ich aufwach in der Früh. Von dem Lehm hab ich schon genug, wenn ich aufwach in der Früh. Mit einer Ruheslunge bis zum Schädel wieder zu. Mondweh und Husten und eine hebige Frisur. Die schlecht und die schwitz, alles war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, Nur ein Achtelschlägerwitz. Dagegen hilft kein Witz,
nur ein Achtelschlieberwitz. Ein Doppler ist ein Kinderspiel. Da denke ich gar nicht nach. Kann ich mal keine Harzen? Ist das der ärgste Joke? Ich komm darauf, wie füll ich's auf. Behindert meinen Blutkreislauf. Und ich spiele mein Lebenslauf noch in der Früh auf. Und ich spiele mein Lebenslauf noch in der Früh auf. Mit einer Ruhes Lungenpilz, Zungenschädel weh dazu. Mundwert, Husten und eine hinige Frisur. Nicht schlecht und ich schwitz. Oh, es war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlieberwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlieberwitz. Jawohl. Jawohl, Von wem ist das? Das hab ich geschrieben. hat er geschrieben. Super. Du trägst den Haar heute auch offen. Das war so offen heute. Ich sag so, ja. Nein, es ist ja. Die Frisur. Ja, eben. Was ist der gemischte sonst der lustige vom Ausblick? Den hatte der Georg Scheurer drinnen. Ja. Nein, das ist nicht der das ist lustigste. nicht der lustigste Das ist nicht der ja. lustigste Wein. Genau, das ist der andere. Der Aber nicht, das ist der andere. Ja, da ist aber nichts mehr da schau. vom lustigsten. der Der Christoph Acker. lustigste. Ja, das ist, weil der Ausblick, die haben den lustigsten Wein, das ist dann quasi der Taufpate dieses jeweiligen Weines, ist ein Kabarettist oder eine Ach so, Kabarettistin. okay. Und deswegen eben der lustigste Wein. Und ja, das stimmt. Aber die waren auch sehr gut. Die waren auch sehr gut. Aber es stimmt, ja. Die sind ausgetrunken. Die sind ausgetrunken. Die sind ausgetrunken. Ja, da hat er nichts mehr. Fraster, dick Fraster. Auch noch jung unterwegs, ja. Aber Von Christoph Jahr zu Acker, Jahr. Da kann man nichts machen. früher Was kommt der jetzt? Motorradfahrer Roberto, der auch gesagt hat, bei der XXL, er war dabei bis zum Schluss. Ich meine, das waren 19. 19 hartgesottene, die 6,5 Stunden mit uns durch. Und das war so lustig zu beobachten, weil dann einige schon geschrieben haben, naja, jetzt haben sie auch schon die dritte Portion, was sie noch Lader haben geschissen. Ja. Und die haben sie da auch schön niederblau. Das musst du mal durchhalten. Ja, Das ist auch gut, ja. Also muss ich schon, ehrlich sagen, schon würdig, muss ich sagen. Wie ist das entstanden? Weil anscheinend geplant war es ja nicht. Oh ja, die haben es geplant. na gehabt. doch. Also, wir haben gesagt, wir machen bisschen eine. Open End machen wir, haben wir gesagt. Ja, es war aber es das war ist eine wirklich- Open End, da ist dann der Patrick krank geworden, dann haben wir es nicht machen Kann man es nicht können. machen können, ja. Mittelohrentzündung. Dann haben wir es verschoben und dann haben wir gesagt, so, Ja. wir machen es. Also da waren wir heraus. Und es gibt es kann ich jetzt schon ankündigen, es wird heuer eine geben, wo wir Ja. wieder so etwas wie die, quasi, so nennen wir es jetzt einmal, XXX. nennen wir es einfach einmal jetzt einmal, also Open End. Nennen wir es Open End. Das kann nach 2 Stunden auch aussehen. Das ist ja Das, kann, Open das End. stimmt, das stimmt. Je nachdem. Ist Der eher- Bernhaus Motto eher sagt, unwahrscheinlich, aber Jetzt bitte pass auf. Der Bernard sagt, lasst bitte die arme Bäuerin heimgehen. Na, du bist ja noch gern da, ne? ja, bin ich. Bin ich wirklich. Ja, du kannst und wie gesagt, was zwischendurch, es ist die Senkung ist zwar noch nicht ausgesehen, aber es Aber ist, sie ist auch nicht sie überfüllt. ist noch nicht noch. überfüllt. Also, es ist alle Es Möglichkeiten. ginge noch. Es- Danke. Ja, Vielen Dank. gib mir noch Danke was. fürs Wasser, bitte Ach so, schenke. das ist sehr klar. Ja, So. danke. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, wo waren wir jetzt da? Bei der, no? Eigentlich waren wir gewesen bei der XXL. Ja. Genau. Wie das Wie das Eine wird entstanden noch, ist. eine wird's Nein, wieder eine, geben. wir haben gesagt, eine machen wir her. Eine wahrscheinlich machen wir rein. noch, ja. Weihnachten. Also Weihnachten, also vor Weihnachten. Vor Weihnachten und dann Wenn ist man, bei wenn uns man noch nämlich- mehr. weil Weihnachten ist bei Ja. uns Familie und Ja. Rückzug und ja. Rückzug. Für Früher welchen machen wir noch. Zeitraum? Ja, Ab 24. bis 6. Okay. So ungefähr. So. naja, wenn man das, ja. So ungefähr. Ungefähr. Das gehört, das ist. Das tut, uns, Absolut. das tut mir gut und das taugt. Naja, das muss man machen. Muss Wir man werden uns machen. vielleicht treffen, vielleicht da, vielleicht im Weihviertel, vielleicht. Also, aber Christoph nur Acker sagt ganz 19 privat. Schläfer, ich war dabei. Ja, stimmt. Es waren wirklich Aber- 19 Zuschauer bis zum Schluss. Und das war also absolut legendär. Absolut legendär. Das war. Naja. Also wie gesagt, wir machen das heuer schon nochmal, allerdings, wir haben es nicht vor, so extrem. So eher so wie heute. Naja, da trinken wir das dritte Botell trinken wir, ne? Ja, so in die Richtung. Also auf gemütlich.
paar Vanillekipferl naschen, weißt du? 2 Achteln Wein trinken. Ein paar Hausfreunde. Wer ist der Keksbäcker von euch beiden? War keiner mehr. Gar keiner von uns. Schau, das habe ich gekriegt. Und ich werde nur Krapferl kriegen. Du sagst auch Keks. Ja, sicher. Jeder sagt Keks, nur bei euch sagt man Graf. Im Weihviertel, ich sag grad, was sind Keks? Na, Keks sind Freddy-Keks. Das heißt bei uns Krapferl. Echt? Nee. Krapfer. Im Weihviertel Ja. sagt man Krapferl. Ja, bei euch im Weihviertel. Sind auch die Hochzeitskrapfen? Im ganzen Weihviertel nicht, aber ich glaube bei euch nicht. Die Weihnachtskrapferl. Das ist nur das Tal. Ich habe einmal gesagt Keks. Der Andreas Christin, in Ziestersdorf überall sagen sie das. Mieselbach, Ziestersdorf, Boisdorf, Landerdeier, Staats, Schrappenberg. Sagen sie überall Krapferl. Habe ich gelernt. Ja, Ich Lass glaube, einmal reden. Nee, ich glaube es nicht. Keks sind Freddy-Keks. nein. Ich glaube dir viel, aber das glaube ich dir nicht. Ich glaube es auch nicht. Nein. Aber der Christoph Acker, der bei diesen 19, die glorreichen 19 dabei war, bis zum Schluss. Der Christoph war super. Wir haben gespielt Der beim Wiener, das reichelt Wiener so Ja, die ganze Zeit. Drauf die Hits, also die Luft. Da haben wir gehabt, also da haben wir gespielt beim Ausblick, also bei unserem Winzer Dauertester am Abend und ich habe so ein Fahrtechnik-Training fürs Motorrad hab mich angemeldet. Muss ich aber dazu sagen, da weiß ich nicht, habe ich damals nicht gewusst. Ich hab mir gedacht, das ist von der Stadt Wien. Das wird irgendwo in Wien sein. Ne? War das Fahrtechniktraining, wo das du mit dem roten Kopf war oder nicht das? Ja, Ja? na, das Du hast doch glaube ich. nach dem Fahrtechniktraining war doch das mit dem die Session. Nein, er war öfters bei einem. Achso, Ich, war okay. ich habe mehrere gemacht. Okay. Sicher. Ja. Aber bei dem war das nicht. Nein, das war Wo er anderes. vor der roten Gitarre. Das ist wurscht. Wie die Gitarre austauscht haben, ne? Alle haben sich nur lustig gemacht über Nein. Nicht meine Kopf- lustig gemacht. Es ist uns einfach aufgefallen. Weil wir genaue Beobachter sind. Naja. Pass auf, der Bernhard sagt, habt ihr schon einen Holzofen eingeheizt? Ja. Weil es frisch ist. Siehst du, weil sonst nur Herzeskälte. Der Burz Für mich. seit 4 Uhr Nachmittag. Das ist. Ja, aber nein, es hat also auf jeden geschätzte Fall war der 25 Christoph, also aber dieses Ding. Und der Christoph Acker hat sich angemeldet für dieses Fahrtechnikseminar und hat sich gedacht, Scheiße, da wollte ich ja eigentlich zu den 16er Buben gehen beim beim Ausblick. Ausblick Wien, unser großes Sommer-Special-Konzert. Ne? Und wollte sich schon anmelden und sieht auf einmal, dass ich mich auch angemeldet habe. Hat er gesagt, na ja gut, ich meine, Dann kann ich auch, wird's gehen. weil das wird sich schon ausgehen irgendwie. Und ich habe dann übersehen, dass das in Pachfurt war. Also das ist nahe Bahndorf. Dort ist das Europa Ja, da ist der modernsten Zentren. Fahrtechnikzentren. Okay. Und wir sind dann, der Christoph Acker und ich, wir sind quasi Windschatten auf Windschatten. Ja, sind wir dann von Pachfurt nach Steimersdorf gefahren. Im Vollgas-Tempo. Zu unserem Sommerkonzert. Richtig, haben uns dort so eine Gespritze reingehauen. Wo haben uns- der Patrick bereits die ganze Tonanlage und alles aufgebaut hat. Sehr Nicht? löblich. Das ist- Sehr, sehr Wer sonst? Ne? Das ist- Ja, natürlich. Ich meine, wir haben einen braucht, der hinter uns steht. Ja. Irgendwer muss anpacken. ist so. Nur der Reinhard Trebelschendler. Bitte, das muss ich jetzt vorlesen. Das ist übrigens eine super Idee, mit Gast die Sendung zu machen. Echt super Format, sehr interessant, bitte wieder. Ich danke dir Werden wir wieder Steht mal. uns. Gut, danke. Ja, wir müssen es natürlich auch wieder mal mit dir machen, logischerweise, weil ja, wie sagt man dann, Update. Genau. Ein Update. Immer wenn die Sendung von hier kommt, oder so oft kommt sie ja nicht von da. Ja, Also aus der Klasse ja. raus. Muss da, ja, aber das nächste, da muss Müsst der du Manfred schon umschauen. mit. Da muss der Manfred schon mit. Da muss er durch. Er muss. Da muss er, aber das ist leibend, weil das hat am Morgen vielleicht nicht ganz so klar, dass er was trinken kann. Bei der Und vielleicht Sendung. gar nicht so viel sagen muss. Und Das ist nämlich bei ihm immer der springende Punkt. Weißt? Also er das ist, hüpfende Komma. Das weiß der Manfred dann in Zukunft,
wir reden Ja, eben. Und dann ist er schon beruhigt Ja, normalerweise. eben. Ja, Also eben. wenn er irgendwen hat, der die ganze Zeit redet, deswegen sind wir ja zusammen, klar, dann ist er Kein beruhigt. Problem. Ja, der Bernard sagt jetzt, Klaus, bitte spiel ein Video von der BMW-Notruf ein. Das habe ich. Mein Gott, na, wie geht denn das? Das habe ich nur am Handy. Nein, es war so. Muss ich kurz erklären? Wenn ich mal weniger Zuschauer hast. Naja, sicher, es wird ja später. Ne? Aber sollte man Was heißt weniger? Das war früher gehabt im Anfang. Nein, aber sollte man nicht über Spülen auch mal. Ja, ich Nur kurz die Notrufgeschichte noch. ich nehme teil an den Meldungen des Publikums. Am Ende habe ich bei der XXL den Klaus erinnert, dass er einheizen muss und eine kleine Perücken zu beenden hat. Habe ich da auch gelegt. Ja, stimmt. Das stimmt. Wir Die waren, schauen auf euch, ha? wir waren angefroren. Und dann steht ich geschrieben hätte, Klaus, ich kann mich noch erinnern, Klaus, ich hat es vergessen. Aber das findet man jetzt so gar nicht. Nächstes Mal. Den Klassiker. Ja, nein, aber es ist so, weil wir waren mit dem Motorrad unterwegs und dann sind wir über eine Schoderstraßen gefahren und ein Freund hat es hingehauen, ne, mit seiner Ein sehr erfahrener BMW Motorradfahrer. GS Okay. und da hat es ein Notrufsystem drinnen. Und das Notrufsystem hat natürlich piepst und wie halt das so ist mit einem Ostösterreicher, halt die Goschen, du Scheißdreck! Jetzt, wo treibt denn das an? Und dann immer piep, 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 piep. Also nachdem er aufgestanden ist es gut, nachdem er sich außergewunden hat unter dem Motorrad. Es ist auf ihm gelegen, aber es ist nichts irgendwie hochdruckt hat. Wo ist es jetzt? Hallo? Nein? Hallo? Piep, piep, piep. Ja gut, dann hat er geglaubt, das war... Ich muss mir das einmal anschauen. Wie man das antrat. Ne? Und dann ist schon eine Stimme gekommen, das war also irgendein deutscher Callcenter-Mitarbeiter. Ne? Gibt's nicht nur bei So nach dem Motto, ne? So, ja. Aber war leibend eigentlich, dass das Absolut, so ja. war. Nicht? Also, das Beim muss man gleichen schon Auto sagen. auch. Das ist, ja, also quasi so. Hallo, ja, was ist passiert? So irgendwas so. Ja, hallo! Ja, alles leid! Nein! Und ich bin hier und er redet so, nein, keine Polizei! Keine Polizei! Es ist nichts passiert. Braucht keine Rettung! Nein, wo ist Leibwand? Nein, ich bin umgefallen! Nein, ich sage keine Polizei! Das war herrlich, das war legendär! Und wie ich hingekommen bin und der hat da gerade aufgelegt quasi, und danke, wiederhören! Er hat aber nichts gedruckt, weil er nicht gewusst hat, was er drucken soll, nicht? Aber das war immer. Und ich mir gedacht, nicht, das verstehst du, wenn das bei mir angegangen hat. Hätte ich halt gesagt, ja, gut, dass Sie sich melden, bitte 2 Gespritzte, eine Pizza Provinciale. Nein, das war halt ja. Das war sehr lustig. Aber es war toll, dass das funktioniert hat. Also, Ich finde das großartig, ja. den hat es echt auf Pappen gehabt. Es war nicht, Gott sei Dank nichts passiert. Aber hätte ja was relativ passieren langsam unterwegs, was ich am Video gesehen habe. können. Ja, Eigentlich, Schoderstraßen. ja. Einfach so, zack, zack. Und da hast du nur gesehen, das Video, paff, puff, der liegt. Ja. Und die erste Meldung, was er gesagt hat, naja, jetzt liegt's. Der Bernard sagt, nein, war ein Österreicher, wirklich war ich. Gut, ja, ich habe es nur so halb erklärt. Ich glaube, das war irgendwie so ein deutsches Callcenter. War das wirklich ein Österreicher? War interessant. Aber auf jeden Fall habe ich das sehr lustig gefunden. Und Fliege, fix. Ich glaube, ich tue mir nicht mehr selber weh. Das Ziel hapert, glaube ich, schon ein bisschen. Achso, ich habe Just das das Glasl. Wir vergessen darauf. Danke herzlichst. Jetzt sollten wir aber was spielen auch. Ne? Ja, wir spielen. Was haben wir gesagt? Ja, was? Ha? Kleine in der Kirche. Kleine in der Kirche. Christoph Acker, ja genau, das war's, deswegen erfülle ich ihn den Muschkett, weil der Christoph Acker da mit mir sozusagen die Welt erkundet hat. Das ist schon gut so. Wunderbar. Passt eh. Wir haben Bald. noch ist ja so. Bald können wir ja den Lieblingsflascherlauf machen. Naja, bitte. Nein, was denn? Ja, kann nichts Ich sein. glaube, es ist noch einer von Christen sonst da wahrscheinlich. Ja, das weiß ich. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfle,
mit kleinen Häusern darin und gleich bei der Kirchen ums Eck. Da ist die Buschenstank, Taschler versteckt. Klein in der Kirchen von Kaltenberger Dorf, da liegt der Heiliger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wehrlieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu, nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Humor und viel Glück, die liegt drin. In der Buschenschank, der Schlammrande von Wien. Klein in der Kirche von Kaltenberger Dorf, da liegt der Heiliger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Jetzt zeig uns die Gemütlichkeit. Der Kirchen vom Kaltenberger Dorf, da liegt der Heiliger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wehrlieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit, Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. Das ist eine großartige Komposition von dir. Danke dir, danke schön. Ja, ich bin bemüht. Ich bin bemüht. Auch hast du die Akkorde richtig gespielt. Ja, das bemühe mich auch. Das ist immer so zwei Paar Schuhe. Nicht ein little schreiben und ein little richtig spielen. Das sind zwei. Das muss das sein, das Scherzerl. Ja, absolut. Aber ich meine, da Begeisterung. Begeisterung pur, rote Ganz Augen ohne klasse Ende. Nummer. Das muss ich ehrlich sagen. Für einen Das ist Taschler, gut. wo wir jedes Monat spielen, seit 15 Jahren, einmal im Monat spielen wir dort. Jeden ersten Donnerstag im Monat. Ja. Für einen Taschler geschrieben. Also, aber gelungen, die Nummer, ja. Großartig. Also Markus, bist du nicht so. Gleich neben der Kirche. Dass wir dort spielen? Ja. Der hat uns einfach
angeredet. Wir haben ja gar nicht im Kallenberger Dorf angekommen bei ihm, sondern der hat ursprünglich einen Heiligen gehabt in Sievering. Im Kamaldulenser Kloster in Sievering. Okay. Pass auf, erzähl langsamer, weil ich gehe jetzt einen Stock her. Kein Problem. Ich meine, du bist hart, aber du kannst auch jederzeit, gell? Danke, Die danke. Senkung ist noch... Die ist noch, Geht sich's noch sagen aus? wir, ausbaufähig. Nein, der hat dort im Kamaldulenser Kloster, wo noch immer ausgeschenkt wird, und zwar teilen sie dort verschiedene Heilige, also die im kleineren Rahmen das noch machen. Okay. Und junge Leute teilen sie das dort und schenken ein paar Mal im Jahr aus, abwechselnd. Und der Manfred hat irgendwann einmal beschlossen, dann das Ganze da ein bisschen mehr zu betreiben und hat im Kallenberger Dorf den ehemaligen Dvorschak übernommen. Der ist in Pension gegangen, Okay. mit 80, glaube ich. Ich Ganz eine urige Buschenschank, das ist das urigste, was wir überhaupt spielen. Wirklich. Das ist eigentlich ein Weinbaubetrieb, der auch nebenbei ein bisschen an Wein ausschenkt, sozusagen. Also der hat ein paar Tage in der Woche offen. Und sonst, wenn man reingeht beim Tor, riesig altes Haus, großes grünes Tor außen. Und So da geht man. das gehört eigentlich, oder? Ja. Und wenn man Das ist dort ja schön. reingeht, geht man nicht, also mache ich Leute ein bisschen angeschreckt, weil du stehst dann, wenn du reingehst, durch die Stufen reinsteckst, stehen Faseln vor dir, Flaschen, leere Kisten und so. Es ist ein Weinbaubetrieb und dann kommt man in den Innenhof rein mit einem Nussbaum drinnen, Das ist kleiner richtig Innenhof, lieb. uralt. Ja. Innen noch, die Schank ist noch mit Resobalplatten, mit der alten Kühlvitrinen drinnen so. Die Tische sind schon neu in der Zwischenzeit. Ne? Das urigste, wo wir spielen, das Klo ist über den Hof, da geht man raus noch nach wie vor. Da Wie es sich gehört. gibt es auch noch den berühmten so einen Rinnstein dort für die Männer, wo man noch so. Für die Damen ist schon, also modernisiert nicht, aber es ist sauber. Wurde neu verfließt einmal so und es ist immer pipifein sauber, das Klo. Es ist nicht dreckig oder was, überhaupt nicht, gar nicht. Ne? Aber sonst das Urigste, was es eigentlich gibt. Der Boden bricht schon zusammen drinnen, nur der hat ein Problem dort, er kann dort nicht einfach so umändern. Also er kennt das schon, aber das große Flair ist weg. Entweder er baut das alles neu und du musst alles wegtun dort einfach. Aber vom Ambiente her, der Schweinsbraten auch dran dort, der Kümmelbraten, die Fleischlaberl dort. Und einfach, ich glaube, das ist so ein Wien beim Heirigen, wie es vor 100 Jahren war. So ungefähr noch. Und das ist Zufall, dass ihr dorthin seid. Weil ihr den Wir haben in Sievering angefangen, das hat sich durch Zufall in Sievering gegeben und wir sind mit ihm mit übersiedelt. Einfach sozusagen Und damals. seitdem spielt ihr wirklich. Einmal im Monat. Jeden ersten Donnerstag sind wir dort. Da hat sich eine Freundschaft entwickelt, eine irrsinnig coole mit Manfred auch. Das ist traumhaft. Ja, schön. Taschler. Einfach, Taschler muss man einfach sehen. Also Absolut. unbedingt Tisch reservieren, es gingen dort nicht viele Leute. Also, Ihr wart jetzt- ja nicht jetzt im August zweimal dort. Ja, Ja, Schon, gell? seit 5., nach 6. Corona, wie wir oder wieder sowas. auftreten durften, haben wir das auf zweimal aufgeteilt. Ja. Weil das so klein dort ist, dürfen nur die Hälfte der Leute. Und dann Geht sich sonst nicht aus. und die Leute haben einfach reserviert und gesagt, nein, wir wollen am Anfang dort mitgehen. Geht sich Machen nicht wir aus. es zweimal im Monat halt und Bild ich mir ein, weil das habe ich machen wir erklärt. das. Ja. So ist das Ganze. ja, wir entstanden. rechnen damit, dass es wer ist. Das wird Entschuldigung. Wahnsinn. Nein, nein, Mein mach Fehler. das. Es lesen mehr Leute, als was man glaubt. Nicht? Gott sei Dank, nicht? Sonst hätten wir sie umsonst machen. Nicht? Das ist Der Motorradfahrer Roberto haut lauter Daumen hoch rein und zwar schreibt er dazu für den Gast. das Warum ist auch immer. nobel und sehr schön. Dankeschön. Absolut, ja. Ja, absolut, absolut. Also wir sind total glücklich. oder? Also mit dir ist wirklich eine tolle Geschichte. War halt ein Experiment und ich finde es super. Also Es ist mir eine große Freude. Das ist großartig, ja. ich muss schon wieder einen Schluck trinken, vor lauter Freude zu fangen, so weiter. Na, sonst hätten wir die, auch nicht, die nicht gefragt. Oder Ja. euch nicht gefragt. Ja, es war so spontan. Manchmal ist ja leider nicht da. Ja. Das ist nicht ja. Beim das schaut schon beim so. nächsten Mal. Nein, es ist dann quasi eine, wie sagt man, Kundenbindung oder was? Ne? Ja, beim nächsten Mal lernen Sie den Manfred auch kennen. Ja. Ja. Zumindest mit einem Glas so aus dem Off. So Ja, vor- oder das ist schon ein größer Servus. Oder zumindest ein kurzes. Der wird uns dann aufklären, wird dann sagen, das ist ein Blödsinn. Aber der Marco sagt Das soll er direkt, probieren. Matthias Mariacher sagt, gute Reaktion, Vicky. Markus Bistronik sagt, da muss man sich mal reintrauen. Vollkommen richtig.
Da Absolut. geht nicht, das war der Manfred. Da traue ich gar nicht her. Oh Da ja. geht er. Wir sind Oh völlig ja. harmlos. Keine Sorge, der ist schon eingeschlafen. Nein, der hat nicht gewusst, dass wir da wirklich checken dürfen. Das kann gut sein. Das kann gut sein, dadurch, dass das bei uns auf YouTube nicht funktioniert. Ja. Die erste Stunde, weißt du, da ist immer so ein bisschen. Ja, das haben wir noch nicht. Ja, Ich bin immer nie, also zu 90% bei den Sendungen, ja. komplett nüchtern, ja. Ja. So wirklich angesoffen bin ich auch nicht heute, aber ich Ein darf bisschen heute, mehr. ich darf heute ein bisschen was Almoschkugel sagt heute ein besonderer Grüß Abend. euch! Jawohl. Du, aber Christoph Hacker hat gemeint, die Heißlerfrau. Jo, die mache ich gerne eine Komposition von mir. Die müssen wir machen. Ein Text, den der Klausi mir gegeben hat, also der ist nicht von ihm, sondern von einer lieben Freundin von uns, wo er auch einige Texte vertont für hat. die ich Texte vertont habe. Und Ja. da haben wir halt gedacht, der Text ist so primitiv, deppert, einfach. Das gewinnt Patrick. Ist aber unser Schau mal. größter Hit mittlerweile. Ich erhebe mich kurz und hole die andere Harmonik, ich habe die andere Ja, nicht mit der an. steirischen. Oh, genau. Der erste haben wir live auch heute noch. Ja, sicher, ja, das gerne. Na, wir sind schon beim Schluss gleich. Ja. Ich spüre nicht nur Schrammeharmonika, das erste Instrument, was ich gelernt habe, war Das die ist ja steirische. wie alt warst du? 5 Jahre vom Großvater. Hab ich angefangen, ja. Vicky, bevor du so entspannt wirst, steht da schon ein bisschen Satz aus damit? Nein, ich habe noch, danke. Ja, Ein bisschen, ich muss noch ein bisschen aufpassen, weil ich spiele schon. Ja, gespielt durch es auch schon heute, ja. Ja. Wäre ein, es war halt ein Wunder, wenn nicht, weißt du, da macht er immer Sorgen. Das war Demolition beim Heirigen, wenn der Wirt durchgeht. Die Herrschaften dürfen noch was bringen, nein, ich spiele schon. Na gut, also zuerst. Original auch für die steirische geschrieben. Eigentlich von mir, ja. Ja. Müssen wir ausrauchen. Das geht schon. Das geht schon. Sie kennt alle, die jemals am Friedhof dort waren. Künstler und Hakler, Generaldirektoren. Jeder tut sie fremd grüßen. Egal ob's groß oder klein ist. Dafür hat man hier was ins Kerberl rein. Ja, dann sind sie, hört man gerne. Mein Schatzeleser Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Shirt so blau. Nicht sind sie aus Stadtlau. Sie kennt alle die Mittel, die sie im Fernsehen bewerben. Duftende Hackle und Co. sie hat's gern. Fröhlich tut sie das und putzen, weil wir sie ja schließlich benutzen. Dafür hat man hier was ins Kerberl reingebracht. Dann sind sie, hört man gerne. Auf geht's! Die Hände in die Höhe! Was? War Scherz, war Scherz. Mein Schatzeleser Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Shirt so blau. Nicht singt sie aus Stadtlau. Mein Schatzeleser Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Shirt so blau. Nicht singt sie aus Stadtlau.
das sind so meine Texte, weißt du, ich vertone. Das ist Ja, aber du hast es vertont und wer hat es geschrieben? Die Monika Monika Kuri. Monika Kuri, eine sehr begabte Texterin, aber die hat leider auch aufgehört zum Schreiben. Leider. Es hat ja keinen Spaß mehr gemacht dann, ja. Ich meine, ja, und genauso soll es sein. So Ne? ist es ja. Ich habe jetzt noch immer so geschaut, weil ich glaube, ich war wahnsinnig übersteuert. Ich habe aber extra leise gespielt, also nicht zu arg. Ich glaube, wir waren übersteuert. Sagst du jetzt mal, aber pass auf, jetzt machen wir einen Löffel, aber da muss ich das Mikrofon zurückschalten. Ich glaube, deswegen habe ich so. Ja. Da ist der Fliegen schon wieder. Die Trefferquote ist wie bei der Kur. Das ist. Die Kuh ist besser. Aber Ich glaube Ja. auch, ja. ich danke dir schön für den Dranbleiben. Handy in die Höhe. Ja, genau. Wir haben das einmal gemacht. Das Handy, da haben wir in Ottringen gespielt beim Heirigen und ich wollte das so machen, ich habe mir das so angeschaut, nicht? Von die Après-Ski-Geschichten. Nicht so, wo sind die Hände? Ich will eure Hände sehen. Ja, genau. Und ich hatte auch so beim Heirigen, ne? Die Hände in die Höhe. Nicht? Und, ja, gut, ich meine, anderes Klientel. Nicht? Die haben geglaubt, der Razzia ist gegangen. Nicht? Die haben sich alle an die Wand gestellt. Nicht? Und was hast du gemacht? Ich hab's gefühlt, habe ich ne? Aber wir spielen dort nicht mehr. Aber ist ja wurscht. Jetzt hol ich mal da Jetzt raus. kommt ja das Hauptinstrument meines lieben Kollegen. Richtig, das ist mein Besteck. Er hat das Salatbesteck immer mit. Immer dabei. Immer feinst gestimmt. Ja, stimmt. Aber ich muss natürlich. Da muss natürlich das Mikrofon Jetzt zurückfahren. etwas, ja. Ich muss ja auch Geschichte sagen, der Klausi hat sogar schon geschafft, die Löffeln zu zerschießen. Aber nicht einmal. Da sind die Splitter geflogen. Habe ich mir selber geschreckt, aber. Ja, schon ein paar Mal. Schon ein paar Mal. Aber ja, warte, was haben wir da? Irgendwelche Meldungen? Ladies, Burschen, vielen Dank. Wiesmart geht jetzt schlafen. 777. Wiesmart! Wiesmart, gute Nacht. Übersteuert fand ich es nicht, und dann passt es ja. Ja. Und wenn wir die Löffeln schon haben, machen wir gleich ein Stück wieder eins von mir. Passt. Spoonman! Wenn schon, denn schon. Ja, was machen wir? Ein Glas ist Glas einer. ist einer. Ein Glas ist einer. Den hat er für nichts Klassische Polka. Warte, ich muss das trotzdem, ich muss zurückfahren. Jetzt schon, bin schon im Anschlag. Bist du gestimmt? Ja. Die Ski haben. Schauen wir mal. Na? War gar nicht so weh da. Großartig. Das war lässig. Wirklich? Und Warst du Ja, das ist mir gefallen. Also mir haben die anderen Sachen auch gefallen, aber das ist mir auch gefallen. Lässig. Ja, aber das ist recht anstrengend. Ja, das haben wir gedacht. Ist das wirklich so Mit anstrengend? den Löffeln. Nein, mit den Löffeln. Schau, die roten auch Gerade eine. Sehr leibend mit den Löffeln. Ja, natürlich mit den Löffeln, das ist schon, aber es ist nicht immer gleich. Es ist nicht immer gleich. Manchmal fällt es mir leichter. Es ist ein anderer Klang. Was umdrehen? Die gleichen Löffeln. Viel heller. Ist besser so. Gefällt mir besser. Weltklasse, sagt der Berner Hausmotto. Der Cresano.
Ja, da reiß ich mir's ober, ein Apfel vom Baum, ein Apfel vom Baum, ein Apfel vom Baum. Da reiß ich mir's ober, ein Apfel vom Baum, ein Apfel vom Baum, ja bei der Nacht. Ja, da reiß ich mir's ober, ein Apfel vom Baum, ein Apfel vom Baum, ja ein Apfel vom Baum. Da reiß ich mir's ober, ein Apfel vom Baum, ein Apfel vom Baum, ja bei der Nacht. Bitte deppert. Bist du in die Schwitzen gekommen? Ein bisschen, oder? Das war Joch. Der Joch. Da ist in die Schwitzen auch gleich gekommen, weißt du? Ich komme jetzt gleich von ganz einer blöde Idee, weil ich die steirische umgeschnallt habe. Heringendetschi. Was? Wir haben vor vielen Jahren auch ein bisschen, irgendwie andere so Lieder auch ein bisschen gespielt. Wir waren jung und brauchten das Geld. Nein, das ist nicht normal. Wir waren jung und brauchten das Geld. Fällt mir ein Potpourri ein. Und zwar? Nein, das will ich jetzt nicht machen. Das machen wir jetzt ganz spontan. Blödsinn. Nein, das machen wir Gar jetzt. nicht mal. Das machen wir ganz Aber spontan. dann stimmt das, was der Roman Buchter schreibt. Jetzt eskaliert's. Bewegungsziel erreicht, sagt der Rudi Korbes. Normal ist meine Uhr sagen, ja, das hat er gar nicht gesagt. Normal sagt er immer irgendwas, Bewegungsziel erreicht oder was. Oder Das hast du Stehziel vielleicht erreicht. überhört, oder? Ja, kann ich sagen. So, auch das Potpourri könnte man spielen. Das möchte ich unbedingt spielen. Was Das ist haben wir so lange nicht gespielt, jahrelang nicht mehr. Wir fangen an in der Steiermark, ja? Ja, Da lacht er. ich hab keinen Wein mehr. Tut mir leid. Das tut mir leid, ich muss eine Flasche öffnen. Hol ein Fläschchen vorher. Wir Das fangen heißt mit- aber nicht, dass wir jetzt dann so lange weitermachen, wie wir die Flaschen haben. Nein, das heißt jetzt nicht mehr. Sondern ich hab noch nichts Du zum sitzt Trinken. am Trockenen. Ich sitze am Trockenen. Das kann nicht sein. Warte, ich hol die Flaschen weg. Schau du dabei weiter, du siehst das besser als ich. Was soll ich sagen? Also schau. Schau weiter, ne? Ich Du schau, siehst das ich schau. besser als ich. Soll ich sagen, ja? Ich schau dabei. Löffelmassage speziell. Wie war die Löffelmassage? Sehr angenehm. War leibend, gell? Ja, lässig. Das hat was so. Ja. Ich find's, also ich hab's noch nie gekriegt, aber ich Aber es ist sehr angenehm. finde ja. Also das gefällt mir. Patrick, dir hat's auch gefallen, gell? Die Massage. Ja, angenehm. Ja? Äußerst angenehm sogar. Ja, ich werde mir nicht patentieren Hol lassen, mal weil bitte. das ist ja... Danke, danke. Was haben wir? Ja, Ja. Wieder den gemischten Satz. aber das ist die letzte Flasche. Da müssen wir jetzt sagen, der Klassiker, den ich oft zu hören bekommen habe in meiner Ich mach's Kindheit nicht und auf. Jugend Bitte dich. und immer gehasst habe, den tust du aber schön einteilen, gell? Das ist die letzte Flasche. Den teilst du schön ein. Die Hölle. Wieder Wiener gemischter Satz, die zweite Flasche. Ja, der Christoph Acker sagt, der Dauertest ist heute wieder vorbei. Ja, das stimmt. Ich meine, das ist ein Dauertest. Schenk dir mal ein als erster, gell? Wir müssen uns das überlegen, Dankeschön. Ja. Bitte schön. Wir brauchen mehr Wein für die Dauertests. Das ist ja kein Dauer, das ist ja oft nur... Du sitzt so günstig. Kaum ist man zu Gast, wird man ausgenutzt. Es ist ein Wahnsinn. Es Die ist alte ein Flaschen Wahnsinn. könntest du mir vielleicht reichen.
Sehr Wo so eine Flasche auf, sagt der Eure. Aber- Die unterhalten mich gerade so gut. Ja, naja. Die Alm Moschkogel sagt auch, ja, mit der Steiermark beginnen. Alm Moschkogel, wie lange seid ihr noch auf der Alm? Das haben wir eh schon geredet, einmal Ende September, 12. September, 10. September seid ihr wieder unten dann, Ich gell? glaube, gell? Ich glaube. Sag, wie lang, Alm Moschkogel, wie lang macht ihr das jetzt schon? Jetzt trinken wir mal an. Den Hüttenbetrieb und die... Weil weißt, das ist immer die Zeitverzögerungen. Das heißt, kommt von ihm eine Aussage, das dauert, bis es dann wieder zurückkommt. In der Zwischenzeit, finde ich, kann man nichts Besseres machen als ein gutes Wendel genießen, nicht wahr? Seid ihr wohl? Seid ihr wohl? Wir müssen wieder ausstehen. Wir müssen ausstehen, weil Trink einmal den der Rückzug ist Chardonnay richtig aus. zum Zum Wohle. Prost. Trink aus, dann kriegst du bin einen guten. dabei. Der schmeckt. Das ist ja wirklich gut. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Manfred hat keine Ahnung, was er versandt. Mit sicher ein bisschen ärger. Aber ist ein Biertrinker, gell? Ja, schon. Eher. Aber trinkt er Wein grundsätzlich auch? Ja, Schon. doch, Also doch. er hätte da jetzt beim Weintrinken mitgemacht, Auf jeden Fall, natürlich. aber er hätte früher wahrscheinlich ein Bierli. Nicht? Ich habe nämlich extra, ich sage ihm das, ich meine, es ist live erzählt, aber du kannst es ihm auch sagen, ich habe extra 20 Flaschen Wein, ein Bier eingekühlt. Haben wir eigentlich einen Strom da auch wieder? Was ist Ich da? weiß nicht, ob er die geschafft hätte, aber Nur von hinten ist Kabel, ist kein Na Problem. da, na du, das liegt da, da kannst du anhängen. Okay. Ja, oh ja, da kannst du Dass ich anhängen. nämlich mitlesen könnte. Ja, alles. Ja, Schau her, passt. warte mal. Für den Patrick Bauer. damit es wieder was zum Trinken gibt. Weil- Für dass die, Es oder so So, jetzt viel bringen wir dabei. über die Butter. ein bisschen. So her. Danke, wunderbar. Geht sich alles aus. Nachdem das Instagram schon wieder versagt hat, ist es nicht mehr. So. Right hat den Travel Gentle. Ja, Schau, das ein auch. Moschkogel, 8 Jahre und am 10. Taschler mit 9 Personen. Sehen wir uns beim Taschler. Wunderbar. Sag, wie viele Viecher habt ihr oben? Wenn wir schon von Viecher reden. Genau. Viecher reden, ja, genau. Ja. Ja. Wie viel habt ihr heuer oben? Ja, jetzt warten wir nicht auf die Antwort. Das kommt schon wieder die Antwort. Dabei können wir ja. In der Zwischenzeit kann ich Christoph Acker vorlesen. Wenn sie so weitermacht, kommt bei mir noch auf 5. Achtel. Na bumm, das hätte ich nicht geglaubt. 5 Achtel, na, dann hast du uns aber sehr Christoph schnell. Christoph eingeholt. Acker, ich meine Also, 5 Achteln. Ich meine 5 Achteln. Das habe ich beim Fingernägel schneiden. Weil 6 Achtel sind in einer Bouteille. Ja, ist Normalerweise. nix. Es ist nichts. Im Weinviertel nicht. Wenn sie 5 ausgehen, bist du gut. Ich lasse mich dahinter. Ich lasse mich dahinter, jetzt weiß ich, ob ich nur ein Bild bin. Weil mir eigentlich da. So, aber ja, so geht's. So geht's. Und da hinten übrigens, da hinten ist jetzt mein Motorradwandel. Das hängt dort deswegen so dekorativ, weil das ist nämlich ein Fenster. Und in diesem Fenster spiegelt sich so ziemlich alles, was an Licht kommt. Und das schaut sich, und jetzt haben wir uns überlegt, was hängen wir vor. Und da haben wir schon gehabt, gell, vom Leintierchen bis zu irgendwelchen Tierchen. So, Die haben wir alles schon Idee gehabt. Seidenbücher, große, Ja. und so Seidenschal, so Pashminas und so. Wäre ein bisschen unpassend gewesen, oder? Ja und nein. Aber Ja wenn man und da, nein, Da aber- bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, ich hänge das Motorradgewandel. Hätten wir vorher bereits. Das sollte man auch noch erwähnen, nämlich, dass wenn die Viecher zur Nahrungsversorgung dienen, kann man auch andere Teile noch verwenden. Absolut. Unter Absolut. anderem zum Beispiel die Felle. Stimmt. Und bevor, Also wir die zu dem Haut. kommen, das werden wir jetzt wirklich aussprechen. Ja. Abtrieb ist am 7.9. Und 72 Tiere haben es. 72, ja. Aber jetzt kommen wir zu dem, du musst es herzeigen, das musst du jetzt herholen. Ich muss die herzeigen. Ja, sicher. Ich muss die Unbedingt. Sag's her. Sag's her und erzähl die Geschichte dazu, weil das ist nämlich leibend. Ja, Bevor wir dann weiter... Ich bin klein. Patrick, du musst einfach, du bist größer. bin schon da. Weil ich bin ja noch kleiner wie du. Das ist Ja, ja eben, das ist nicht hilfreich. eben. Was halten, da schon. Dann kannst du das von Warte, größer halt. her herzeigen. Sei ein. Schau das an, ein Wahnsinn. Schön, oder? Warte mal, schau das an. Warte, das ist was ich jetzt zeigen. Schaut euch das an. Eine Kurve. Jungrind. 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 Und jetzt erzähl die Geschichte, was du uns erzählt hast mit So, wenn es kein Jungrind wäre, Wie könnte ich kompliziert- es nicht hochhalten. Das Also, jetzt nicht nicht alles, drüber das nicht Das alles wird sich nicht sehen. ausgehen. Geht sich nie Nicht aus. dran. Nicht dran. Und da steckt aber so viel Da steckt urviel Arbeit. dahinter, Ja.
Weil man jetzt dann nicht, dass manche sagen, ja schau, eine Kuh für die Schweine, ja, nein, das ist ja Respekt vor der Kuh, weil, wie wir festgehalten, die meisten, die Kühe haben, Im Prinzip ist es ein Abfallprodukt. Ist ein Abfall. Oder im Prinzip wird, sag ich mal, sehr, sehr wenig dafür gezahlt, dass man das Fell hergibt. Und das ist uns einfach ein Dorn im Auge, weil es darum geht, dass man wirklich alles wirklich verwenden kann von den Tieren. Vielen Dank fürs Sammeln. Bitte gerne. Ich kenne mich ein bisschen aus. Perfekt. Also man macht das nicht mit so Bügelfalten und so. Also so nicht. ja, Am besten ist natürlich überhaupt, wenn Man muss aufhängt, ja, genau. Aber das ist halt eine Platzfrage, muss man Ja. ganz ehrlich sagen. Also das ist also ganz schwierig. bei den meisten kommt das in Abfall. Bei den meisten kommt irgend so ein Hauderer, der das halt mitnimmt. Da kriegst du für so einen Fell so zwischen 10 und 15 Euro. Und der nimmt das mit und das wird irgendwo, meistens irgendwo in Süditalien, zu Leder verarbeitet. Wenn überhaupt. Laut der Deutsche. Ja. Bei ganz vielen. Hauderer. Hauderer. Und da sollen auch noch was sagen. Ein Hauderer kommt. Ja, und na klar, das ist ein Abfallprodukt. Und sind wir froh, dass es weg ist, kriegt man immerhin 15 Euro. Aber Bei uns war es so, dass bei dem ersten Betrieb, wo wir unsere Tiere schlachten haben lassen, ist es überhaupt nicht abgeholt worden, weil der einfach sozusagen zu kleine Mengen hat. Und das war uns natürlich ein totaler Dorn im Auge, dass das sozusagen ein Abfallprodukt ist, weil das einfach was ist, was man halt schon noch sehr stark eben mit diesem Tier direkt verbindet. Und deswegen war es unser Anliegen, dass das auch mit einem gewissen Respekt behandelt wird und nicht einfach so wegkommt. Und deswegen haben wir uns dann umgeschaut und sind nach langem Suchen auf eine Gerberei in Oberösterreich gekommen, in Everding, die sich auch wirklich bemühen, auch dieses Handwerk wirklich schätzen können. Und dort lassen wir jetzt eigentlich fast alle Felle von unseren Tieren gerben und sind eigentlich aber sehr, sehr zufrieden das, mit dem es Ergebnis. gibt fast keine fast mehr. gar keine mehr. fast Ja, das keine ist mehr. Von Kautzen haben wir geredet, die habe Ja, ich noch genau, gekannt, die waren ja. früher, ich weiß nicht, wie lange die schon aufgehört haben, aber eben, also gerade Rinderfelle sind extrem schwer, dass man die irgendwo gerben lässt. Alles, was ein bisschen kleiner ist, das geht noch, weil es natürlich um Schaf, Ziege, Ja, genau. Schaf, Ziege, Wildschwein, Reh. Jager und solche kein Problem, Sachen. ja. Jägers haben überhaupt kein Problem. Also du hast, deswegen jetzt mal nicht an jeder Ecke eine Gerberei, aber doch noch sehr viele, weil da auch der Markt wesentlich größer ist. Aber wenn es um Rinderfelle geht, wird es relativ schwierig, weil du einfach relativ große Das Maschinen groß ist. brauchst, dass du das auch wirklich bearbeiten kannst. Was hat so ein Stier, so 5 Quadratmeter? Mehr. Das ist Also Wahnsinn. wir haben jetzt Stier haben wir ja nie, weil wir die männlichen Tiere sehr früh kastrieren lassen, damit sie in der Herde dabei bleiben können. Aber jetzt zum Beispiel ein Kuhfell von einer ausgewachsenen Kuh haben wir schon über 7 Quadratmeter gehabt. Und das ist schon wirklich Das groß. geht sich da gar nicht aus. Nein, das geht sich da überhaupt nicht aus. Genau. Wenn man denken muss, einfach, das muss einen Pansen umspannen. Also das ist schon richtig groß. Da geht was weiter. Ja. Aber es ist erstaunlich. Für mich persönlich ist es wirklich toll, dass man sagt, ja, da ist eben so ein Viech. Zu dem Viech habe ich eine Beziehung aufgebaut. Es ist mir auch bewusst, dass ich das Viech umbringe oder umbringen lasse, je nachdem. Und dass es dann stirbt. Aber dass man ihm sagt, Moment einmal, da ist mehr Respekt erforderlich, um eigentlich eine ernsthafte, ja, oder eine Empathie als Mensch anzubringen, dass man sagt, nein, das ist ein Föh, das ist nicht ein Abfallprodukt. Ja, Da wobei- mache ich was draus. Ich glaube, dass bei uns einfach, wie gesagt, ich bin aus Wien, ich bin jetzt nicht aus der Landwirtschaft, das heißt, da ist vielleicht sowieso mal generell eine andere Herangehensweise da. Und bei mir war es zum Beispiel so, bei dem ersten Tier, das wir schlachten haben lassen, war ich mir überhaupt nicht sicher, wie es mir geht. Für uns war es ja jetzt nicht so, dass wir mit Rindern angefangen haben, weil wir das so super finden, Rindfleisch zu produzieren, sondern weil wir gesagt haben, wir haben einen Betrieb, der am überwiegenden Teil, also zum überwiegenden Teil aus Grünland besteht. Was machen wir? Also es war klar, es müssen Wiederkäuer sein. Ja? Wir wollten nie irgendwie mit einem Luxusprodukt zu tun haben. Ja? Also sind Pferde schon mal ganz rausgefallen. Weil ein Pferd, es tut mir leid, vor allem wenn ich jetzt von Reitpferden rede, nicht unbedingt von Leberkäse, dann war,
Ich rede schon wieder zu leise, oder? Wobei so ein vollen Red mal. das ist eine andere Geschichte. Ja. Aber halt, also Ja. da war für uns dann wirklich, also vor allem von Manfred seiner Seite her war klar, dass es Rinder werden. Ich fand die Idee total gut. Und dann war wirklich für uns die Überlegung, wie vermarkten wir es? Und da muss man sagen, der Manfred hat von Anfang an gesagt, du wirst sehen, die gehen von uns zum Schlachter und sonst nirgends hin. Und mir hätte am Anfang diese Idee von so einer Kalbinnenaufzucht, hätte mir total gut gefallen. Also mit einem Milchviehbetrieb zusammenarbeiten, du kriegst die Kälber, du ziehst sie groß und dann leben sie glücklich und zufrieden als Milchkuh ihr Leben. Und wir haben uns dann mit ganz viele Betriebe angeschaut, wie die arbeiten. Das sind jetzt nicht nur Milchkuhbetriebe, sondern Mastbetriebe, Mutterkuhbetriebe und so weiter. Einfach auch, wie vermarkten die, welchen Stall haben die, generell, wie arbeiten die einfach. Und es war kein Betrieb dabei, wo die Leute bewusst irgendwie schier zu den Tieren waren. Also das überhaupt nicht. Aber es war trotzdem kein Betrieb dabei, wo ich gesagt hätte, denen gebe ich ein Tier von mir. Also einfach von dem, dass ich sage, da war immer irgendwo ein Punkt dabei, wo ich sage, das passt mir nicht ganz. Irgendwas hat dich gestört, ne? Irgendwas hat mich immer gestört. Und wenn das sowas ist, wenn ich sage, ich gebe denen eine Kuh von mir und der Kuh geht es vielleicht gut, aber die Kälber gehen in den Export in die Türkei. Da weißt du dann nicht mehr, ob es einem Genau. wirklich gut geht. Nicht? Und das geht für mich Weil das einfach nicht mehr nachvollziehbar ist, weil Genau. es zu weit weg ist. Ja, und da habe Warum ich verschicke ich ein Tier so weit? eben, und das ist einfach sowas, wo ich sage, da habe ich keine Kontrolle mehr. Und das möchte ich nicht. Ich möchte wirklich, ich habe die Verantwortung für dieses Lebewesen und da möchte ich auch wirklich dann vom Anfang bis zum Ende die Kontrolle drüber haben. Und damit war eigentlich sowieso der einzig gangbare Weg, dass wir gesagt haben, okay, wir vermarkten direkt. Weil damit ist eben auch es ist zeitweise echt schwer, im Nebenerwerb zu arbeiten, weil es von der Zeiteinteilung her schwierig ist. Aber es hat schon auch Vorteile. Wir haben den Vorteil, der Manfred arbeitet Vollzeit. Ich arbeite im Skonarium und gehe nebenbei Unkraut jäten und so weiter. Das heißt, wir verdienen was dazu, wir sind nicht nur von dem abhängig. Wir haben auch die Möglichkeit zu sagen, wenn jemand das Fleisch sozusagen nicht zu schätzen weiß, können wir auch freundlich und höflich, da haben wir wen, der das für uns formuliert, weil ich kann es nicht, der dann für uns das so formuliert, dass man den Leuten sagt, vielen Dank, aber bitte kaufen Sie woanders. Ich kenne das nur aus der Schweinezucht, weil die Verwandtschaft von meiner Frau der Schweinezucht tätig ist und die vermarkten auch direkt. Ja. Und wenn der Kilo Bauchfleisch im Supermarkt 2,49 € oder 3 € kostet, das kann nicht funktionieren. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Es Das kann geht sich einfach nicht ausgehen. Es gibt es einfach nicht. Ja? Und da muss man sagen, wir haben auch einmal Leute dabei gehabt, die der Meinung waren, sie können da jetzt über den Preis verhandeln. Und zwar so respektlos. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. So mit einem, Auf deppert. da ist ja Ja. nämlich wirklich mit einem, sie würden schon gerne wieder bei uns kaufen, aber so in diesem 5-Kilo-Paket, da ist ja nichts Besonderes drin. Und ich muss sagen, da kriege ich solche Kabeln. Verständlich. Völlig verständlich. Ja. Ich weiß genau, von welchen meiner Lieblinge die Fleisch gehabt haben. Und das ist was, wo ich sage, die kriegen nie wieder aus. Dann sollen sie gehen und sollen sie irgendwo was kaufen, aber das ist es mir nicht wert. Ja. Und das geht einfach nicht. Und das war eben bei uns beim ersten Mal, wie wir ein Tier geschlachtet haben, war ich mir überhaupt nicht sicher, wie es mir damit geht. Ich meine, man muss dazu sagen, das war eine Kalbin, wo wir gewusst haben, die kann man nicht behalten, einfach aus charakterlichen Gründen, sage ich mal, war die... Die hat nicht reingepasst einfach. Nein, das war ganz, ganz komisch, die ist bei uns zur Welt gekommen, aber die war einfach so ein nervöser Charakter. Das kann ja passieren, hat nicht reingepasst. Ja, wir sind jeden Tag 2 Stunden, 3 Stunden da drinnen, misten von Hand aus und so weiter. Und wenn es einen Bulli auszieht, kriegt er eine Panikattacke und rennt gegen das Tor. Ich meine, die anderen reagieren nicht und geht nicht. Ja. Und da war es aber auch so, dass ich mir überhaupt nicht sicher war, wie geht es mir dann mit dem Fleisch. Und da muss ich sagen, damals haben wir einen Fleischer gehabt, der mir total geholfen hat, weil der einfach gesagt hat, so, und jetzt
jetzt schau dir das an, jetzt mach dir einfach auch wirklich bewusst, was du da für ein unglaublich tolles Produkt hast, damit du das auch wirklich respektieren kannst. Weil wenn ich es nicht respektieren kann, wie kann ich dann verlangen, dass es ein Kunde respektiert? Also das geht einfach nicht. Und ich glaube, Das war- dieses Thema Respekt, das ist, ich meine, zum Beispiel jetzt Red Hot and Roll Chattel, ne, schreibt, ich habe früher auch gejagert und alle Viecher, die ich geschossen habe ich selber gegessen und aus den Hirschen habe ich mir Lederhosen schneidern lassen. Ja. Und für manche klingt das wahnsinnig respektlos und ich denke mal, das ist genau aber das, worum es geht. Also wenn man sagt, ja, genau. das Leben ist ja so, weil wenn wir es nicht schießen, dann kommt halt, also wenn wir von der Natur her sehen, das der Bär oder die Wölfe oder wie auch immer, also irgendein Feind bildet sich dann außer, aber da ist es, ich glaube auch, dass dieser Respekt dahinter, auch diese ich habe Volkskunde studiert, ne? Das war so mein Thema, wo ich so gemerkt habe, ja, diese Traditionen, auch der Jäger zum Beispiel, also was da gibt für Rituale, die einfach nichts anderes oder keinen anderen Sinn haben oder Hintergrund haben, als den Respekt auszudrücken und die Dankbarkeit. Die aber sehr leicht missverstanden werden. Eine Streckenlegung zum Beispiel. Ja, Das stimmt, ja. Das, Fährt jemand mit dem Auto vorbei, so habe ich selber mitgekriegt auch. Also am nächsten Tag ist das in der Bezirkszeitung, Ja. also nicht nächsten Tag, aber aber kurz darauf schnell, gestanden. schnell, ja. Ja, da war die Jager, alle waren angesoffen, haben gefeiert und sind rund um die toten Tiere herumgesprungen. Ich war dort selber dabei, weil ich kein Jäger bin, da ist niemand um die toten Tiere. Also, das, Nein, aber es ist, also das, was wir schon noch sehen, ist, dass einfach dieses, und ich verstehe es ja zum Teil auch, dass dieses Problem mit dem Tod einfach da ist. Ja. ja klar. Und das ist, Trauma. ich Das ist verstehe unser es schon. Kulturkreis immer so. Ja, Ja. Das hat sich so entwickelt. Die Aber letzten das ist 200, 300, was- 400 Jahre. Ja. Das ist was, ich meine, das ist jetzt vielleicht meine Einstellung, weil ich mir denke, es geht doch um die Lebensqualität, die ich habe. Ist sicher nicht Also wir sind jetzt zum Beispiel auch keine großen Freunde von solchen Gnadenhöfen, ja? Weil da sehr oft, nicht immer, aber sehr oft Tiere dort sind, für die es besser wäre, wenn man sie erlösen würde. Ja, das denke ich mir Weil auch es oft, ja. keinen Sinn macht, ein Tier am Leben zu halten, damit ich sagen kann, ich habe es gerettet. Ja, Wenn das Tier für sich oder dieses Wesen für sich keine Lebensqualität ja, hat. es leidet wieder wohl, ne? Ja, und Ja. das ist einfach was, wo ich mir denke, unsere Tiere haben jetzt sicher nicht das längste Leben, aber sie haben das Optimale, was ich ihnen irgendwie bieten kann. Und das ist aber auch der Anspruch, den ich an mich habe. Also diese Zeit, die sie haben, die muss so richtig leibend sein. Ja. Das finde ich eine absolut leibende Geschichte, weil ja, es ist ein gesunder Zugang. Und ich finde jetzt ganz interessant, der Franz M. Ja. bringt jetzt nämlich einen Vergleich, wo man aus dieser schwierigen Thematik rauskommen, aber die gleiche hinkommen. Weil der Franz sagt, der Liter Wein um 1,99 ist auch unvorstellbar, Ja. besonders wenn du bei der Weinlese dabei warst. Ja, genau. Und da muss ich sagen, nicht nur bei der Weinlese, sondern der Winzer, ich meine, was der für Haken hat, dass ein guter Wein rauskommt, und da ist vollkommen richtig, und es ist nämlich die weniger belastete Diskussion, weil da geht es nicht um den Tod, ne? Da geht es um einen Wein, aber Ja, es ist aber vom trotzdem, Wesen her, Eigentlich Genau ist es das nichts Gleiche. anderes. ist es gleich. Und das ist eben das, ich weiß, es gibt mittlerweile so viele Nachweise darüber, wie Pflanzen auch miteinander Na, kommunizieren. sowieso. Deswegen ist es ja Ja, auch freilich. nichts gegen Veganer. Wenn sich wer vegan ernähren möchte, dann sollen sie das machen. Ja. Aber es ist genauso ein Lebewesen. Es ist genauso ein Lebewesen. Richtig. Nur weil wir die Kommunikation nicht verstehen können, Genauso ist es. macht es das nicht besser. Ja. Und ich Genau meine, so ist wenn es. jemand sich, wir haben ganz viele wahnsinnig tolle vegane Kunden, die für irgendwen anderen zum Beispiel einkaufen bei Okay. uns, die einfach das Ganze unterstützen, die sagen, für mich ist das halt der Weg, dass ich sage, ich kann damit leben, und das ist, finde ich, auch völlig in Ordnung. Aber ich denke mal, da muss einfach halt jeder für sich seinen Weg finden, und zu sagen, ich esse nur Pflanzen und verursache damit kein Leid
Genau. Da wird es schwierig. Das stimmt. Nein, Da wird es richtig Dann haarig, das Ganze. dürfte kein Veganer einen Baum umschneiden, Dann dürfte kein Veganer sich eigentlich ein irgendwie... Gras machen oder Genau. irgendwas machen, Ja. weil das nicht hier. Ich meine, das ist eine schwierige Diskussion. Genau. ne? Sparen Das ist ist, ja nicht, nicht? ja, weil das sind halt Aber so so ist es. dermaßen andere Aber da- Fronten dahinter. Aber das Wichtigste ist immer, was ich immer sage, das Leben ist einmal so, du wirst geboren und du stirbst irgendwann, aber damit ist das Leben nicht aus. Nein. Weder vorher noch nachher. Ne? Und das ist in allen Belangen so, egal was das ist. ich meine, Ich sehe das sehr entspannt. Ne? das ist wieder eine Also, andere Geschichte, aber, ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, auf das kann man sich einigen. Das Leben spielt mit dem Tod halt mit. Also, Genau, ohne- so ist es. Das gehört halt Ja, zusammen. Das ist ja ja. so. Im Wiener Lied ist es ja aufs Tapet gebracht, nicht? Weil Und sehr das ist positiv. halt so. immer. Na, Im und Endeffekt ganz schon, ehrlich, wenn es nicht so wäre, was hätten dann eine Bedeutung? Richtig. Ja, richtig, ja. Genau. Also Dann das- wäre es ja, das- dann das wär's ja denke ich auch. völlig Das Ding, völlig ja, wurscht. Wozu Ja? ist man da? Eben. das Ding, der Roman Buch, der sagt, das muss ich jetzt einflechten. Ich muss mich wiederholen, die Sendung wird immer besser. Roman sagt, in Glinzendorf schlachten's keine Kälber, das bringen nicht ums Herz. Habt's dann beim Berger Großmarkt holen müssen. Ja, naja, Ja, das aber ist, das ist aber das eine ist aber- ehrliche Aussage. Nicht? Weil ich Ja. sag, aber so wie der jetzt da von der Schneid-Wutz gesagt hat, ich habe gejagert, das ist halt schon das. Wo ich mir denke, das haben wir mit einem Jager plaudert und der hat gesagt, weißt, es ist halt so, wie hat er das gesagt? Das ist halt, weißt du, da haben wir plaudert und da hat er gesagt, der Thüringer. Der Thüringer hat dann irgendwann mal gesagt, ich glaube, in Andreas Christen habe ich da plaudert, ich weiß nicht, ist ja wurscht. Auf jeden Fall hat er gesagt, der Thüringer hat so gesagt, ja, ist einmal hergefahren über die Leute, die sich halt alle, über die Jager, auf Bös. Ne? Da hat gesagt, die Jager, die schießen, die gehen raus, die schießen und weiden sich im Blut und hin und her und hin und her. Und dann hat er gesagt, so, und dann waren also alle so nickend im Publikum. Nicht? Und dann hat er gesagt, ja, aber ich meine, im Unterschied zu den anderen, die zum Biller gingen und sich halt das fertig zugerichtete Backerl Fleisch holen, hat der Jager wenigstens das Empfinden und das Bewusstsein, wo er das Fleisch herholt. Weil der hat halt das schießen müssen, der hat dann Genau. aufbrechen müssen, der hat ausnehmen müssen, da hat es gestunken, das war Ding. Also die ganzen Sachen, also Ein ganz anderer Bezug. der hat einen anderen Bezug. Und dann dazu, Bezug dazu. Ja. Aber ich verstehe das. Also ich habe mir zum Beispiel auch, wie gesagt, ich bin aus Wien, ich habe mir sehr lange mit Jägern und so total schwer getan, weil ich das einfach sozusagen unfair gefunden habe, ja? Dass der aus dem Hinterhalt das Tier da schießt. Weil das für mich total schwierig war, weil einfach... Unfair. Ja, weil ich es einfach nicht weitergedacht habe, weil ganz ehrlich, wie möchtest du sterben? Der schönste Tod, oder? Möchtest du es Plötzlich aus dem Leben gerissen möchte ich zack werden. und vorbei. Am liebsten auf der Bühne sterben, wenn es geht. Nicht, Ja, Da wird ja keiner Wenn man mehr schießen auf. Nein, nicht, aber plötzlich aus dem Leben gerissen Aber- werden. Ja, also die Leute wissen jetzt Bescheid. Was Aber denn ich das glaube, für ich Zeit? traue mich morgen nicht mehr hinausgehen. Ein Aufruf. Ja, aber das ist ja nicht genau das, ja, was ich gemeint habe. Nicht? Wenn der Bär oder der Wolfsrudel oder was welche natürliche Feinde dann theoretisch doch da wären, Das ist kein schöner Tod. das glaube ich auch. Das Wenn eine ist, Löwin, eine bist gehetzt. Antilope das reißt, ist, weiß nicht Gott, schön. kein schöner Tod. Nein, Stell dir mal halt so vor. Nicht? gar nicht. Und trotzdem ist es so vom Herrgott vorgesehen. Also Ja. von der Natur und alles. Aber klar, ich meine, so aus dem Nichts aus eine Kugel. Oder auch so bei Rindern, wo ich das gesehen habe, bei manchen, die in der Herde erschossen werden. Nicht? Ja. Also, das darf man, glaube ich, nicht. Oder das ist jetzt irgendwie so eine Sache. Nur mit Einzelgenehmigung, ganz schwierig. Ganz, ganz Aber schwierig. ich Wäre Obwohl- das Schönste. Das war das Beste. Ja. Du stehst Vor mit der allem, weil Schaufel du- vor dem Viech und schießt das an. Vor allem, weil die Tiere rundherum, also das, wie gesagt, wenn es so funktioniert, das funktioniert so, die Tiere rundherum überhaupt nicht reagieren. Gar nicht. Also überhaupt nicht Gar nicht, panisch ja. reagieren. Ja. Und das ist eigentlich was, wo man sagen muss, das wäre es eigentlich. Ja? Ich meine, das ist nie was im großen Maßstab funktionieren kann, keine Frage. Kann er nicht sein. Aber es ist, wie gesagt, wir bauen einen Schlachtraum und das ist von den Auflagen her ein Wahnsinn.
Und du musst eine Schlachtbox bauen. Und du Warum musst das glaubst du, haben Tier so viele fixieren. aufgehört von den Leuten, die das gut machen wollten? Und die so in der Steiermark unten da auch mitgekriegt, warum die dann gesagt haben, nein, das interessiert uns nicht, weil verkaufen damals nicht, wir schlachten dann die daheim auch. Ne? Ja. Okay. Und das ist einfach, das ist echt schwierig. Du darfst weil das nicht einmal in Umlauf bringen, nämlich, wenn das nicht Nein, alles aber passt. nein. Das heißt, nämlich, wenn ich jetzt einen Betrieb habe, darfst schlachte du ein überhaupt Vieh im Jahr und schenke in Klaus was, darf ich das bist du nicht. strafbar. Bist du strafbar. Und das ist so absurd. Nicht in Umlauf bringen darfst du das. Wenn das nicht den strengen Kriterien entspricht. Und das ist eben auch, das ist das wirklich Schwierige, weil wir zum Beispiel wirklich mit unseren Tieren so arbeiten, dass wir jetzt zum Beispiel mit ihnen trainieren, dass sie von alleine auf den Hänger raufgehen. Dass da einfach kein Stress da ist. Das heißt, auch dann werden wir mit ihnen trainieren, dass sie von alleine eben in diesen Schlachtraum hineingehen, Genau. dass das einfach quasi ein zusätzlicher Fressplatz ist. Genau. Aber es ist was, wo man sagen muss, das machen wir, weil es uns ein Anliegen ist und weil für uns diese Zeit nicht gezahlt werden muss, sozusagen. Ja? Weil wir sagen, wir haben beide noch einen Job. Okay. Aber das kann sich jemand, der wirklich davon lebt, der kann sich das nicht leisten. Das ist ein unheimlicher Zeitaufwand, dass du sagst, du trainierst das Tier so, dass es völlig stressfrei dort hineingeht, sich dort hinstellt und frisst. Und du kannst hinten, du musst ja die Türen zumachen und du musst das fixieren. Ich meine, das ist ja irrer Aufwand. Ja? Dafür, dass du eigentlich sonst sagen könntest, okay, ich mache das auf der Weide. Ja. Ich habe wen, der wirklich, der gut Schießen schießen kann. kann, der sich auch diese, Lasst sie Zeit. der und sich weiß Zeit genau, nimmt, der was- sagt, was- ich habe jetzt zum Beispiel 5 Das Tiere, die steht in nächster da. Zeit zum Schlachten sind. Das Tier, das am optimalsten steht, wird jetzt auch geschlachtet. Es muss nicht genau dieses sein, sondern das halt perfekt dasteht, wird erschossen. Wie der Jäger macht, ja. 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 Und es ist auch, wenn man ist so halt darüber redet, schwierig. es ist auch das Empfinden, wenn man es jetzt nicht irgendwie verblendet ist, wie leider wirklich viele Menschen heutzutage. Ja, aber die das hat komplett- ja schon fast was mit einer Religion zu tun. Ja, oder? richtig. Ganz schwierig. Oder wie bei der Wiener so sagt, die sind nicht deppert. Aber wenn man jetzt so sagen, Habe mich jetzt bemüht, das politisch. nein, gar Ja, nicht. Wir sind nicht der Blattlatschen. Aber wir können offen machen, wir reden Das ist einfach. genau das. Immer. Und jetzt zum Beispiel Schneidwurz, also Red Hard Rebel Alle Gentle, so Richtungen, das auch. nämlich das ist der, da darf gesprochen werden bei uns. Aber er schreibt auch nicht, und das Wild hat sein gesamtes Leben in vollkommener Freiheit gelebt, zumindest bei mir im Revier. Und wenn ich mal ein Stück aus einem Rudel entnommen habe, sind die anderen Tiere nicht einmal erschreckt oder haben sich gewundert, Ja, haben einfach weiter geäst. Natürlicher geht es nicht. genau so ist es. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges, es ist, ich glaube, da sind wir alle in einer Meinung, das Ja. brauchen wir nicht Ja, weiter reden. Also ich glaube, das ist echt eine wichtige Sache. Das ist auch ein Punkt, weil ich vorher gerade mit meiner vegetarischen Zeit, das war eben nicht das Wesen vegetarisch und schon gar nicht das Wesen vegan. Also es sind wirklich, da habe ich nicht sonderlich viel Verständnis über, nämlich Verständnis. Jeder wie er will, das ist nicht mein Punkt. Das ist selbstverständlich. Aber ich habe das, also ich habe Alles, 2 was- Jahre gemacht und Ja. auch jeder andere kann nicht mitreden, der nicht auch vegetarisch steht, da 2 Jahre, ja, das finde ich leibend, ne? Da kann ich sagen, so, ja, und das muss dann, aber ich habe mich damit wirklich beschäftigt und habe dann festgehalten, nein, für mich ist das nichts und es ist alle diese Argumentationen, das sind alles, so wie du gesagt hast, eine Religion, das ist sonst nichts, also das hat keine wirkliche, kein wirkliches Fundament, aber es ist halt so, weiß ich nicht, wie die Sexualität oder keine Ahnung, jeder soll wie er will, er tut kein Weh damit, ja, also soll das machen, wie er will, nur eben diese Dieses missionarische. Erlösung Schwierige. findest du nicht. Also wenn du vegetarisch oder vegan lebst, wirst du nicht erlöst sein. Wenn du, weiß ich nicht, homosexuell bist, wirst du nicht erlöst sein. Wenn du heterosexuell bist, wirst du nicht erlöst sein. Das ist nicht dahinter, sondern lebe, wie du willst. Ja? Sei so, wie du dabei bist. Okay, das ist in Ordnung, aber druckst keinen anderen auf. Aber wenn man von diesem Thema weggeht und sich jetzt einmal ganz offen einlässt, dann ist es so, wie das der Schneidwutz sagt, oder so wie ich es vielfach beobachtet habe, das Leben ist halt auch so, also da gibt es Tod, also Das Leben ist grausam.
Es kommt. Und das ist nicht einmal negativ. Nein, und es Überhaupt sterben nicht. fast keine Viecher an einen natürlichen Tod. Nein, und in man der- muss in der ganz Natur, ehrlich ja. sagen, eben, auch dieser natürliche Tod, das ist ja nichts Schönes. Nein, Also ich meine, auch beim beim Vogel Menschen. beim Sterben zugeschaut einmal. Ja, einschlafen. Also beim Menschen Nein, nein. einschlafen. Ja, aber ich meine, wie aber viele, sonst nicht. Ja. eben, Wie viel hat das? wie Ja. viele schlafen ein und haben keine Schmerzen und nichts. Ja? Das ist ein Bruchteil. Und Genau alles so ist andere es. ist auch natürlicher Tod. Und das ist nicht. Ich meine, da kommen wir jetzt wieder zurück natürlich zum guten alten Wikinger, wo sagen wir, Schwerte der Augen sterben in der Schlacht, Valhalla. Ich meine, Und treffen uns an Odins Tafeln. ja, das klingt jetzt leider noch ein paar Butöne. Ich Klingt meine, jetzt lustig, nicht? Aber wenn es halt so weit ist, weiß ich auch ich nicht. weiß auch nicht. Es ist Das ist Ich ehrlich. habe so meine Zweifel. ja. Aber ich glaube, es ist, ja, das ist einfach ein großes Thema und ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, dass man das einfach, dieses eben mit Fleisch und Wild. Aber das ist jetzt dieser positive Aspekt eben aus meiner vegetarischen Zeit, wo ich sage, ja, das Bewusstsein dafür Hat sich schon gesteigert. Das ist halt, ja, aber gewaltig. Also das lege ich wirklich an jeden nahe, dass man einfach mal sagt, na, pass auf, jetzt höre ich mal auf beim Bilder, jetzt weiß ich nicht, die Extrawurst kaufen oder so, jetzt schauen wir mal. Ich brauche nicht jeden Tag eine extra Wurstzähne. Ich bin überhaupt, also ich muss sagen, das ist auch vielleicht Nicht mehr, ja. einfach wie ich aufgewachsen bin. Bei uns gab es vielleicht 1-2 Mal in der Woche Fleisch. Das ist wie- Ich bin ja, in Wien bei mir aufgewachsen. auch. Bei und, mir da war, und ganz ehrlich, ein Kaiserschmarrn ist eine Hauptspeise. Ja. Also ich habe das nicht anders gekannt und ich finde, Das war bei es uns auch so. gehört auch nicht Ja, das anders. kennst du es nicht. Ich muss weiß was genau, das kenn ich nicht. Besonderes sein. Nein, weil man gerade in der Woche bei uns hat es auch in der Woche, nein, ein bisschen anders bei dir, bei uns hat es in der Woche 2-3 mehr Fleisch gegeben. War bei uns dann so, weil bei uns war Kaiserschmarrn eine Hauptspeise, wie auch zum Beispiel. Das Süßspeis war bei mir nicht. Oder dann hat es gegeben zum Beispiel ein Fisolengulasch. Super, da war kein Fleisch. Ja, Und alle waren glücklich, das war gut gewürzt, da war Knoblauch drinnen, da war Zwiebel drinnen. Und da du war warst mehr Thymian. als satt, oder? Und das war gut, und das ist bis heute für mich gut. Ne? Und Fleisch hat es gegeben, Dienstag oft, ja, dann hat es was gegeben, da ist ein Balkenfilet da gemacht worden, oder irgendwann mit Fleisch was. Und dann ein paar Tage wieder nichts, und dann am Donnerstag 2 Tage nichts, und Freitag nicht, und am Sonntag wieder vielleicht. Das war so. Nein, und ich muss sagen, ich bin... Der Wurst hat es nicht bin- jeden Tag gegeben, dann hat es am Abend ein Liebtauerbrot gegeben, machen wir ein Schnittlauchbrot gegeben, machen wir ein Käsebrot gegeben, okay, ja, das war leibend. Butterbrot mit Salz passt auch, oder? Genau. Da bin ich wohl. Und trotzdem kann ich mir dann einmal so ein Beefsteak so mit 1,20 Kilo einmal so ein T-Bone Steak. Ja, Ich bringe nicht runter. aber das ist, Wobei, ein T-Bone Steak muss gar nicht sein, weil das ist völlig falsch, weil das ist immer, der Lungenbraten ist immer schon durch und das, die Ja, Beere das ist ist- meistens noch... na, bei den Wenn ich Klassiker, ein Schweinsbraten. Ah, Schweinsbraten, na, super, ich freue mich drauf immer. Ja. Boah, 3 Eben, aber Stecker das brauche ist ich es dann. ja. Es, Aber nicht es jeden soll Tag. ja was Besonderes sein. Absolut. Und das ist... Wie die Weihnachtsbäckerei und die Kropfen in der Faschingszeit und nicht das ganze Jahr. Aber da wo ich jetzt ein bisschen da so relativiere, ist halt das, wo ich sage, naja, aber man muss es nicht zum Besonderen machen, im Sinn, dass man es jetzt künstlich reduziert. Nein, künstlich muss das nicht reduzieren. Sondern einfach wirklich hergehen und sagen, naja, schon, also, aber halt qualitativ. Genau. Qualitativ ist hochpreisig. Kann ich mir es leisten? Kann ich jeden Tag Fleisch essen? Warum nicht? Hochpreisig, ja? Also hochpreisig, hochqualitativ. Wenn ich mir es nicht leisten kann, sage ich, na gut, dann leiste ich mir es halt seltener. Aber wenn ich sage, ich kann mir es nicht leisten, um dann zurückzugreifen auf Aber ein Billigware, Schrott, ich friese ja keinen Dreck, das macht kein Tier. nicht leicht. Da wird Nicht der Mensch leicht. schlimmer als das Viech. Ja, absolut. Das ist das, was mich stört. Absolut. Wenn ich mir das Aber leisten weil kann, der- ich weil der- kaufe mir jeden Tag mein Beefsteak. Ja, Aber da ist, Aus guter da ist Qualität? dieses Bewusstsein überhaupt nicht da. Und das ist Wurscht. eben dieses, wo's von diesen, wo man sich echt ärgern kann, weil diese Befragungen und sowas total auseinandergehen, ja, weil im klar. Prinzip kaufen die Leute das es geht billig. beim Gemüse Ja. aber weiter. Es Ja, geht na bei allen sicher. weiter. ja. Und Jetzt, wenn man schaut, Entschuldige, ich muss, heutzutage, wie viel weggeschmissen wird bei einem jeden Ich daheim. bitte dich. Das ist überhaupt eine Katastrophe, Das, oder? das sind so Dinge dann, das eigentlich ist ja wurscht, die Produktion ist ja eh schon da. Ja. Also,
Aber Trotzdem ist es nicht wurscht. jetzt muss ich auf unsere Freunde eingehen, ein bisschen. Ja, zögern. klar. Aber- Wir plaudern aber- Ich muss mich ganz kurz entschuldigen, ich bin gleich wieder da. Entschuldigung. Na, geh, du hast gesagt, jetzt wird die Wiki unsympathisch, ist da geschrieben. Na, sie geht da so weiter. Sie geht da, ein Kaiserschmarrn bleibt der Nachspeis. Ja, eh. Nein, das Christoph. war bei uns eine Hauptspeise. Ja, bei mir nie. Bei mir nie. Bei mir hat es keine Süßspeise als Hauptspeise. Grießschmarrn, Marienknädel, Zwetschgenknädel, Erdbeerknädel. Wenn es sowas gegeben Ja, hat, Hauptspeise bei uns. als Hauptspeise, hat es nachher ein Prallfettenbrot gegeben. Weil ich kann nichts Süßes als Hauptspeise essen und nachher nichts bekannt. Scheiterhaft. Spült's nicht an. Das spült's nicht an. Ja. Aber Robert Buch, der sagt, eine der besten Pavlatschen überhaupt. Trotzdem gute Nacht, danke für den netten Gast. Gute Nacht, Ich Roman. danke dir. Wir danken dir. Große Freude, wir hören Sie. Heute ist es wieder XXL. Ja, in Wahrheit. Nein, wir sind schon dort fast. Also, Ja, wir sind bei 4,5 Stunden, jetzt hören wir da nicht auf. Ja, ich friss jeden Dreck, ich bin wie eine Hyäne. Christoph Acker. Ja, nur nachdem wir in McDonalds versammelt haben, das letzte Mal. Aber natürlich ist es. Leider, ich glaube, es war wirklich, ich meine, wir warten jetzt schon auf die Wiki, natürlich müssen wir das na, offiziell beenden. selbstverständlich. Aber es war wirklich, also ich finde es selber, es war wirklich spannend, war wirklich leibend. Absolut. Es war Franz M. Wegschmeißen ist klar, was billig ist nichts wert. Ja, da braucht man nichts drauf sagen, vollkommen richtig. Was ist ein Erzbergknädel? Weiß ich nicht. Reit harte Trebelcent, keine Ahnung. Bitte etwas leiser drehen, jawohl. Jawohl. Ja klar, jetzt wird viel lauter. So, danke Franz. Ja, ich glaube, das war wirklich eine spannende Geschichte. Wir warten jetzt natürlich noch auf die Wiki, dass da ist, dann werden wir eine offizielle Beendung machen des Ganzen. Das war eine spontane Sache, wir sitzen beieinander, wir haben einen guten Wein getrunken, wir sind beieinander gesessen, wir haben ein herrliches Jasal gekriegt. Das Bündner Fleisch à la Bonheur. Absolut, da von da drüben, das ist natürlich auch leibend. Natürlich haben wir weniger Lieder gespielt als sonst. Bitte um Nachsicht. Ja. Aber ein paar haben wir schon reingerissen. Ein paar haben wir schon reingerissen, so ist es nicht. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die wir jetzt nicht großartig verfolgen, um es wirklich zu einem Standard zu machen, dass wir Gäste dabei haben. Aber Ab und zu so als Zuckerl quasi im Jahr, ein paar Mal im Jahr, ja, wird sich ergeben so, ja. auf jeden Fall. Sicher so. Red Hard Travel Gentle sagt, hochinteressant, danke. Und dafür freue ich mich sehr. Das ist und leider, der Abschiedslehrer, Christoph, ist klar. Das ist kein sowieso. Thema. Ja, nein, weil du wieder da bist. Nein, weil der Christoph geschrieben hat, jetzt wird die Wiki unsympathisch, weil ein Kaiserschmarrn bleibt ein Nachspeis. Und da ist er leider auch komplett auf meiner Welt, weil als Hauptspeis, was Süßes, das spielt es nicht. Und bei mir ist immer, was Süß gehen und dann nachher zumindest ein Prallfettenbrot oder irgendwas. Weil, ich meine, ja, das Mikro in der Mitte ist top. Na, passt wunderbar. Ja, jetzt habe ich ein bisschen leiser gut, drauf. ja. Also ja, es ist ein bisschen lauter. Wunderbar. Und die Brigitte Scheurer sagt, wenn du aufs Heimgehen vergisst, Ja, das machen wir jetzt. als Können wir ein bisschen Abschiedsnummer, ich glaube, das passt gut. Du, Gut, ja. Vicky, jetzt ganz ehrlich, jetzt sind wir 4,5 Stunden online live. Wirklich? 4,5 Stunden. Es ist bereits eine XL. Echt? Ja, es ist ein Keine X. XL, Ja. sondern eine XL. Das ist, hat sich ergeben. Es ist wie, jetzt ganz ehrlich, wie hat es dir da? Es war mir eine Freude. Und hast du gefallen? Lässig, ja? Das ist sehr gut. Es gefällt mir auch. Gemütlich. Das ist leibend. Also wir Einfach haben leibend. nur gutes Feedback bekommen. Wir haben alle gesagt, ja, leibende Geschichte. Wir werden das definitiv nicht zu einer, ich habe das ja vorher gesagt, zu einem Standard machen, dass wir immer einen Gast haben, weil immer einen Gast hast, immer irgendwem halt aussuchen. Aber nicht, wenn wir solche Gäste haben, also die, was zum Erzählen haben. Und, Dann und, ist und klar. leibend sind und wo sich das auch ergibt, muss man auch dazu sagen, das ist ja nicht so geplant gewesen. Aber Nein, überhaupt nicht. Zufall. Gestern haben wir gesagt, das machen wir, bist dabei, sind wir dabei, ja, hol dir da an, das machen wir. Und du wirst sicher hoffentlich wieder mal dabei sein, weil wir sind ja Nachbarn, kann man Ja, sagen. eben. Also, ich mein, auf Und gute wenn wir wieder Nachbarschaft, draußen dann sind geht ja und gar wenn wir nicht wieder anders. ein paar Latschen machen, ich glaube, ist es leibend. Vicky ist wieder dabei. Auf Ja, gute Mann. Nachbarschaft. Ja. Ich Auf gute- bin ja da kein Nachbar, aber
Darum darf ich es ja sagen. Ja, du bist der Mitredner. Mitredner. Prostal. Dankeschön. Für euch auch, Leon. Wobei beim nächsten Mal hat dein holder Schatz dabei zu sein. beizunehmen. Ich sag's. Der Christus sagt, er macht den Liter noch fertig, dann schlafe ich sicher gut. Ja. Der Georg Scheurer sagt, du hast Messingschickler. Nein, Von wem war das? Brigitte hat gemeint, was das Das ist ja deine Frau, hörst. Was? Ein Georg Scheurer? Ist die Frau Ach so, ja, Brigitte? dann macht sich das Macht sich das aus untereinander. Ja, genau. Jetzt muss er sagen, macht sich das aus. Das ist ja Wahnsinn. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich, also mir hat es selber auch wahnsinnig Spaß gemacht. Absolut. Der Rudi Korbester sagt, eine gute Sendung ist echt gelungen. Und ich glaube auch, wir haben wahnsinnig lang, auch wir sind wirklich viele Zuschauer gehabt. Ich meine, jetzt prägeln wir an, aber ich meine, ganz ehrlich. Ist aber ich meine, es ist über 4 Stunden. Also. Ja, nein, nicht nur das. Die meisten, glaube ich, die da gesagt haben, also kommentiert haben, dass sie jetzt gingen, weil sie aufstehen müssen. Also so die Sendung wäre selber leibend gewesen. Jetzt sind wir ein bisschen weniger geworden. Verstehe ich, es ist 1 in der Früh und morgen gingen die normalen Leute arbeiten. Du nicht, weil du gehst um 4 Uhr gemütlich oder um 5 Uhr hast du gesagt. Um 5. Um 5 Uhr gehst du mal gemütlich in den Stall. Genau. Um 5 Uhr weißt du, wo ich gemütlich bin. Das willst du gar nicht wissen. Und ja. Sehr zum Wohle, danke. Und 4. Tag sagt der Reit Schenkel, wir sagen es auch. Und wir verabschieden uns mit einer Nummer. Wir sagen zu dir nochmal herzlichsten Dank. Danke. Das war mir eine Riesenfreude. Danke. Das Ich sag wiederholen wir, oder? ja, sehr gern. Bist dabei. Ja, da bin ich. Bringst wieder was zum Essen mit. Ja, das mache ich. Sehr gut. Wir Bring's. checken den Wein, du checkst das Essen. Haut hin. Und wir sind schon wieder voll Perfekt. im Deal. Wir sind im Deal. Influencer-Marketing nennt man das. Das ist Genau so ist Ich es. schenke dir aber gleich nochmal ein Ja, bisschen gib nach. bitte, das ist so gut. Aber nicht zu viel. Hebt er, weißt du, Ja. du musst austrinken, weil du musst den dann auch. Weil das ist dein Lieblingswein. Der ist wirklich super. Also der ist ein Wahnsinn. Ich teile den einfach ein bisschen auf. Dankeschön. Ja. Nein, das ist ein Traum. Ja, mit dem verabschieden wir uns. Leider und viert euch gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Fürs dabei sein. Wenn's das Heimgehen vergisst, weil daheim niemand ist, stützt dein Kopf in die Hände, denk an deine 4 Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die Ober schaut. Jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's aufs Heimgehen vergisst, weil's allein nicht du bist, sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit, da gibt's für ärmere Leid. Drum sei glücklich, du hast dein Zuhause. Irgendwo versteckt in einem Winkel, da sitzt ein alter Mann ganz in der Kahn, ganz verlassen tut auf seinem Fleckel, den er traut sich heute gar nicht haben, weil daheim, da hat er in seinem Winkel sehr viele Leute, die um sich freundlich sind. Doch daheim, da sitzt er in seinem Winkel, ohne Zuspruch, Mutter, Söhne und Land. Da sagt ihm zur Sperrstunde Schon ein Freund. Der ist ehrlich und gut mit ihm meint. Wenn's das Heimgehen vergisst, weil daheim niemand ist, stützt dein Kopf in die Hände, denk an deine 4 Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die Ober schaut.
jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's aufs Heimgehen vergisst, weil's alleine du bist, sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit, da gibt's für ärmere Leid. Drum sei glücklich, du hast dein Zuhause. Viertech Kappa. Das muss ja auch dran. Das ist natürlich